5 biologischen Naturgesetze. Die dritte Revolution der Medizin. Worum es bei diesen 5 biologischen Naturgesetzen grundlegend geht und welche Implikationen sie mit sich bringen, kann das folgende Beispiel verdeutlichen. Eine Maus und eine Katze treffen aufeinander. Die Katze nimmt einen Nahrungsbrocken wahr, doch aus Sicht der Maus wird eine tödliche Bedrohung wahrgenommen. Ihr biologischer Impuls ist es, wegzurennen, was sie auch direkt tun wird. Wir alle kennen es, dass wir in Extremsituationen plötzlich ungeahnte Kräfte entwickeln, und genau darum geht es unter anderem. Unbemerkt werden die Lungenbläschen der Maus in Sympathikotonie versetzt, was in diesem Fall heißt, dass sie eine Überfunktion machen und somit eine höhere Sauerstoffdurchlässigkeit ermöglichen. Somit hat die Maus eine bessere Atmung und kann nun viel länger wegrennen, ohne dass ihr die Puste ausgeht. Läuft die Maus nun 2 Minuten weg und ist in Sicherheit, wird sie anschließend 2 Minuten verschnaufen und regenerieren. Sie ist in Vagotonie bzw. in Parasympathikotonie. Übertragen wir diese Begebenheit nun auf einen Menschen, könnte dies so aussehen, dass er vom Arzt seines Vertrauens eine tödliche Krebsdiagnose bekommt und diese Situation genau wie die der Maus auffasst. Die Todesdiagnose wird biologisch gleichsam wie die Katze interpretiert, vor der man wegrennen will. Der Unterschied ist, dass man vor dieser Diagnose nicht wegrennen kann, was aber eigentlich der biologische Impuls wäre. Diese Todesangst hört nun nicht mehr auf. Der Patient kann nicht schlafen, hat keinen Appetit und ist völlig unruhig, weil biologisch das Programm läuft, das ihm sagt, dass er einem todbringenden Feind entkommen muss, um sein Leben zu retten. Nun besteht ein großer Unterschied in der Dauer der Laufzeit im Vergleich zu der Situation von Katz und Maus. Die Maus wird nämlich entweder gefressen oder sie kommt rechtzeitig in Sicherheit. Sie wird aber unter keinen Umständen über Wochen oder Monate auf der Flucht sein. Eine solche Dauer der Todesangst kann es in der Natur nicht geben. Da die Zellen schon über Wochen an ihrer Maximalkapazität gearbeitet haben, haben sie sich sogar geteilt, um dem Arbeitsanspruch gerecht werden zu können. Durch den Überschuss an Zellen kann jetzt noch mehr Sauerstoff in kürzerer Zeit aufgenommen werden. Würde die Person nun wieder zum Arzt gehen, würde jener einen sogenannten bösartigen Tumor in der Lunge finden und darauf schließen, dass dies eine gestreute Metastase des Erstkrebses sein muss. Es ist jedoch ein eigenständiges Krebsprogramm, das durch jene Todesangst ausgelöst wurde. Dieses Zellwachstum war niemals böse oder sinnlos, es war nur dem Geschöpf biologisch nützlich, um besser davonlaufen zu können. Nehmen wir nun an, dass diese Person Entwarnung bekäme, eine positive Zukunftsaussicht vom Arzt, dann wäre sie schlagartig erleichtert und würde endlich in ihre Verschnaufpause kommen. Das böse Raubtier wurde abgehängt. Da nun aber über Wochen auch zusätzliche Zellen aufgebaut wurden, geschieht bei dieser Person nun noch etwas anderes. Die überschüssigen Zellen, die nun nicht mehr notwendig sind, werden tuberkulös abgebaut und dann ausgehustet. Die Person hustet geronnenes Blut. Die Maus hatte durch ihre nur 2-minütige Todesangst keinen Zellaufbau erfahren und daher auch keinen Zellabbau nötig gehabt. Doch der Mensch wird jetzt in der Regel wieder besorgt sein und zum Arzt rennen, der nun noch eine Lungentuberkulose diagnostizieren wird, die eigentlich nur das Symptom der Lösung der Todesangst darstellt, was zwar unangenehm ist, aber eine biologisch sinnvolle Maßnahme darstellt, die eine vorbestimmte Laufzeit hat, nämlich in etwa so lange, wie man in Todesangst gefangen war. Jedoch werden die überschüssigen Zellen nur abgebaut, wenn das Individuum die benötigten Tuberkel in sich trägt. Hat man keine, weil sie zum Beispiel medizinisch abgetötet wurden, wird der Tumor verkapselt und bleibt stehen, wo er ist. Er stellt jedoch keine direkte Gefahr dar. Die Tuberkel, die stets als etwas Schlimmes angenommen wurden, sind jedoch eigentlich nur die Müllabfuhr, die notwendigen Heilungshelfer. So sieht man auch, weshalb es nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland zu einem hohen Aufkommen von Lungentuberkulose kam, da viele Menschen logischerweise ihren Todesangstkonflikt gelöst hatten, biologisch gesehen quasi erfolgreich vor der Katze geflohen sind. Eine Infektion lag in keinem Falle vor. Doch Vorsicht, Lungenkrebs ist nicht immer gleich Lungenkrebs, denn die Lunge hat viele Teile, die alle unterschiedlich reagieren und durch andere Wahrnehmungen aktiviert werden. Jenes Beispiel drehte sich explizit um die Lungenbläschen bzw. die Lungenalveolen. Die Bronchien, Becherzellen oder der Lungenbeutel haben andere Programme mit anderen Ursachen und Verläufen.
Doch auch dort in jedem Falle nur biologisch sinnvoll und niemals bösartig. In keinem Falle gibt es eine sogenannte Metastase und auch in keinem Falle können zum Beispiel Rauchen oder andere Gifte diesen sogenannten Lungenkrebs direkt auslösen. Dies geht nur über die biologische Wahrnehmung der Todesangst, wodurch die Überfunktion der Lungenbläschen eine sinnvolle Notwendigkeit wird, die nicht zu bekämpft werden braucht, wie man bisher annahm. Der bekämpfenswerte Fehler der Natur, der in der Schulmedizin und den alternativen Methoden stets angenommen wurde, ist weit und breit nicht zu sehen. Wenn Dr. Hamers formulierte 5 biologische Naturgesetze stimmen, ist alles anders. Das Rätsel ist endlich gelöst. Und was ist mit AIDS, Leukämie, Lähmung, Diabetes? Gleichfalls. Zu schön, um wahr zu sein. Wer Krebs hat, klammert sich an alles, was ein bisschen Heilung, ein bisschen Leben verspricht. Verständlich also, dass Krebskranke sogar den Heilsversprechen von Scharlatanen glauben. Nun hat in Europa eine Bewegung Zulauf, die sich germanische Neue Medizin nennt. Das könnte ja noch als Spinnerei durchgehen und bräuchte uns nicht weiter zu interessieren, wenn nicht so viele Kranke auf die absurden Therapien der Bewegung hereinfielen. Sie verknüpfen unterschiedliche Dinge in einem wirren Geflecht. Was Sie haben, ist ein Wahngebäude. Sie sind verrückt und Sie müssen psychiatrisch behandelt werden. Dies ist Dr. Hamer, der Entdecker der 5 biologischen Naturgesetze. Warum prüfen Sie es nicht? Ich bin doch bereit. Von jedem Gremium. Herr Hamer, das Problem ist, Spinnereien und Verrücktheiten kann man nicht untersuchen. Dann können Sie lesen, darf ich das fragen? Ja, Wie können Sie als Vertreter von Schulmedizin verhindern, dass mehr Menschen einem Psychopathen und Scharlatan anheimfallen? Ein Triumph des Wahns. Da diskutieren Ärzte allen Ernstes mit einem durchgedrehten Wunderheiler, dessen schwachsinnige Thesen, eine Toleranz, die fast schon kriminell ist. Zu unserem nächsten Thema. Stopp, 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 stopp. So viel zur stets objektiven und fairen Berichterstattung der Medien. Stattdessen geht es in der folgenden Dokumentation einmal darum, zu erklären, worum es bei den 5 biologischen Naturgesetzen eigentlich geht, sodass sie jeder überprüfen und sich ein eigenes Urteil bilden kann. Und bitte glauben Sie nichts von dem, was hier gesagt wird. Prüfen Sie alles nach. Vielleicht ist doch alles ganz anders. Dr. Hamer hat die 5 biologischen Naturgesetze unter dem Begriff Neue Medizin und später auch germanische Neue Medizin zusammengefasst. Mit dem Begriff Neue Medizin ist natürlich kein neues Heilmittel gemeint, sondern eine völlig neue Denkweise im gesamten Bereich der Medizin, woraus sich eine neue Vorgehensweise zur individuellen Gesundung von Mensch und Tier ableiten lässt. Wir haben zum ersten Mal, also in der bekannten westlichen Medizingeschichte, soweit wir das zurückverfolgen können, haben wir zum ersten Mal ein in sich geschlossenes wissenschaftliches Erkenntnissystem, das uns erklärt, was Krankheiten, Zustände, die wir heute noch Krankheiten nennen, was die sind, wie sie entstehen, ja. Diese 5 Naturgesetze sind also im Kern keine neue Anwendung, sind keine Technik, keine Substanz, die man jetzt verabreicht. Die neue Medizin ist ein völlig neuer Denkansatz über Ursachen und Verlauf von Programmen, die wir heute in der Medizin als Krankheiten bezeichnen und die mit unserem jetzigen Verständnis möglicherweise fehlinterpretiert werden und wir gar nicht den Sinn
dieser Symptomenkomplexe erkennen. Diese 5 biologischen Naturgesetze, die Dr. Hamer entdeckt hat, sind im Prinzip eine wesentliche Neubetrachtung dessen, was die Natur überhaupt ist, wie sie überhaupt funktioniert, was Krankheit ist, was Gesundheit ist. Dann kommen wir in ein ganz neues Bild, das war noch nie zuvor, dass eben diese Programme, diese Naturprogramme eigentlich für unseres Überleben sinnvoll sind. Für mich jetzt über das Individuelle hinaus ist es von allergrößter Bedeutung, wo ich auch sage, die Menschheit braucht es in Zukunft, dieses Verständnis, weil es einmal dem Rassismus die Grundlage entzieht, denn der Angstpolitik, die ja in der Medizin aktiv betrieben wird, als eine Voraussetzung von Zukunftsfähigkeit von Menschheit. Also ich bin ja unter anderem gelernte Pharmareferentin und ich habe als Medizinredakteurin gearbeitet und da ist mir die neue Medizin bereits im Jahr 2000 immer wieder untergekommen und ich habe mich immer wieder damit befasst und habe mit auch Land auf, Land ab mit sämtlichen Onkologen, die auch Meinungsbildner sind, gesprochen und das kam mir alles sehr merkwürdig vor, weil die kamen immer, wenn man sie auf die neue Medizin angesprochen hat, kamen die irgendwie ins Rudern. Also und ich habe mir zum Beispiel von einem Ordinarius, den habe ich gefragt, was halten Sie denn von der neuen Medizin? Und dann meint er, also mit sowas sollten Sie sich als seriöse Journalistin überhaupt nicht auseinandersetzen und so. Und so, hoppla, jetzt hast recht. Der Soziologe Paul Watzlawick unterscheidet hier 2 Typen von Veränderungen, die wir in den Entwicklungen der Wissenschaft unterscheiden können. Typ 1 betrifft die Veränderung der Grundannahmen. Das heißt, dass die Grundannahmen dessen, was wir über die Welt glauben, über uns selbst glauben, über bestimmte Vorgänge glauben, sich in ihren Grundfesten ändern. Unter Typ 2 fallen Veränderungen technischer Inhalte, also technische oder methodische Neuerungen, die aber die Grundannahmen unangetastet lassen. Die Veränderungen des Typ 1 sind in der Wissenschaft sehr, sehr selten. Natürlich wird ein Mensch, der viele Jahre seines Lebens mit dem Studium zugebracht hat, sich sehr schwer tun, die Grundannahmen und die Grundaussagen dessen, was er gelernt hat, grundsätzlich in Frage zu stellen. Das ist eine Revolution in der Medizin, ist nicht mehr eine Änderung, wie wenn ich ein Zimmer habe und ich ändere immer wieder die Möbel, ich verbessere die Möbeleinstellung. Das ist die technische Verbesserung, die wir in der Medizin gesehen haben. Aber da ist wirklich ein Zimmerwechsel, da ist ganz ein kompletter neuer Raum. Und das ist eine große Revolution. Im Altertum setzte sich die Medizin aus einem Dämonenglauben zusammen. Die Vorstellung war, dass die Krankheit durch Sünde entsteht und dass man sie durch einen frommen Lebenswandel oder das Bekämpfen der Dämonen durch Exorzismus verhindern oder abwehren könne. Durch die religiösen Dogmen geprägt, war es lange Zeit ein Tabu, den menschlichen Körper zu öffnen und zu untersuchen. Die Autopsie und somit die Kenntnis der Anatomie war ein maßgeblicher Schritt zur ersten medizinischen Revolution. Sie war der Schritt weg vom blinden Dämonenglauben hin zu einem technischen Blick auf den Organismus, das genaue Verständnis der Funktionsweisen und der Zusammenhänge der Organe. Was aus dieser Revolution hervorging, ist die Säftelehre, auch die klassische Homöopathie und die Bachblütentherapie, also auch Grundpfeiler unserer heutigen klassischen Medizin, nämlich die Vorstellung eines technisch und biochemisch funktionierenden Organismus, dass also ein technischer Mangel, ein Ungleichgewicht oder eine Blockade für die Krankheit verantwortlich sei. Durch das Lichtmikroskop wurde eine weitere Entdeckung ermöglicht. Man konnte Dinge sehen, die mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen waren. Daraus hat sich die Detaildenke der Medizin ergeben, also dass die Ursache für die Krankheit im immer noch kleineren zu suchen ist. Nun waren zum Beispiel Mikroben, Gene oder Zellmutationen die Verantwortlichen. Daraus ging die heutige klassische Onkologie oder Immunologie hervor.
1981 hat der deutsche Arzt Dr. Ricke Gerd Hamer den Grundstein für die dritte biologische Revolution gelegt. Nun war klar, dass die Grundvorstellung von Krankheit stets unkorrekt war und dass wir es stattdessen mit sinnvollen biologischen Sonderprogrammen zu tun haben. Dazu in Kürze mehr. Diese 5 biologische Gesetzmäßigkeiten, die beinhalten die dritte Revolution in der Medizin. Und da haben wir wirklich einen Paradigmenwechsel und da ist einfach nichts mehr richtig oder falsch, aber nur noch der Natur nützlich. Nun, wir sind es gewohnt, dass nur Menschen mit Rang und Namen im akademischen Betrieb das Wortrecht haben bei medizinischen Themen. Wenn Hamer mit seiner Entdeckung recht hat, dann ist das Medizinstudium, wie wir es in der heutigen Form haben, sowieso in weiten Teilen überholt. Also ganz ehrlich gesagt, am Anfang habe ich gedacht, die sind verrückt. Und dann habe ich das selber getestet, habe es an allen Patienten, die ich da gehabt habe, getestet und habe einsehen müssen, dass es gestimmt hat. Das bedeutet, es ist ganz leicht für jeden selbst zu überprüfen, ob das, was Dr. Hamer sagt, ob das, was ich sage, was irgendjemand anderes sagt, der biologischen Realität entspricht. Man muss hier also nicht mehr irgendwelchen Kompetenzen und Titeln glauben, die ja das Überprüfen der Kompetenz ersetzen sollen, sondern jeder Mensch kann direkt selbst prüfen, ob etwas dran ist an dem, was man gesagt bekommt. Diese Naturgesetze, das sind eben keine Wahrscheinlichkeitsaussagen, wie wir sie bisher hatten, sondern es sind Aussagen, die allein schon von ihrer Struktur her, von ihrem Satzbau her und mit dem bezogenen Inhalt her widerlegbar sind. Das heißt, da können sich nicht mehr solche Sätze bilden wie zu 90% ist die Ursache dies und jenes oder zu 20%, sondern es funktioniert entweder so oder es findet sich irgendein Fallbeispiel, wo es so nicht abläuft und dann ist die ganze Sache widerlegt. Doch man sieht, dass man sich in der Medizin mit Zusammenhängen im Wahrscheinlichkeitsbereich vollkommen zufrieden gibt. 30% aller Menschen, die ein Magengeschwür haben, haben das Bakterium Helicobacter pylori in sich. Daraus leitet man ab, dass das Helicobacter pylori ursächlich für das Magengeschwür sei. Dass nur 30% aller Patienten dieses Bakterium überhaupt in sich haben, wird dabei überhaupt nicht erwähnt. Und dafür gab es den Medizin-Nobelpreis 2005. Wir haben zwei Variablen, zwei Merkmale, die miteinander in Verbindung gebracht werden. Und das Ganze misst sich dann in der Relevanz, das heißt, wie relevant oder wie stark ist der Zusammenhang. Das bedeutet aber noch nicht, dass wenn ich das eine messe, das andere eben 100%ig darauf folgt. Genauso wurde der Medizin-Nobelpreis 2008 für die Korrelation, also das gleichzeitige Auftreten, des humanen Papillomavirus und dem Gebärmutterhalskrebs vergeben. Doch beinahe jede Frau trägt dieses vermeintliche Virus in sich. Doch das Gebärmutterhalskarzinom ist im gynäkologischen Bereich eine sehr seltene Erkrankung. Und das ist das, was ich so besonders finde, dass wir keine Satzbildungen mehr haben, keine Hypothesen mehr, die irgendwelche Ausnahmen zulassen, sondern wir haben nur noch Bestimmtheitsaussagen, die wirklich auch die Kausalzusammenhänge darstellen. Ähnlich läuft es bei der Zulassung und Bewertung von Medikamenten und Therapien. Die folgende Metapher stammt aus dem Buch Ein medizinischer Insider packt aus von Professor Dr. Peter Joda. Ich möchte Ihnen an einem zugegeben bewusst drastischen Beispiel aufzeigen, wie man heute Studien macht. Angenommen, ich wäre ein Sockenverkäufer und möchte zukünftig den Markt der sockentragenden Krebspatienten in meine Verkaufsüberlegungen einbinden, dann würde ich folgende Studie veranlassen. Alle Männer mit Prostatakrebs werden daraufhin untersucht, welche Farben deren Socken haben. Was immer ich hier untersuche, eine Gruppe wird auf jeden Fall besser abschneiden als die andere. Angenommen, in der Gruppe mit blauen Socken haben 6% überlebt und in der Gruppe mit grauen Socken nur 4%. Für meine Werbung, natürlich nur Hochglanzpapier, und die Studie wird den Ärzten erstmals in einem 5-Sterne-Hotel vorgeführt, würde dies bedeuten, blaue Socken führen zu einer Verbesserung der Überlebenszeit von 50%. Danach benötigt man noch einen Wissenschaftler, der jetzt erklärt, warum die Träger der blauen Socken länger leben. So könnte man zum Beispiel sagen, dass blaue Socken im Wellenbereich von 400 bis 500 Nanometer strahlen und neueste Forschungen aus den USA
hört sich immer gut an, ganz klar zeigen, dass Prostatakrebszellen, die man im Labor mit dieser Wellenlänge bestrahlt, schneller zerstört werden konnten. Nicht vergessen darf man dann noch den Satz: Diese Forschungen müssen natürlich noch intensiviert werden, aber die ersten Ergebnisse sind so vielversprechend, dass wir hoffen dürfen, in 3 bis 4 Jahren optimale Krebssocken auf den Markt bringen zu können. Das wirklich Verrückte daran ist, dass man weder die Forschungen noch die Daten noch die Schlüsse daraus für solch eine Studie fälschen müsste, denn alles Gesagte wäre sogar wahr. So wird bald nicht mehr darüber diskutiert, ob Socken überhaupt helfen, sondern nur noch, welche Socken besser helfen. Und irgendwann weiß auch der Letzte ganz sicher: Wenn man Krebs überhaupt überleben kann, dann nur mit Socken. Es handelt sich um einen Zirkelschluss. Krebs ist böse und tödlich. Nur die Chemo kann eventuell die Rettung bringen. Ob die Chemo überhaupt etwas bringt, darf man nicht überprüfen, da die Chemo die einzige Rettung für die Patienten sei. Aus ethischen Gründen dürfe man auch keine Studien darüber machen, was mit Patienten passiert, die keine Socken tragen, da Socken die einzige Überlebenschance sind, die man niemandem vorenthalten dürfe. Genau so lautet übrigens die Begründung im Falle der Chemotherapie. Die Mechanismen für Medikamente und Therapien sind die gleichen wie im Sockenbeispiel. Die Tötungsrate der Chemotherapiesocken wird an keiner Stelle erwähnt. Die Chemotherapie zog ihren Siegeszug basierend auf einem Missverständnis an. Die allermeisten Krebse sind große Schwellungen zu Beginn einer vagotonen Reparaturphase. Durch die sympathikotone Giftwirkung der Chemo geht die Schwellung direkt zurück und es entsteht der fehlleitende Eindruck einer heilenden Wirkung. Dies wird im späteren Verlauf dieser Dokumentation noch deutlicher. Der Spiegel veröffentlichte Ende 2004 einen Artikel über die Chemotherapie mit dem Namen Giftkur ohne Nutzen. Aus diesen Recherchen geht hervor, dass es keinerlei heilenden Nutzen gibt, sondern dass die Giftkur zu einem Dogma der Medizin geworden ist. Man stellt die Frage: Doch leben diese Patienten dank Chemotherapie überhaupt länger? Die entscheidende Vergleichsstudie wurde nie durchgeführt. In klinischen Studien vergleichen die Hersteller stets nur neue mit alten Zellgiften. Kontrollgruppen, die gar nicht behandelt werden, gibt es nicht. Um auf dem Markt zugelassen zu werden, reicht es, an einer kleinen Schar handverlesener Testpersonen irgendeinen Vorteil gegenüber einem bereits zugelassenen Zellgift statistisch signifikant erscheinen zu lassen. Es wird auch auf den Epidemiologen Ulrich Abel von der Universität Heidelberg eingegangen, der den Nutzen der Chemotherapie in Zweifel zog. Professor Abel, Biostatistiker an der Universität Heidelberg, wie gesagt, Spitzeninstitut der deutschen Krebsforschung. Der kommt also zum Ergebnis, dass über alle Krebsarten hinweg, die Mortalität gegen 90% geht. Das heißt, 100 Leute werden schulmedizinisch Krebs behandelt, nach Ablauf von etwa plus minus 5 Jahren sind 90 davon tot. Der Bundesgerichtshof hat also in einer Entscheidung, die ich hier habe, festgestellt, dass von Wissenschaftlichkeit der Krebsbehandlung nach schulmedizinischer Art überhaupt keine Rede sein kann. Es ist eine Krankheit, deren Herkunft sie nicht kennen, deren Entwicklung sie nicht kennen, deren Verlauf sie auch nicht positiv, nachvollziehbar, reproduzierbar beeinflussen können. So der Bundesgerichtshof. Und was die Erfolge der Schulmedizin betrifft, kein Indiz für Effizienz schulmedizinischer Krebsbehandlung. Dr. Hammer hat ja in Österreich behandelt. Es gab so ein Zentrum in Burgau und die dortige Patientenkartei ist gerade von den dortigen Ermittlungsbehörden beschlagnahmt worden. Belegt sich etwa 6.000 oder 7.000 Patienten. Zeitraum 7, 8 Jahre, 9 Jahre bis heute. Sämtliche Patienten sind aufgesucht worden von den österreichischen Ermittlungsbehörden. Von etwa 6.000 Patienten aus der Kartei haben die Polizeibeamten etwa 5.000 lebende Menschen angetroffen. Also ein unschätzbarer Dienst am Werk Hammers, 70-80% aller Patienten, die dort behandelt worden sind, nach vielen Jahren überleben. Und das sind Zahlen, die erreicht die Schulmedizin mit herkömmlicher
Krebsbehandlung schlicht und einfach nicht. Den ehemaligen Direktor der Gynäkologischen Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf zitiert der Spiegel: Es sollte uns nachdenklich stimmen, wenn eine zunehmende Zahl von Ärztinnen und Ärzten sagt, an mir würde ich eine solche Therapie nicht vornehmen lassen. Wenn Krebs zurückgeht von alleine, dann wird es meistens als Fehldiagnose abgetan, weil es eben das strikte Dogma gibt, dass eine Krebserkrankung sich nicht zurückentwickeln kann, denn sonst wären ja die zugrunde gelegten Theorien falsch. Das bedeutet, wenn eine als bösartig diagnostizierte Erkrankung plötzlich weg ist und der Patient unerwarteterweise überlebt, dann ist es entweder eine völlig unerwartete, unerklärliche Spontanheilung für die Schulmedizin oder die zuerst gestellte Diagnose wird als falsch zurückgezogen. Also jemand, der geheilt war oder wo der Krebs dann plötzlich weg war, da wurde es dann eher in Frage gestellt, ob die Diagnose überhaupt gestimmt hat als Frage. Dann stand da oft nur Verdacht auf, so und so gewesen. Im Endeffekt versuchte die Schulmedizin auch gerade zu vermitteln, dass Krebs zum Teil heilbar ist und bringt das eben raus nach den 5 Jahren, okay, es gibt ein paar Überlebende, die dann als spontan Wunderheilungen dann auch gelten. Und sie denken ja nicht, dass das nicht heilbar ist. Ja? Sie denken ja eher, okay, sie müssen jetzt die Chemo nehmen, dann haben sie eine Chance. So ist es ja eher die Denkweise. Statt Socken verkaufen manche Menschen Chemotherapien. Und für diese Chemo brauchen sie eine Nachfrage. Und Nachfrage wird natürlich durch Werbung erschaffen. Doch diese Art von Werbung sieht anders aus, als wir es gewohnt sind, da sie nicht offensichtlich zu erkennen gibt, Werbung zu sein und auch oftmals ihren finanziellen Profiteur nicht offenbart. Wie bei fast jeder Werbung wird auf das Element der Angst gesetzt, doch weniger subtil als beispielsweise in einem Spülmittelspot. Ein anderes beliebtes Produkt ist die Vorsorgeuntersuchung. Je mehr Angst die Menschen haben und je mehr sie daran glauben, durch eine Vorsorge ihre Angst loswerden zu können, desto besser verkauft sich die Vorsorge. Gleichzeitig ist sie eine Rasterfahndung nach potenziellen Kunden bzw. Patienten für andere Behandlungen, die auch verkauft werden wollen. Die Nachfrage wird durch Angst vor dem Tod und das glaubwürdige Vorspielen von Notwendigkeit erschaffen. Fühlen Sie sich auch gut? Sie könnten trotzdem Darmkrebs haben, weil man ihn erst spürt, wenn es zu spät ist. Wird er aber früh entdeckt, ist er zu 100% heilbar. Gehen Sie zur Darmkrebsvorsorge, wie ich, danach fühlt man sich besser. Gezeichnet von verschiedenen Prominenten, die zufälligerweise alle exakt den gleichen Satz gesagt haben und die so ausgewählt werden, dass möglichst jede Zielgruppe durch einen Sympathieträger abgedeckt ist. So wird die eigentliche Intention hinter humanitärer Rhetorik verborgen, ohne dass man sich die Frage stellen würde, wer die enormen Kosten der Werbung trägt. Nur wenn Krebs als bösartig und sterbepflichtig in den Köpfen der Menschen bestehen bleibt, rollt der Rubel. So kann man mit einem einzigen chemoüberzeugten Patienten schon mehrere 100.000 € machen. Noch immer ist es übrigens für Ärzte Pflicht, dem Patienten die Chemo anzubieten, sonst droht der Entzug der Approbation. In der Schulmedizin haben wir jetzt natürlich die Betrachtungsweise, dass die Erkrankung, plakativerweise der Krebs, wie ein wildes Tier durch den Körper wuchert und dort ständig neue Absiedlungen bildet und ein eigenständiger, eigener Prozess ist. Und es kann sich für den Patienten wie eine selbsterfüllende Prophezeiung auswirken, weil wir verschiedene körperliche Sonderprogramme haben, die genau auf diese Vorstellung, dass in mir etwas falsch ist, dass in mir ein Angriff stattfindet, reagieren, wie beispielsweise das Bauchfell, das dann allein durch die Angst, die ich durch Diagnose oder durch Prognose bekomme, schon einen neuen Prozess machen kann, der dann das Gesagte genau bestätigt. Und wir müssen natürlich verstehen, dass jede Form der Diagnose, wie wir sie heute in der Schulmedizin haben, immer nur Momentaufnahmen sind. Wenn ich also ein Abdomen-CT mache oder die Blutwerte
auswerte, dann sind das immer nur Momentaufnahmen von dieser einen Sekunde, dem einen Moment, wo das Bild gemacht wird. Und ich kann keine Aussage darüber machen, was vor 10 Minuten war, was in 10 Minuten sein wird. Und in der Schulmedizin geht man eben davon aus, dass wenn da ein Krebsprozess ist, dass der immer weiter wachsen muss, sich immer weiter entwickeln muss. Und wenn mal ein Patient auftaucht, der einen Krebsprozess hatte und der ist plötzlich verschwunden, ist nicht mehr sichtbar, dann wird das zu diesen seltenen Fällen der Spontanheilung gezählt, die nicht weiter erklärt werden, nicht weiter erläutert werden. Tatsächlich vergisst man dabei aber, dass alle Statistiken, alle Beobachtungen ja nur im Krankenhaus gemacht werden. Das bedeutet, alle unsere Zahlen, die wir in Statistiken haben, mit Vorkommen oder Verlauf einer bestimmten Krankheit, sind nur eine Dokumentation dessen, was die Schulmedizin erreicht. Was mit Menschen ist, die überhaupt nicht ins Krankenhaus gehen aufgrund eines Symptoms. Das wird dabei gar nicht festgehalten. Wir haben also eine sehr große Grauzone, die nicht dokumentiert ist. Deswegen können wir auch gar nicht abschließend sagen, was da alles verläuft mit der Kenntnis der Schulmedizin. Aus der Betrachtungsweise der 5 Naturgesetze gibt es natürlich eine sehr exakte Prognose, sehr exakte Aussagen, was der nächste Schritt eines Krebsprozesses ist. Und da lassen sich natürlich sehr viel exaktere Verläufe erkennen. Dass man aber ohne Vorsorge, ohne es zu wissen, mit seinen diversen Krebsen ein hohes Alter erreichen und durch Altersschwäche sterben kann, wird ausgeblendet. Dass generell sogenannte Krankheiten ohne medikamentöses Zutun verschwinden können, ist in dieser Gesellschaft erst recht nicht denkbar. Im Februar 2009 trafen wir Christoph Buck, der einen Hodenkrebs hatte und ihn ohne jegliches medizinisches Eingreifen losgeworden ist. Den kompletten Prozess konnte er anhand der 5 biologischen Naturgesetze nachvollziehen. Da hatte ich festgestellt, dass in meinem rechten Hoden eine Verhärtung entstanden ist. Da war also jede Unterhose zu eng, wenn man so sagen will. Und da habe ich dann plötzlich Angst gekriegt. Ja. Ich suche in Stuttgart einen Urologen. Tastbefund war natürlich hochverdächtig und hat dann eine Ultraschalluntersuchung gemacht. Hat er gesagt, das ist 95% sicher, ein bösartiger Hodentumor. Du hast jetzt Krebs. Und das war dann für mich irgendwo erstmal ein Schock. Auch wie aus heiterem Himmel kam mir dann in den Sinn, dass ich mal was gelesen habe, einige Monate vorher im Internet. Und das Interessante war halt, dass dieser Arzt, also der Dr. Hammer, selber auch Hodenkrebs hatte. Und gerade durch das, weil er den Hodenkrebs bei sich festgestellt hat, ob das mit dem Tod seines Sohnes zusammenhängt. Der biologische Sinn dieses speziellen Hodenprogrammes ist es, die Fruchtbarkeit des Individuums zu erhöhen, damit der Verlust eines geliebten Geschöpfes durch das Zeugen von neuen Nachkommen kompensiert werden kann. Selbstverständlich nimmt die Natur keine Rücksicht auf moralische Wertvorstellungen von Menschen, nach denen man eine verstorbene Person nicht durch eine andere ersetzen dürfe. Hier geht es lediglich um die Arterhaltung. Und man sieht, auch an diesem sogenannten Krebs ist nichts Böses, Schädliches oder Falsches. Auf jeden Fall habe ich dann halt das mit seinem Zusammenhang verglichen, weil er hatte dann nachträglich festgestellt, dass Hodenkrebs vom Verlustkonflikt kommt. Für mich war halt, sagen wir mal, relativ leicht festzustellen, dass dieser Konflikt bei mir passt hat. Das Einfache für mich war halt dass ich den Konflikt sofort wusste, dass ich wusste, dass der Konflikt schon gelöst war und dass das zusammengepasst hat mit dem, was der Dr. Hammer als Heilungsablauf eigentlich dargestellt hat in seine Publikationen. Bei dem Hodentumor, das ist ja eigentlich kein Tumor, wie man sich das vorstellt, der so blumenkohlartig wächst. Während der Konflikt aktiv ist, macht er eigentlich Löcher. Das heißt Zellminus. Und wenn dann der Konflikt gelöst ist, dann stoppt dieses Zellminus und dann läuft die sogenannte Heilungsphase an. Und die fängt dann an, dieses Loch, wenn man so will, wieder aufzufüllen. Und bei diesem Vorgang entsteht eine Schwellung. Und das war dann dieser vergrößerte und dieser harte, feste Hoden, war dann das Symptom dafür. Bis der ganze Prozess durchgelaufen war, das ging bis Dezember.
An lebenden und toten Patienten verdient niemand etwas, sondern nur an Therapierten. Und kann man sie lange genug in einem Zustand halten, in dem sie glauben, Medikamente zu brauchen, sind sie für die Pharmaindustrie eine zuverlässige Einkommensquelle. Daher bewirken viele Medikamente durch den folgenden homöostatischen Effekt genau dies. Das heißt, der Körper produziert bestimmte Stoffe nicht mehr selbst, solange sie ihm von außen zugeführt werden. So lässt sich mit Insulin und reichlich anderen Substanzen ein gutes Geschäft machen, solange die Patienten glauben, dass nur so ein Überleben möglich ist, sie jedoch in erster Linie in eine Abhängigkeit geraten. Also wenn man als Pharmareferentin arbeitet, steht man im Grunde genommen jeden Tag mit einem Fuß im Gefängnis. Das ist so. Und natürlich, es wird ja auch die schulmedizinische Forschung auch an Universitäten wird ja von der Pharma finanziert. Das ist in Deutschland ist das ganz drastisch. Das ist ja mittlerweile bekannt, dass wenn irgendwelche Fortbildungsveranstaltungen zum Beispiel stattfinden, dass die Referenten ihr Honorar aus der Pharmaindustrie kriegen. Und da ist man dann als Vertreter der Industrie natürlich interessant, dass bei diesen Fortbildungen auch der Präparatenamen genannt wird, den man gerade vertritt. Ne? Darum geht es. Und die Honorare, die da gezahlt werden, sind sehr, sehr, also sind königlich für einen Vortrag. Aber das ist ja alles bekannt eigentlich. Ne? Die Magazine, ob das jetzt Nachrichtenmagazine sind, ob das Boulevard ist, und die Nachrichtenmagazine sind im Grunde genommen auch Boulevard, die leben von den Anzeigenkunden. Wenn natürlich das Gesundheitsportal von Focus Online zum Beispiel, das war mal eine Zeit lang powered by Hexal, ja, mein Gott, dann ist doch klar, was da geschrieben wird. Also Die Annahmen aller vergangenen medizinischen Revolutionen haben eines gemeinsam: Man unterstellt der Natur Willkür, Boshaftigkeit oder Fehlerhaftigkeit. Sei es, dass die Krankheit eine willkürliche Verurteilung durch die Sünde ist, sei es, dass die Krankheit ein nicht näher beschriebener Mangel oder Überschuss ist, oder sei es, dass die Krankheit Folge eines Angriffes eines anderen Lebewesens oder ein Angriff unseres eigenen Organismus gegen uns selbst ist. Es geht immer darum, dass die Natur gegen uns handelt. Diese neue Medizin ist keinesfalls eine weitere Alternative im Heer der Alternativen. Denn diese neue Medizin gibt uns ja eine grundlegende Neubetrachtung. Es ändert sich ja also nicht, was wir machen, sondern es ändert sich in erster Linie der Grund, warum wir es tun. Egal, ob man ein Globuli, ein Mineral, ein Antibiotikum, ein Zellgift oder sonstige Mittel verwendet, bedeutend für das Bezugssystem ist nicht die Substanz, sondern die Motivation, warum man sie verwendet. Eine konzeptionelle Änderung, wie sie aus den 5 biologischen Naturgesetzen hervorgeht, ist es also nicht, ein neues Präparat zu verwenden, eine neue Kampftechnik anzuführen, sondern die Fragestellung: Gibt es diesen Krieg im Organismus überhaupt? Geht die beobachtete Krankheit aus diesem gedachten Krieg hervor? Wenn man zum Beispiel ein Antibiotikum nutzt, um Bakterien zu bekämpfen, oder ein Vitaminkomplexpräparat, um das Immunsystem zu stärken, fußen beide Behandlungsweisen auf der gleichen Weltanschauung: einem Krieg im Organismus. Die ganzen Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen in der Therapie, sei es ein Therapeut, sei es ein Masseur, sei es ein Osteopath, sei es ein Chirurg, sei es ein Untersucher mit hochwertigen technischen Möglichkeiten, die werden jetzt sehr sinnvoll in einem anderen Wissenskontext eingesetzt. Der Danilo Tuneguzzi, der ist unser Präsident vom Wissenschaftlichen Komitee von ALBA. Das sind also heute 19 Ärzte, die schon im Komitee sind. Und er sagt, heute haben wir
als Ärzte wieder die Freude unserer Arbeit zu machen. Im Prinzip ist die neue Medizin das Urverständnis von Therapie. Sie sagt uns, was Gesundung überhaupt ist, wie wir sie überhaupt erreichen können. Und diese Freude zur Arbeit haben diese Ärzte wieder gefunden, dank dieser Präzision. Die Betrachtungsweisen der Medizin galten zu ihrer Zeit jeweils völlig unumstritten als wahr. Was wir heute als völlig unumstritten und normal betrachten, war früher nicht denkbar. Und vielleicht sind Dinge, die wir heute für undenkbar halten, die Grundlage für die Denkweise von morgen. Und mit der gleichen Sicherheit, wie Andreas Vesalius gegen das riesige Tabu der Kirche für das Öffnen des menschlichen Körpers eintrat, treten heute Menschen für ein grundlegendes Umdenken in der Medizin ein. Und mit der gleichen Vehemenz werden sie bekämpft und belächelt. Und man glaubt fest, dass man doch schon alles wüsste, was es zu wissen gibt. Als wären wir heute mit der Wissenschaft schon so weit, wie wir es noch nie waren. Mir hat ein Wissenschaftsredakteur, seines Zeichens Physiker, der Dr. Frank Ochmann, der auch heute noch im Stern schreibt, ja, der hat mir mal Geld bezahlt, um 92 oder 93 über irgendeine alternative AIDS-Konferenz in Zürich zu berichten, darüber einen Artikel zu verfassen. Und das ist nicht veröffentlicht worden und ich habe ihn dann mal persönlich wieder getroffen. Da habe ich dann gesagt, ja, warum bringt er das nicht? Und sagt er, hey, die Zeit ist noch nicht reif. Wir haben Magic Johnson gekauft und die Zeit ist noch nicht reif. Zur Infektionstheorie im Fall der Influenza-Pandemie war es der Ministerialbeamte Betzer im Umweltministerium, Bundesumweltministerium, mit dem ich im Auftrag der persönlichen Referentin von der damaligen Renate Künast, Juristin, die auch kneift, ja, gesprochen habe. Und der hat gesagt, nö, wir müssten ja die ganze Biologie umschreiben, wenn das nicht stimmen würde. Und warum sollten wir? Dieser Umbruch, der wirtschaftliche Umbruch, der uns mit Anerkennung der neuen Medizin bevorsteht, die ist zwar für uns momentan, für viele momentan eine Bedrohung, aber gleichzeitig, wenn wir das friedlich annehmen, sehen wir auch da eine ganz große Chance für eine Schaffung von vielen neuen Arbeitsplätzen und von vielen Industriezweigen, besonders dezentralen Industriezweigen. Wieder gescheitert. Warum? Das hat der ehemalige Gesundheitsminister Horst Seehofer erfahren müssen. Heute gibt er erstmals zu. Der Druck der Pharmalobby war zu groß. Heißt das denn, dass die Lobby wirklich so stark war, dann die Pharmalobby gegen die Politik und sie quasi dann da zurückziehen mussten? Ja, das ist so seit 30 Jahren. Bis zur Stunde. Dass sinnvolle strukturelle Veränderungen auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen nicht möglich sind wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. Die Pharmalobby setzte sich durch mit massivem Druck. Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft, und zwar sehr wirksam. Aber es kann ja nicht sein, dass die Industrie stärker ist als die Politik. Also letzten Endes muss es doch heißen, die Politik muss sagen, nein, so geht's nicht. Ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen. Die forschende pharmazeutische Industrie ist eines der Standbeine von dem, was wir Hochtechnologie-Standort Deutschland nennen. Und ich will an dieser Stelle noch einmal in Erinnerung rufen, dass gerade die pharmazeutische Industrie auf langfristige, berechenbare Investitionsbedingungen angewiesen ist, genauso wie auf den Schutz des geistigen Eigentums, also vernünftige, einklagbare patentrechtliche Regelungen. Die Entwicklung eines neuen Wirkstoffs erfordert im Durchschnitt einen finanziellen Aufwand von etwa 800 Millionen Euro und die Entwicklung dauert im Durchschnitt etwa 10 Jahre. Das heißt, wenn hier nicht im Anschluss bei der Verwertung eines solchen Rohstoffs und Wirkstoffs dann auch die Möglichkeit gegeben ist, verlässlich darauf zu bauen, dass das Investierte auch wieder verdient werden kann, dann wird die Forschung in Deutschland oder in Europa nicht mehr stattfinden. Und ich will hier für die Bundesregierung sagen, wir haben ein hohes Interesse daran, dass Deutschland nicht nur Produktionsstandort ist, sondern dass Deutschland auch ein guter Standort für die forschende Arzneimittelindustrie ist.
Forschung ist die beste Medizin. Das ist jetzt die Informationskampagne des Verbandes Forschender Arzneimittel und ich glaube, die Überschrift ist gut gewählt. Und diese pharmazeutische Forschung passt sich auch ein in unsere Hightech-Strategie der Bundesregierung. Wir haben Das 5. Biologische Naturgesetz. So wie die Maus ohne das Sonderprogramm der Lungenbläschen nicht fähig wäre, der Katze zu entkommen, ist jedes mögliche Programm in einer bestimmten Situation notwendig, um das Leben des betroffenen Individuums zu sichern. Daher definierte Dr. Hamer diese früher als Krankheit fehlgedeuteten Prozesse als entwicklungsgeschichtlich verstehbare, sinnvolle biologische Sonderprogramme, kurz SBS. Auch der Aspekt entwicklungsgeschichtlich verstehbar ist äußerst wichtig. Und das 5. Naturgesetz ist die Infragestellung unserer bisherigen Glaubenssätze, was die Krankheit an sich angeht. Und deswegen tun sich die meisten Menschen damit natürlich auch am schwersten. Das 5. Naturgesetz ist das Verständnis einer jeden sogenannten Krankheit als sinnvolles biologisches Sonderprogramm der Natur. Und das hört sich leicht gesagt an, ist aber für die Menschen meistens sehr schwierig zu verstehen. Denn jetzt soll die Krankheit, die uns plagt, die uns Symptome macht, die uns Leiden bereitet, die auch schon Tod verursacht hat, soll eine von der Natur sinnvoll betriebene Maßnahme sein. Und das steht natürlich manchmal im scheinbaren Widerspruch zu dem, was wir sehen. Was wir nicht verstehen, ist, dass die Maßnahmen der Natur ja für eine biologische Lebensform gedacht sind. Da wir aber in weiten Teilen unserer Gesellschaft sehr unbiologisch leben, also nicht unserem biologischen Code folgend, sind diese Maßnahmen natürlich sehr viel häufiger, sehr viel umfangreicher, als sie in freier Wildbahn vorkommen würden. Und es führt natürlich dazu, dass die Symptome aus diesen Maßnahmen auch sehr viel umfangreicher und sehr viel schwerwiegender sind, als sie in der Natur vorkommen. Und das ist das, was wir Krankheit nennen. Zum Beispiel beim sogenannten Verhungerungskonflikt. Wenn jetzt also ein Tier in freier Wildbahn einen Verhungerungskonflikt erleidet, dann ist es ja auf einer ganz realen Verhungerungssituation basierend. Das heißt beispielsweise, die Gazelle in der Steppe findet nichts mehr zu fressen und irgendwann realisiert sie, oh, nichts mehr zu essen, Verhungerungssituation. Ab diesem Moment gibt es jetzt eine Veränderung im Lebergewebe, das heißt das Leberzellgewebe macht eine Mehrfunktion, macht also mehr Sekret von Enzymen, macht mehr Einlagerung von Glykogen und alles, was noch gefunden werden kann, jedes Gräschen, jedes alles, kann jetzt noch besser verwertet und gespeichert werden. Gleichzeitig gibt es den Aufbau von Gewebe. Jetzt kann man sich ja ausrechnen, wie lange eine Gazelle durchschnittlich überleben könnte, wenn sie keine Festnahrung mehr findet. Und wenn wir jetzt zum Beispiel 6 oder 7 Wochen als Grenzwert setzen, nachdem ein Tier verhungert, würde man also annehmen, nach 7 Wochen verhungert die Gazelle, stirbt ein Hungertod. Wenn wir diese Gazelle jetzt nehmen würden und sie aufschneiden würden und nachschauen würden, würden wir wahrscheinlich eine minimal vergrößerte Leber vorfinden, aber nichts, was man ein Krebsgeschehen nennen könnte, weil einfach in 7 Wochen Laufzeit gar nicht genug geschieht, dass es so groß sein kann, dass wir es als Krebs bezeichnen. Das bedeutet, in der freien Wildbahn ist die Situation, die Verhungerungssituation, viel gefährlicher oder viel lebensgefährlicher als das, was jetzt am Organ geschieht. Im Gegenteil, das, was am Organ geschieht, hilft ja sogar noch etwas länger zu überleben, indem es die Nährstoffresorption verbessert. Jetzt hat der Mensch in unserer heutigen Gesellschaft wenige reale Verhungerungssituationen, sondern hier gibt es sehr häufig biologische, also biologisch interpretierte Verhungerungssituationen. Und das ist zum Beispiel, wenn ich finanzielle oder sonstige existenzielle Schwierigkeiten habe, eben meistens wirtschaftlicher Art. Wenn also der Mensch jetzt einen Geldverlust hat, einen großen, so dass hier die Lebensgrundlage auf finanzieller Ebene fehlt, dann kann er genauso mit einem Verhungerungskonflikt reagieren. Und das drückt sich häufig auch aus, eben genau die Aussage, jetzt müssen wir verhungern, jetzt können wir nichts mehr zu essen kaufen. Und wenn dann dieses gleiche Programm läuft, eben das Leberzellprogramm, dann wird es in gleicher Art und Weise hier eine Funktionsverstärkung und Gewebsaufbau geben. Der Unterschied ist hier, wenn ich ein Geldproblem habe, werde ich nicht innerhalb von 6 oder 7 Wochen verhungern. Das
bedeutet, ich kann das Ganze zeitlich in viel größeren Rahmen strecken. Ich kann also Monate, Jahre mit der Situation herumlaufen und immer wieder dieses Verhungerungsprogramm aktivieren. Es läuft ja nichts permanent aktiv. Und das führt natürlich dazu, dass der Leberprozess entsprechend viel größer wird. Das heißt immer wieder Aufbau, Reduktion, immer wieder Funktionsveränderungen an der Leber. Und irgendwann kann man hier vom Leberkarzinom sprechen, Adenoleberkarzinom. Und das bedeutet ja im Prinzip, dass das, was wir als Krankheit oder Krebserkrankung bezeichnen, eine Sache ist, die in der Natur in diesem Umfang häufig gar nicht vorkommt. Ja, oder der Todesangstkonflikt. Ein Tier in freier Wildbahn, das jetzt auf der Flucht vor dem Räuber ist und lebt im Moment in diesem Todesangstkonflikt, das flieht ja nur für ein paar Minuten. Und innerhalb von Minuten oder Sekunden entscheidet sich ja, ob die Fluchtstrategie erfolgreich ist, ob es in Sicherheit kommt oder ob es gerissen wird vom Räuber. Aber kein Tier in freier Wildbahn wird monatelang in der blanken Todesangst leben. Wenn der Mensch jetzt aber vom Facharzt seines Vertrauens die Diagnose bekommt, dass er eine gefährliche, tödliche Krankheit hat, die ihn von innen auffrisst, wie es ja bei Krebserkrankungen ganz häufig diagnostiziert wird, dann kann diese Diagnose allein schon zur Todesangst führen, was die Lungenalveolen betrifft. Und der Mensch entwickelt ein Lungenalveolarkarzinom, weil er wie das Tier in freier Wildbahn auf der Flucht vor dem Raubtier ist. Nur ist das Raubtier hier die geglaubte Erkrankung, die diagnostiziert wurde, und von der gibt es eben kein Entkommen durch Davonlaufen. Das bedeutet, wir haben durch unsere Glaubenssysteme, durch unsere Fähigkeit zu interpretieren und den Aussagen anderer zu glauben, die Möglichkeit, ein biologisches Programm zu aktivieren, für das wir momentan keine reale Lösung finden können. Wo wir also nicht entfliehen können vor dem Raubtier in uns oder wo wir nicht durch Veränderung der Leberfunktion mehr an Geld kommen. Und das sind dann die Fälle, die natürlich sehr lange laufen, wo die Programme sehr lange intensiv laufen und wo auch umfangreiche Organgeschehen natürlich da sind. Und das ist das, was wir sehr häufig die Krebserkrankung nennen. Und das 5. Biologische Naturgesetz sagt uns ja, dass die Reaktion, die unser Körper aufweist, einem biologischen Sinn folgt, der uns in der Situation etwas nützen soll. Nichtsdestotrotz haben diese Sonderprogramme, auch wenn sie als krankhaft verlaufen, nämlich in sehr großem Ausmaß, weil wir sie nicht zur Ruhe kommen lassen, stets auch da einen Sinn für uns, weil sie auf der psychischen Ebene, auf der Gehirnebene unsere Handlungen beeinflussen und uns in Situationen manövrieren, in denen wir sonst nicht vorankommen würden. Das 5. Biologische Naturgesetz ist hier vor allem ein Anker, der uns die Möglichkeit gibt, diese unsägliche Angst vor der Krankheit, vor der Natur zu verlieren. Denn in allen vorangegangenen, dokumentierten medizinischen Gesamtbetrachtungsweisen ist die Krankheit immer nur ein schicksalshafter Schlag, ein feindlicher Angriff, ein technischer Defekt der Natur und wir sind Opfer in dieser Anschauung. Denn eine Bösartigkeit in der Natur gibt es nicht. Die Annahme böser Krebszellen, die wegschwimmen und an anderer Stelle Tochtergeschwülste bilden, findet sich ebenfalls nur in überholten Lehrinhalten. Betrachtet man zum Beispiel die Kernaussage der Metastasentheorie genau, müssten viele verschiedene Ereignisse beobachtet worden sein, um diese Theorie zu stützen. So müsste man Folgendes genau beobachten können: Den Absprung einer Krebszelle vom Primärtumor, die Wanderung dieser Zelle durch Blut- oder Lymphsystem, das Andocken an einem anderen Organ und das Infiltrieren dieses Organs. Tatsächlich lassen sich natürlich beliebig viele Krebszellen im Blut finden. Die restlichen vorausgesetzten Prozesse hingegen sind weder beobachtbar, noch sind die Fragen geklärt, warum eine Metastase sich nicht am nächstbesten Organ, wie zum Beispiel der Innenwand der Blutgefäße, festsetzt. Warum es trotzdem öfters zu mehreren Tumoren im gleichen Organismus kommt, wird im Folgenden offensichtlich. Das 1. biologische Naturgesetz. Es besagt, dass jeder körpereigene Prozess, der nicht durch eine Vergiftung, einen Mangel oder eine Verletzung bedingt ist, durch einen sogenannten biologischen Konfliktschock entsteht, den Dr. Hamer DHS nennt.
Jedes der Sonderprogramme, die wir früher für Krankheiten hielten, startet nur dann, wenn wir wahrnehmen, dass ein Konflikt mit unseren biologischen Bedürfnissen vorliegt. Biologische Konflikte sind zum Beispiel, wenn unsere Nahrungsquelle versiegt, wenn wir unseren sexuellen Bedürfnissen nicht nachkommen können oder, um auf das Eingangsbeispiel der Maus, die in der Katze ihren eigenen Tod sieht, zurückzukommen, wenn wir unser Leben grundlegend in Gefahr sehen. Es kann also sowohl eine Situation sein, die für Außenstehende offensichtlich und dramatisch ist, wie der unerwartete Tod eines Familienmitgliedes. Es kann aber auch ein einziges Wort in einem Streitgespräch sein, mit dem man nicht gerechnet hat, eine einzige Anschuldigung oder ähnliches. Für den biologischen Konflikt gibt es also so viele Beispiele, wie es menschliche Empfindungsvarianten gibt. Wir können hier unmöglich eine Aufzählung machen. Sehen Sie einen Zusammenhang, weil Sie das gerade erwähnt haben, zwischen dem Tod Ihres Sohnes und Ihrem Krebs? Ja, ich sehe nicht nur einen Zusammenhang, sondern ich habe das ja nun an über 600 Fällen exakt eruiert. Da ist ein exakter Zusammenhang und das stört so alle meine Kollegen, wenn ich sage, das ist eine Gesetzmäßigkeit, aber es ist in jedem Fall, wo die Diagnose histologisch exakt ist, ist das exakt so, dass ein solcher Zusammenhang da ist. Den biologischen Konflikt benannte Dr. Hamer als Dirk-Hamer-Syndrom, kurz DHS, zu Ehren seines verstorbenen Sohnes Dirk, durch dessen Tod er einen Hodenkrebs bekam, welcher ihm die Augen öffnete, da er so auf dieses erste biologische Naturgesetz stieß. Dr. Hamer hat seinen Hodenkrebs rausoperieren lassen, wo viele ihm dann immer einen Strick draus drehen wollen. Dabei wird aber verschwiegen, dass das noch vor seiner Entdeckung war. Es ist nicht ganz fair und er betont auch nachträglich, hätte er es gewusst, hätte er es nicht machen lassen. Das erste Naturgesetz hat 3 Kriterien und das erste Kriterium definiert wiederum die 3 Faktoren des DHS. Also quasi, was gegeben sein muss, damit ein Sonderprogramm überhaupt startet. Der Konflikt war hochakut dramatisch, er traf einen völlig unerwartet auf dem falschen Fuß. Und er war isolativ empfunden. Das heißt, niemand fühlte mit einem oder hatte Verständnis oder man konnte sich nicht über das Problem austauschen. Doch keineswegs führt immer der gleiche Umstand zu den gleichen Symptomen. Stellen wir uns vor, 5 unterschiedliche Personen kommen eines Morgens auf ihre Arbeitsstelle und bekommen mitgeteilt, dass sie ihren Job los sind. Jede der 5 Beispielpersonen fasst diese Situation komplett unterschiedlich auf. Was geschieht? Herr A. betrachtet seine Rolle in der Firma hauptsächlich als Möglichkeit, um seinen Lebensunterhalt zu sichern. Es gibt ihm das tägliche Brot. Die Schließung der Firma ist für ihn hochakut dramatisch, da sein täglich Brot nun gefährdet ist. Er fühlt sich isoliert, da er alleinstehend ist und die Sorge mit niemandem teilt. Es ist unerwartet, denn er hat mit dieser Situation nicht gerechnet. Er erleidet nun einen biologischen Konflikt mit dem Inhalt des Verhungerns, einen Verhungerungskonflikt. Herr A. bekommt eine Überfunktion der Leber mit anschließendem Zellwachstum, wenn der Konflikt längere Zeit bestehen bleibt. Wenn er eine neue Einkommensquelle erschließt, wird der sogenannte Krebs automatisch wieder abgebaut. Die Überfunktion und der Tumor der Leber helfen ihm, aus wenig Nahrung effizienter Nährstoffe rausziehen zu können. Herr B. hat eine höhere Stellung im Betrieb und sieht diese Stellung als den persönlichen Geltungsbereich an. Hier hat er das Sagen und gibt die Kommandos. Biologisch gesehen ist dies sein Revier. Die Schließung der Firma ist für ihn hochakut dramatisch, da sein bisheriger Geltungsbereich, in dem er Ansehen genoss, plötzlich weg ist. Ohne diese Firma ist er ein Niemand. Zusätzlich ist diese Situation isolativ, da keiner, der nicht in der gleichen Situation steckt, dies aus seiner Sicht nachvollziehen kann. Die Schließung war unerwartet. Er erleidet einen biologischen Konflikt mit dem Inhalt des Revierverlustes, einen Revierverlustkonflikt. Die Herzkranzarterien von Herrn B. weiten sich und machen eventuell Herzstechen. Dies ermöglicht eine bessere Sauerstoffversorgung des Herzens, damit er mehr Kraft hat, sein Revier zurückzugewinnen. Löst er den Konflikt, bekommt er eine Bradykardie-Arrhythmie, einen speziellen Herzinfarkt. Herr C. hatte sich stets als wichtigen Teil der Firma verstanden. Ging es der Firma gut, war er stolz.
Ging es der Firma schlecht, litt sein Selbstwert. Die plötzliche Schließung des Betriebs war für ihn eine schwere Niederlage, zumal man es nicht einmal für nötig befunden hatte, ihn zu unterrichten. Er erleidet einen zentralen Selbstwerteinbruch und denkt, ich tauge zu nichts. Herr C. erfährt einen Abbau des Wirbelsäulengewebes. Wenn er den Konflikt löst, werden die Wirbel oder Bandscheiben wieder aufgebaut und der Rücken wird eine Weile an dieser Stelle schmerzen. Herr D. betrachtet seine Rolle in der Firma als eine Möglichkeit, den persönlichen Luxus zu fördern. Sein Lebensunterhalt ist durch seine große Familie gesichert. Er empfindet den Arbeitsplatz nicht als sein Revier, sondern in erster Linie sein Zuhause bei seiner Frau. Die Schließung der Firma ist für ihn daher nicht hochakut dramatisch. Sie ist zwar isolativ und unerwartet, durch das Fehlen der Dramatik erleidet er jedoch keinen Konflikt. Bei Herrn D. ist kein Sonderprogramm notwendig. Herr E. ist der eigentliche Normalfall. Er erleidet gleich 3 Konflikte auf einen Schlag, da für ihn alle Bereiche dramatisch sind. Er bekommt die Symptome von Herrn A, B und C. Durch dieses Beispiel sehen wir, dass mehrere Personen die gleiche Situation völlig anders empfinden können. Sie können dabei unterschiedliche Konflikte erleiden oder auch gar keinen Konflikt. Für jeden der hier beispielhaft dargestellten Fälle wäre die beste Vorgehensweise nun völlig spezifisch, wegen der komplett unterschiedlichen Hintergründe. Das waren jetzt natürlich nur 3 Möglichkeiten, wie man die Situation wahrnehmen kann, also mit Verhungerung, Revierverlust und Selbstwert. Aber es gibt noch unendlich andere Möglichkeiten, wie man das Ganze interpretieren kann. Das ist halt völlig individuell, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Obligatorisch bei jedem Konflikt ist zum Beispiel die Ausschüttung von Adrenalin. Das wäre eine Überfunktion des Nebennierenmarks. Also es gibt etliche Programme, die quasi immer anlaufen bei jedem Konflikt, weil sie immer sinnvoll sind. Also jeder kennt es ja auch, wenn dann irgendeine Situation kommt, irgendein kleiner Konflikt und Herzschlag erhöht sich direkt. Das ist ja auch ein Sonderprogramm. Also es ist nicht so, dass ein Konflikt nur ein Sonderprogramm starten würde. Es sind immer mehrere. Also das zweite Kriterium definiert, welcher Konflikt welches Sonderprogramm startet, also durch welche Konfliktwahrnehmung welches Sonderprogramm notwendig wird. Das hängt natürlich unter anderem mit der Organfunktion zusammen, weil nur so kann das Programm ja auch sinnvoll sein. Bei vielen Organen ist es natürlich offensichtlich, also die Leber wird ihre Funktion steigern, wenn es ein Konflikt bezüglich Nährstoffaufnahme ist. Bei der Blase geht es um das Markieren des Reviers oder bei der Haut geht es ums Fühlen, den Tastsinn oder Kontakt zu anderen. Aber es ist nicht bei allen Organen so offensichtlich. Im Gegensatz zu dem Beispiel vorhin, wo 5 Menschen ihre Arbeitsstelle verlieren und unterschiedlich darauf reagieren, kann es auch genau andersrum ablaufen, dass die Situation oberflächlich eine völlig andere ist, aber die Art der Konfliktempfindung ist genau die gleiche. Zum Beispiel 3 Personen, Nummer 1, ein Mann will sein Büro ausschmücken, darf es aber nicht, weil der Chef es verbietet. Nummer 2, ein kleines Kind will sich in seinem Zimmer einsperren und der Papa erlaubt es nicht, weil man in der Familie das Zimmer nicht absperren darf. Und Nummer 3, ein pubertierendes Mädchen, dem die Mutter immer bei allem reinredet, sie kann nicht ihre eigenen Entscheidungen treffen. Die Mutter quatscht immer rein. Alle 3 haben eins gemeinsam, sie haben hin und wieder eine Blasenentzündung. Der kleinste gemeinsame Nenner bei der Konfliktempfindung ist, es geht um die Reviermarkierung. Sie können alle ihr Revier nicht markieren oder abgrenzen. Also der Mann kann sein Büro nicht mit seinen Bildern ausschmücken, um es zu seinem Revier zu machen. Das Kind kann sich nicht in sein Zimmer einsperren, nicht seinen Bereich abgrenzen, hat der Papa was dagegen. Und das Mädchen hat die weibliche Ausprägung des Reviermarkierungskonfliktes. Da geht es nicht so um das äußere Revier, da geht es mehr so um das Selbst. Also sie kann sich selbst nicht von der Mutter abgrenzen. Also im Kern ist es bei allen die gleiche Konfliktnuance, obwohl es oberflächlich anders aussieht und das ist anfangs ein bisschen schwer zu verstehen. Dementsprechend schwer ist es, die Konfliktinhalte so zu formulieren, dass jeder direkt was damit anfangen kann. Und viele sind dann auch von der
Tabelle von Dr. Hamer anfangs ein bisschen enttäuscht, weil die Arbeit damit doch deutlich schwerer ist, als man es anfangs sich erhofft. Es ist nicht so, dass man einfach nachschlagen kann, was ist das für ein Konflikt und so weiter, und hätte es dann. Es läuft deutlich anders. Eine wichtige Erkenntnis ist ebenfalls, dass das Sonderprogramm ab diesem Moment auf den 3 Ebenen Psyche, Gehirn und Organ synchron verläuft. Entgegen vieler Missverständnisse ist die Ebene der Psyche nicht der auslösende Faktor. Stattdessen wird der biologische Konflikt durch unser komplettes biologisches Wesen wahrgenommen und wirkt sich dann symptomatisch auf dessen 3 Ebenen aus. Somit haben wir in der Psyche ebenfalls nur ein Symptom, das wir dann in unseren Gedanken bemerken, die durch den Konflikt eine andere Sicht auf die Welt erfahren, jedoch keine Ursache. Zur Klarheit: Wir sprechen nicht von psychologischen Konflikten. Die Psyche ist nicht Auslöser von Krankheiten. Eben jene Vorstellung der sogenannten Psychosomatik wird durch die 5 biologischen Naturgesetze widerlegt. Der biologische Konflikt, der durch all unsere zur Verfügung stehenden Sinne wahrgenommen wird, startet ein Sonderprogramm, welches uns dabei hilft, das biologische Problem zu lösen. Auf der Ebene der Psyche haben wir ab dem Moment des Konfliktes jedoch ein Zwangsdenken um das Konfliktthema und ein Zwangsdenken um eine Lösungsfindung, das uns antreibt, das Problem rasch in den Griff zu bekommen und so in jedem Falle ein sehr wichtiges Überlebensprogramm darstellt. Ebenso wird unser Handeln entsprechend beeinflusst. An dem Organ, das der Konfliktempfindung entspricht, haben wir eine Änderung der Organfunktion, die hilft, das Problem zu lösen. So gibt es zu jedem Organ ein entsprechendes Relais im Gehirn. Diese Relais sind somit auch das Zentrum für jedes biologische Empfinden und steuern über die Psyche unser Fühlen und Handeln. So liegt zum Beispiel an dieser Stelle im Stammhirn das Relais der Leber und somit auch ein Teil unseres Bedürfnisses nach Nährstoffen. An dieser Stelle im Kleinhirn liegen die Relais für die Milchdrüsen der Brust und das Bedürfnis, ein hilfloses Geschöpf mit Milch zu versorgen. Die äußere Haut und damit unser Tastsinn und das Verlangen nach Berührung werden vom sensorischen Rindenfeld der Großhirnrinde gesteuert. So sehen wir auf der zerebralen Ebene, also im Gehirn, in dem für das angesprochene Organ zuständige Steuerungsrelais eine Kreiserscheinung, bei der wir von einem sogenannten Hamerschen Herd sprechen. Diese sogenannten Hamerschen Herde sind scharfrandige Ringe, die man nur im Hirn-CT ohne Kontrastmittel sieht, aber auch dann in den meisten Fällen erst nach jahrelanger Übung. Im MRT sind sie nicht zu sehen. Von schulmedizinischer Seite werden sie, wenn sie erkannt werden, stets als Artefakte des Geräts abgetan. Da diese 3 Ebenen stets synchron laufen, kann man von einer Ebene auf die andere exakte Rückschlüsse ziehen. Durch ein Hirn-CT kann ein erfahrener CT-Leser genau erkennen, was organisch und psychisch bei der betroffenen Person gerade los ist, los war und gegebenenfalls auch los sein wird. So kann man, wenn man im Hirn-CT eine Aktivität des Relais der Lungenbläschen sieht, mit Sicherheit darauf schließen, dass die Person eine verbesserte Atmung und gegebenenfalls ein Wachstum der Lungenbläschen hat und dass sie psychisch einen ungelösten Todesangstkonflikt spürt. Von einem speziellen organischen Symptom kann man demnach auch darauf schließen, was die Person fühlt oder gefühlt hat und was im Gehirn vonstatten geht. Erfahrene Therapeuten können auch mit großer Sicherheit aus einem Patientengespräch auf die Organ- und Gehirnprozesse schließen. Es liegt jedoch in der Natur der Sache, dass die psychische Ebene am wenigsten leicht zu ermitteln ist, da es sehr davon abhängig ist, in welchem Zustand die Person ist, was sie bereit ist von sich preiszugeben und vieles mehr. Die Schlüsse von Hirn-CT und Organ auf die jeweils anderen Ebenen sind jedoch in jedem Falle perfekt möglich, vorausgesetzt ausreichend gute Diagnosegeräte stehen zur Verfügung. Also ich bin da fast mehr oder weniger ganz von abgekommen, ja, weil ich muss sagen, also dadurch, dass ich als Krankenschwester gearbeitet habe und wenn ich den Patienten vor mir habe, dann weiß ich eigentlich, was er hat. Ja, da brauche ich in der Regel überhaupt kein CT. Ich glaube, dass das, ich meine, klar, es ist toll, wenn man sagen kann, man kann CT lesen, ja, aber wird überbewertet, ist meine Meinung. Und wir müssen den Patienten als Ganzes sehen und können nicht nur eben CT-Bild anschauen. Ja, mich hat es auch gewundert, wer da angerufen hat, ob ich CT lesen kann. Da habe ich gesagt, nö, der Patient muss her, ich muss den Patienten anschauen, gell. Ich lese doch nicht nur ein CT. Oh Gott.
Die 3 Ebenen sind unzertrennlich. Das Empfinden von Leid, Angst und dergleichen, je nach Inhalt des biologischen Konfliktes, ist also nicht die Ursache für das organische Geschehen. Es ist die Folge des Konfliktes. Das veränderte Denken ist die Lösungsstrategie der Natur, da sich die Gedanken nur um eine Lösung des Problems drehen. Wird wahrgenommen, dass keine oder nur sehr wenig Nahrung zur Verfügung steht, wird eine Funktionsänderung nötig. Im Hirnrelais sehen wir nun einen Hamerschen Herd. Organisch und psychisch erfahren wir in diesem Beispiel eine Funktionssteigerung. Organisch werden deutlich effizienter die Nährstoffe aus der verfügbaren Nahrung aufgenommen. Psychisch wird unser Handeln in ein Zwangsdenken um das Beschaffen von Nahrung versetzt, beziehungsweise man wird zum Beispiel nicht eher ruhen, bis man einen Arbeitsplatz gefunden hat. Ein selbstverständliches alltägliches Beispiel. Stellen Sie sich vor, in diese saftig saure Zitrone zu beißen. Sie können direkt bemerken, dass nun ein erhöhter Speichelfluss stattfindet. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, haben Sie jetzt Krebs. Denn es wird ein Konflikt bezüglich der Normalfunktion wahrgenommen. In diesem Falle nimmt man wahr, dass für die saure Frucht nicht genügend Speichel im Mund vorhanden ist. Die Speicheldrüsen reagieren sofort und erhöhen ihre Funktion. Wenn ich also den biologischen Konflikt erleide, dass ich einen Brocken nicht bekommen kann, den ich brauche, ein Brocken ist hier stets eine lebensnotwendige, gewollte Sache, dann würde dies zum Beispiel die rechte Mandel oder die rechten Speicheldrüsen betreffen. Wenn dieser Prozess jetzt für wenige Stunden läuft, dann habe ich wenige Stunden lang eine erhöhte Speichelproduktion. Der Körper versucht, mehr Sekret zu produzieren, um den erwünschten Brocken zu bekommen. Wenn ich jetzt die Situation beherrsche, wenn ich also den Konflikt löse oder sich die Situation von selbst erledigt, dann wird dieser Prozess wieder revidiert und ich habe eine leichte Schwellung in diesem Bereich und ich habe etwas trockenen Mund an dieser Stelle und danach ist der Prozess abgeschlossen. Wenn ich den gleichen biologischen Prozess nun über Monate immer wieder aktiviere, aktiv halte, dann wird entsprechend die Mehrfunktion des Organs und der Gewebsaufbau auch länger und weiter fortschreiten und jemand könnte von einem Tonsillenkarzinom sprechen. Dies ist in Form von echter Nahrung natürlich unmöglich. Ginge es jedoch um etwas anderes, was wir biologisch gleichsam wie Nahrung wahrnehmen, weil es sich zum Beispiel um etwas handelt, das wir für lebensnotwendig halten, kann dies durchaus der Fall sein. Ob jemand also einen körperlichen Prozess macht, den wir als einen Krebs bezeichnen können, hängt davon ab, wie lange und intensiv der Prozess läuft. Somit wäre es auch falsch zu sagen, was immer noch von vielen falsch verstanden wird, dass ein bestimmter Konflikt unbedingt zum bestimmten Symptom führen müsste. Weil erstmal hängt es davon ab, ist die Situation für die Person überhaupt dramatisch? Wie wird die Situation interpretiert? Und die Konfliktdauer ist noch entscheidend. Ist die Konfliktdauer kurz, kann es nicht zu großen Organgeschehen kommen. Aber andersrum, von hinten nach vorne, können wir ganz genaue Aussagen machen. Also ist ein bestimmtes Symptom deutlich ausgeprägt vorhanden, dann muss auch in jedem Fall der entsprechende Konflikt da gewesen sein. Aber nicht andersrum. Also wir können nicht sagen, dieser Konflikt war da, er muss jetzt das bekommen. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Aber andersrum haben wir Naturgesetze. Es gilt vielmals zu berücksichtigen, bestimmte Organe nicht als ein Ganzes zu sehen. Nehmen wir zum Beispiel die Brust. Sie besteht aus unterschiedlichen Teilen und Gewebsarten. Die Milchdrüsen, die Milchgänge, das Fettgewebe, die Lederhaut, die Oberhaut. Daher sollte man Begriffe wie Brustkrebs vermeiden, da sie zu ungenau sind. Beispiel Milchdrüsen. Wenn zum Beispiel eine Mutter sein Kind gestillt hat, sie hat also seine Brüste leer und jetzt geht sie gemütlich da spazieren mit seinem Kind in seinem Kinderwagen, das schläft da ganz voll von Milch und gemütlich und jetzt hört sie unerwarteterweise auf ihrer Seite ein neugeborenes Kind, das da wahnsinnig schreit
und sie merkt augenblicklich, wie seine Brüste sich von Milch füllen. Aber das ist eine biologische Antwort, dass ich sofort Milch gebe, weil das ist ein Kleiner, dem geht es nicht gut und ich muss Milch machen. Wenn aber diese Situation nicht einen kurzen Moment dauert, aber lange dauert, dann haben wir wenn zum Beispiel das Kind krank ist, das ist immer im Spital, es ist zum Beispiel schwer krank und sie hat Angst, das wird nicht mehr heilen, dann wird sie wieder biologisch Milch versuchen zu produzieren, aber weil das lange dauert, wird sogar die Milchdrüse größer werden. Und das hat dann wieder den Sinn, noch mehr Milch zu bringen. Aber wenn wir das nicht kennen, diesen Sinn, vom biologischen Sinn nicht kennen, dann sehen wir nur in der Brust einen Knoten und wir nennen das dann Brustkrebs. Das ist eben ganz eine neue Anschauung vom ganzen Prozedere, was in der Medizin als Krankheit bezeichnet wird. Die Milchdrüsen reagieren also mit einer Funktionssteigerung, wenn ein hilfloses Geschöpf umsorgt werden muss. Dies kann natürlich einerseits sein, wenn das eigene Kind sich verletzt, aber in unserer Gesellschaft auch, wenn man sich anderweitig Sorgen macht. Zum Beispiel, wenn man glaubt, dass es schlecht um die Zukunft des eigenen Kindes bestellt ist, wegen schlechter Noten in der Schule. Oder wenn es dem Kind auf irgendeine andere Art sehr schlecht geht und die Mutter mit großer Sorge darauf reagiert. Eine Überfunktion der Milchdrüsen wird ebenfalls biologisch notwendig, wenn das Nest der Familie in Gefahr ist oder zerstört ist. Also in unserer Gesellschaft höchstwahrscheinlich das Haus, das die Familie schützt. Der Überschuss an Milch dient biologisch in all diesen Fällen dazu, andere Personen zu unterstützen, sie durch eine schwere Zeit zu bringen. Erfahrungswerte zeigen jedoch, dass Frauen auch auf Vertrauensbrüche und Streitsituationen mit nahestehenden Personen, wie zum Beispiel dem Partner, mit den Milchdrüsen reagieren. Unter dem Strich bleibt also ein Streit-Sorge-Konflikt stehen. Alles ist möglich, einzig die biologische Empfindung ist von Bedeutung. Jedoch wird eine Frau, die gerade nicht stillt, trotz des laufenden Sonderprogramms nun keine Milch geben können. Es wird lediglich eine seröse Flüssigkeit aus ihrer Brust austreten. Der Grund ist vermutlich, dass dieser Umstand in der Natur nie vorkäme, weil eine Mutter in der Natur quasi immer stillt, weil sie auch stets ohne erwähnenswerte Unterbrechungen Kinder zur Welt bringt, weswegen die Regelblutung in der Natur auch viel seltener ist als in unserer Gesellschaft. Doch Vorsicht, all dies gilt nur im Falle der Milchdrüsen. Die restlichen Anteile der Brust reagieren sinnvoll auf andere biologische Umstände. Welche dies im Einzelnen sind, kann man sich beispielsweise aus dem 3. Biologischen Naturgesetz ableiten. Im Falle eines Wachstums der Milchdrüsen liegt also immer ein Sorge-Streitkonflikt vor. Von dem ungenauen Wort Brustkrebs sollte man hingegen Abstand nehmen. Das 2. Biologische Naturgesetz. Das 2. Biologische Naturgesetz ist einer der Dreh- und Angelpunkte bei der Arbeit mit den 5 biologischen Naturgesetzen. Es ergibt sich aus dem normalen Verlauf des unwillkürlichen Nervensystems, welches alle Prozesse im Körper ohne unser Zutun steuert, basierend auf unserer Wahrnehmung. Das unwillkürliche Nervensystem hat 2 Ausprägungen, die Sympathikotonie und die Vagotonie. In der Sympathikotonie sind wir gewöhnlich tagsüber. Wir sind unter Strom, wir sind leistungsfähig und gehen unserer Arbeit nach. Ein Raubtier wäre zum Beispiel auf der Jagd. In Vagotonie sind wir in der Regeneration. Wir verdauen, wir schlafen oder entspannen. Die Kräfte werden wieder aufgebaut. Daher werden wir nach dem Essen müde, weil die Verdauung ein regenerativer vagotoner Prozess ist. Sympathikotonie und Vagotonie sind 2 Gegenspieler, die sich stets gleichmäßig aufheben und im gleichmäßigen Wechsel sind. Das eine bedingt das andere. Sind wir nun beispielsweise die Woche über immer bis spät in die Nacht wach und aktiv, also in Sympathikotonie, und schlafen verhältnismäßig kurz, Vagotonie, werden wir dies am folgenden Wochenende in vagotoner Form nachholen. Das heißt, wir schlafen lange aus, bis das Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Die Zustände des Körpers, die wir stets für unnormal hielten, beginnen in dem Moment, in dem ein großer Konflikt vorliegt, der unser gewohntes Leben in gewissem Maße auf den Kopf stellt. Beobachten wir dies im Falle der Maus, die dem Tod ins Gesicht sieht.
Sie wird schlagartig sympathikoton, denn jetzt geht es um ihr Leben und es ist keine Zeit mehr für Regeneration. Sie geht in die konfliktaktive Phase über. Klinisch sehen wir, das kann jeder Laie, jeder Arzt ohne jegliche Hilfsmittel feststellen, das sind kalte Hände, das sind Zwangsdenken um die Konfliktsituation herum, das ist Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit und vollkommen gesteigerter Metabolismus, Stoffwechsel. Und dass von den Nebennieren mehr Stresshormone, also Cortisol und so weiter, ausgeschüttet werden. Und das hat eben auch das Sinnvolle, dass wir mit der Situation, mit der wir konfrontiert wurden, sozusagen unterstützt werden und unser Körper sich darauf einstellt, dass wir leistungsfähig, leistungsstark sind, wenig Schlaf brauchen, kaum Appetit haben, also auch der ganze Verdauungstrakt fast nicht arbeitet oder sehr wenig arbeitet und wir damit die Energie haben, den Konflikt oder das Problem, worum es geht, so schnell wie möglich zu lösen. Über die Monate, Wochen wird der Patient letztlich abnehmen, ungesund aussehen. Das ist die sympathikotone Phase. Da es sich hier im Speziellen um den Todesangstkonflikt handelt, werden auch die Lungenbläschen in Sympathikotonie versetzt. Sie haben also eine erhöhte Sauerstoffdurchlässigkeit. Die Maus wird die Konfliktlösung umgehend durch ihr Weglaufen bewerkstelligen. In Sicherheit angekommen, bzw. wenn sie die Lösung des Konfliktes wahrgenommen hat, wird ihr Körper in Vagotonie übergehen. Sie regeneriert und sammelt wieder ihre Kräfte. Die Symptome der konfliktaktiven Phase werden rückgängig gemacht und sie ist müde und schlapp. Dies fällt nicht weiter auf. Doch schauen wir nun auf die Äquivalenzsituation mit dem Patienten, der eine Todesdiagnose bekommt. Auch er wird direkt in höchste Sympathikotonie versetzt. Jeder seiner Gedanken gilt nun dem Konfliktinhalt. Er hat kalte Hände, er kriegt keinen Bissen mehr runter. Da der Konflikt nicht gelöst wird, wird er auch nachts in Sympathikotonie bleiben. Es ist ihm nahezu unmöglich einzuschlafen, da er, biologisch gesehen, eigentlich auf der Flucht vor dem todbringenden Feind sein sollte. Da seine Lungenbläschen in erhöhter Aktivität sind, hat er außerdem eine sehr gute Atmung. Wenn dieser Zustand nun beispielsweise ein halbes oder ein Jahr dauerhaft derart aktiv bleibt, wird die Person nie zu ausreichender Regeneration kommen und auszehren. Dies kann bis zum Tode führen, auch Karexie genannt. In der Regel findet man sich mit seinen Konflikten ab, das heißt, sie werden schwächer oder man vergisst sie zwischendurch auch völlig. Also es soll jetzt nicht jeder Panik bekommen, Hilfe, ich könnte Konflikte aktiv haben, nein, ich werde jetzt auszehren oder sowas. Die Konflikte, an denen man auszehrt, die wird man bemerken und da wird man sich gar nicht hier mit so einem Zeug hier beschäftigen. Weil wenn ich mich mit so einem Zeug beschäftigen kann, können meine Konflikte noch nicht groß genug sein. Aber wenn ich wirklich heftige Konflikte aktiv habe, dann drehe ich mich Tag und Nacht in Gedanken darum und versuche irgendwie diese Sache zu regeln. Da kann ich mich auf nichts anderes konzentrieren. Da parallel durch die ständige Aktivität der Lungenbläschen diese sich teilen und vermehren und so Raumforderungen in der Lunge entstehen, wird einerseits beim nächsten Arztbesuch noch die falsche Diagnose Lungenmetastasen folgen. Jetzt hat der Krebs schon bis in die Lunge gestreut. Diese Diagnose verstärkt natürlich die Todesangst der Person umso mehr. Andererseits wird die Person durch die ständige Auszehrung von Tag zu Tag schwächer und abgemagerter. Nun werden alle fälschlicherweise glauben, dass der vermeintliche Krebs ihn derart zerfressen und geschwächt hat, dass dadurch seine Lebensenergie dahinschwindet. Aber nein, er kommt nur wegen des Dauerstresses nie zur Regeneration. Er verbraucht all seine Reserven, baut aber keine neuen mehr auf. Sollte der Patient nun nach einem Monat aus irgendeinem Grunde vom Arzt Entwarnung bekommen, so würde er durch diese Konfliktlösung in die Vagotonie übergehen, die in diesem Falle auch eine Reparatur oder eine Heilungsphase ist. Die einmonatige Sympathikotonie muss nun gleichsam in vagotoner Form aufgearbeitet werden, damit das Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Der Patient ist nun, ab der Konfliktlösung, einen Monat am Stück müde. Er hat warme Hände, hat wieder Appetit, kann sich wieder auf andere Dinge konzentrieren und auch mal wieder ein Buch lesen, was ihm, als er mitten im Konflikt steckte, unmöglich war.
Diesen Zustand hatte man ohne das Wissen der 5 biologischen Naturgesetze als Krankheit bezeichnet, übersah jedoch, dass es ein regenerativer Zustand ist. Das heißt also, wir haben ganz viele unterschiedliche schulmedizinische Krankheitsdefinitionen für ein einziges biologisches Sonderprogramm in dessen unterschiedlichen Phasen oder Verlaufsformen, je nachdem, wie oft ich es wiederhole oder ob es auf einmal durchläuft. In der heutigen Schulmedizin sieht man den Zusammenhang zwischen diesen beiden Phasen natürlich nicht. Es liegt unter anderem daran, dass diese erste konfliktaktive Phase fast immer mit wenig Symptomen verläuft oder zumindest mit Symptomen, die wir nicht als Krankheit bezeichnen. Also 80% aller Krankheitssymptome treten erst nach Konfliktlösung auf. In jeder Reparaturphase lässt sich noch eine Besonderheit beobachten, nämlich, dass es etwa in der Mitte dieses Prozesses einen kurzen, stark sympathikotonen Moment gibt, die sogenannte Epikrise. Hier sehen wir Symptome wie diverse Arten von Herzinfarkten, epileptische Anfälle, Panikattacken, Erbrechen, Niesen, Koliken und andere. Diese sind alle ein notwendiger Teil der Reparaturphasen von diversen Sonderprogrammen. Wir sind darauf geprägt, jene als einen Moment der Krankheit, einen Moment, in dem etwas falsch läuft, wahrzunehmen. Aber auch diese Erscheinungen sind nicht Folge von Fehlern, sondern laufen nach strengen biologischen Prinzipien ab. Es gibt beim Durchlaufen der Reparaturphase keinen Umweg um diese Epikrisen und sie kann auch unter gewissen Umständen tödlich verlaufen. Die Epikrise und ihre Hintergründe werden zu einem späteren Zeitpunkt noch genauer beschrieben. Die Zweiphasigkeitsgrafik ist natürlich nur eine schematische Darstellung. Das heißt nicht, dass wir jetzt über Monate ohne Schlaf auskommen. Das heißt eigentlich nur, dass der Tag-Nacht-Rhythmus nach oben oder nach unten verschoben wird. Das heißt, man kriegt zum Beispiel in der Konfliktaktivität noch immer Schlaf, nur halt deutlich weniger. Die Fläche von konfliktaktiver und konfliktgelöster Phase ist im Endeffekt immer die gleiche. Das heißt, es muss nicht beides gleich lang dauern oder gleich stark sein, aber der Faktor aus beiden macht es im Endeffekt. Der ist genau gleich. Aus dem 2. biologischen Naturgesetz, dem Gesetz der Zweiphasigkeit, kann man sich nun herleiten, zu welchem Zeitpunkt welche medikamentösen Einwirkungen sinnvoll oder unsinnig sind. Die Möglichkeit der Medikation in der Neumedizin beschränkt sich darauf, die Phasen zu beeinflussen. Das bedeutet, ich kann, wenn ich in einer starken Konfliktaktivität bin, eine Beruhigung erzielen und wenn ich in einer starken Konfliktheilungsphase bin, die Symptome macht, kann ich diese Heilungsphase abmildern durch die Gabe von Medikamenten. Was es nicht gibt, nie gab und nie geben wird, ist eine heilende Substanz. Es gibt die sogenannten Sympathomimetika und die Parasympathomimetika. Erstere regen den Sympathikus an, machen sympathikotoner. Letztere regen den Vagus an, bzw. den Parasympathikus. Sie machen vagotoner. Gibt man in einer aktiven sympathikotonen Phase dem Patienten ein sympathikoton wirkendes Medikament wie Cortison oder Aspirin, wird er noch sympathikotoner, die aktive Phase verläuft noch intensiver. Durch vagoton wirkende Medikamente wird sie gedrosselt. Doch Symptome der aktiven Phase bemerkt man recht selten. Daher stellt sich die Frage der Medikamentierung zumeist nur in der Reparaturphase. Denn hier haben wir meist Schmerzen und fühlen uns unwohl. Wenn wir nun Sympathikoton einwirken, werden die Reparatursymptome gedrosselt. Sie sind also weniger stark. Doch die Reparatur verläuft auch dementsprechend langsamer. Also hat eine Linderung zur Folge, dass die Heilungsphase länger dauern wird. Eine Reparatur durch Medikamente zu überspringen ist nicht möglich. Findet die Phase nicht statt, wird auch nichts repariert, was für uns notwendig wäre. Vitamin C wirkt zum Beispiel sympathikoton, lindert also Reparatursymptome. Daher hat es seinen Ruf, gesund zu sein. Cola oder Kaffee wirken wegen ihres Koffeinanteils jedoch auch sympathikoton, wären somit nach alter Logik auch gesund. Die Vorstellung von einer Krankheitsphase als Fehler der Natur oder sonst was, die sich durch ein Medikament beenden ließe, ist ziemlich realitätsfern. Es schien manchmal so zu sein, da wir halt die genauen Zusammenhänge mit den zwei Phasen nicht gekannt haben.
Wirkt man zu sehr Sympathikoton ein, wird das Nervensystem vielleicht sogar gänzlich wieder in Sympathikotonie versetzt. Somit stoppt die Reparatur komplett und die Symptome der aktiven Phase laufen wieder ab. Außerdem wird wieder Konfliktmasse über dem Strich aufgebaut, die man in der Folge selbstverständlich wieder unter dem Strich, also mit Reparatursymptomen, abbauen muss. Wenn die Wirkung des Medikamentes nachlässt, kann die Reparatur erneut weiter fortschreiten. Unterdrückt man die Symptome dieses Mal wieder medikamentös, kann man in einen Kreislauf geraten, der nie zu Ende kommt. Dies ist jedoch nur eine Möglichkeit, wie ein Zustand chronisch werden kann. Vagoton wirkende Medikamente verschlimmern logischerweise die Symptome, aber verkürzen auch die Reparatur, die somit schneller ablaufen kann. Nach der sogenannten Neuen Medizin ist Medikation somit nicht untersagt oder verrufen, wie man oft fälschlicherweise zu hören bekommt. Man weiß jedoch jetzt genauer, wann was sinnvoll einsetzbar ist. Der Patient übernimmt die volle Verantwortung und wägt selbst ab, ob er bestimmte Symptome durchleiden möchte oder ob er sie lindern oder aufschieben möchte. In manchen Situationen, die tödlich ausgehen können, ist eine Medikation oder Operation jedoch zwangsweise notwendig. Es geht bei den Sympathikotonen oder vagotonen Einwirkungen natürlich nicht nur um Pillen, Medikamente oder so. Ich kann genauso gut einen Eisbeutel auf den Kopf legen oder Sport machen, da werde ich Sympathikoton, oder ich kann in die Sauna gehen, dann werde ich vagoton. Die Aussage, dass man laut Dr. Hamer angeblich bei Krankheiten nur abwarten muss und durch Nichtstun gesund wird, ist weit verbreitet, hat jedoch mit der Realität nichts zu tun und kann nur als Missverständnis oder Desinformation bezeichnet werden. Warten ist nie gut. Warten bedeutet immer nichts tun. Und gerade mit den 5 Naturgesetzen geht es darum, sehr viel zu tun. Eine gute Therapie bedeutet in vielen Fällen eine Umstrukturierung des Lebensstils, also ein Ändern dessen, was man gewohnheitsgemäß tut und nicht nur das passive Einnehmen einer Pille. Der Krankheitsprozess an sich muss ebenfalls begleitet und beherrscht werden, jedoch nicht totgeschlagen mit irgendwelchen Chemikalien, sondern nach den Gesetzen, die Dr. Hamer formuliert hat, genau beobachtet und genau gesehen werden, wo es vielleicht einen Rückfall ins Konfliktmuster gibt, wo es einer Beschleunigung bedarf oder einer Linderung. Also dieses Nichtstun, das durch irgendwelche Medienberichte zur Sprache kam, das trifft in keinem Fall zu, wie man es in der Neuen Medizin macht. Wir reden ja viel mehr. Also ich empfinde es eher, ich würde es für mich eher als Nichtstun empfinden, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eben einen Hautausschlag sehe und ich gebe dem Cortison mit und gut ist. Oder ich sehe einen Infekt und gebe dem Antibiotika mit und gut ist. Ja. Das würde ich eigentlich wirklich eher als Nichtstun beschreiben. Man muss auch selber aufpassen, ja. Weil die Gespräche, das zerrt natürlich auch, weil du versuchst dich ja immer in denjenigen dann reinzuversetzen, ja, wie fühlt er, wie denkt er und so weiter, wie das eben als Krankenschwester auch macht. Beispiel Schnupfen. Das betroffene Gewebe reagiert stets mit einer Funktionsänderung, wenn es seiner normalen physiologischen Arbeit nicht entsprechend nachkommen kann. Am Beispiel des Schnupfens wäre dies die Nasenschleimhaut, die für die Witterung zuständig ist. Der Schnupfen und das Niesen sind jedoch schon die Symptome der Reparaturphase, also bereits nachdem der Konflikt gelöst wurde. Logischerweise haben wir es hier mit einem Witterungskonflikt zu tun. In der Natur geht es dabei stets darum, zu wittern, wo der Feind ist, wo die Familie ist oder wo es Nahrung zu finden gibt, eben etwas vorauszuahnen. Der Mensch nutzt allerdings sein Riechorgan zu diesem Zweck nicht mehr bewusst. Am Verstand vorbei wird es jedoch noch immer entsprechend interpretiert. Wenn wir also zum Beispiel jemanden suchen, versuchen wir dies unter anderem mit der Nase, ohne dies selbstbewusst derart zu bemerken. Wenn wir nun niesen, haben wir eine kurze Witterungssituation gelöst, wenn man von Fremdkörpern in der Nase absieht. Haben wir einen länger dauernden Schnupfen, konnten wir vorher über längere Zeit etwas nicht wittern. Warum habe ich jetzt da einen Moment Angst gehabt? Das stinkt mir, das ist, wie ist das, wie das Tier im Wald, das rieche ich da nicht gut, das ist gefährlich. Und wenn ich dann mich entspanne, dann habe ich Schnupfen. Bei diesen Symptomen ging also in jedem Fall ein gelöster Witterungskonflikt voraus.
Dies kann also zum Beispiel sein, wenn uns etwas unklar ist, wenn wir nicht wissen, wo etwas oder jemand sich aufhält, wenn wir nicht wissen, was als nächstes getan werden muss, wie etwas funktioniert, wenn man etwas nicht genau erkennen kann. Aber auch, wenn wir plötzlich von jemandem angerempelt oder sonst wie attackiert werden, also den Feind nicht rechtzeitig wittern konnten, um gegen den Angriff gewappnet zu sein. Oder eine andere Situation, die man derart nicht hätte vorausahnen können. Auch wenn wir eine Gefahr oder einen Feind riechen oder nicht riechen wollen, beziehungsweise einfach gesagt, wenn uns etwas stinkt. Das dritte biologische Naturgesetz. Einige wichtige Fragen gilt es noch zu klären, nämlich zum Beispiel, warum manche Organe in der aktiven Phase Raumforderung machen und andere erst in der Reparaturphase. Das dritte Naturgesetz erscheint beim ersten Mal hören wohl am kompliziertesten, ist aber im Grunde sehr einfach. Wer das dritte Gesetz nicht auf Anhieb versteht, braucht sich keine Sorgen zu machen, weil ich glaube, das ist völlig normal, wenn man zum ersten Mal von der ganzen Thematik hört. Aber mit dem zweiten Naturgesetz ist das dritte der Dreh- und Angelpunkt, also das Grundgerüst der ganzen Naturgesetze und der therapeutischen Arbeit damit. Weil die Menge an Informationen, die wir uns aus dem dritten Naturgesetz ableiten können, die ist schon enorm. Das kann man in einer Einführung nur grob anschneiden. Das dritte biologische Naturgesetz erklärt uns im Prinzip, dass jedes Organ, jede organische Funktion unseres Organismus in einem strikten Zusammenhang zu seinem Ursprungsgewebe, also diesen 3 Keimblättern, gehört und dass jedes dieser Ursprungsgewebe in einem strikten Zusammenhang mit einer biologischen Bedürfnissituation, das bedeutet mit einer Konfliktgruppe steht und mit einem Gehirnteil in Verbindung. Und es sagt uns, dass jedes einzelne Grundgewebe, jedes dieser Ursprungsgewebe, sich in jeder Phase eines biologischen Sonderprogrammes auf eine ganz typische Art und Weise vorausbestimmbar verhält. Die Grundlage für das dritte Naturgesetz fand Dr. Hamer in der Embryologie. Nach dem 13. Tag der Befruchtung der Eizelle sehen wir die Entwicklung unterschiedlicher Gewebsarten, der sogenannten Keimblätter. Derer gibt es 3 und die Organe, die aus den jeweiligen Keimblättern entstehen, erfüllen jeweils völlig unterschiedliche Aufgaben im Organismus. So sehen wir im inneren Keimblatt, dem sogenannten Entoderm, die Organe, die für die grundlegendsten Überlebensfunktionen verantwortlich sind. Hier geht es hauptsächlich um das Bekommen, Verarbeiten und Loswerden von lebensnotwendigen Substanzen. Das Entoderm ist das älteste Keimblatt und ist der ganze Magen-Darm-Trakt plus die Leber-Pankreasanlage, die Drüsenanlage, plus die Lungenanlage. Also das, was die Resorption insgesamt macht. Denn Lunge resorbiert auch Sauerstoff und Leber resorbiert ja die Nahrungs- und Lebensmittelbestandteile. Dem mittleren Keimblatt, dem Mesoderm, entspringen alle Organe, die dem Körper Leistung, Schutz und Halt geben, wie das Skelett, die quergestreifte Muskulatur, Sehnen, die Lederhaut, Bindegewebe, Bandscheiben und so weiter. Das äußere Keimblatt, das Ektoderm, beinhaltet unter anderem alle Organe, die der willkürlichen Sinneswahrnehmung dienen, wie die Haut. Außerdem Funktionen wie die Insulinproduktion, die Riechfähigkeit, Hörfähigkeit und so weiter. Ektoderm ist das alles, was man von außen sieht am Menschen, also die gesamte Oberhaut. Dazu gehören sämtliche Nerven, die gehören zum Ektoderm, plus bestimmte Röhrenanteile im Körper, kleine Röhren wie die Koronarien, wie die Pankreas- und Gallengangsausführungsgänge. Die 3 Keimblätter werden von speziellen Hirnteilen gesteuert und dort sehen wir eine sehr wichtige Besonderheit, nämlich, dass sich das mittlere Keimblatt in 2 Gruppen aufspaltet, sodass wir im Endeffekt 4 Gewebsgruppen haben. Das Stammhirn steuert das innere Keimblatt, das Entoderm, also die grundlegendsten Überlebensfunktionen. Das mittlere Keimblatt wird einerseits vom Kleinhirn und andererseits vom Marklager gesteuert. Da das Kleinhirn zum Althirn gehört und das Marklager zum Neuhirn, sprechen wir vom Althirn-Mesoderm und vom Neuhirn-Mesoderm. Das Kleinhirn steuert all jene Teile des mittleren Keimblattes, die eine Schutzfunktion haben, wie die Lederhaut, verschiedene schützende Organhäute, die Schweißdrüsen und die Milchdrüsen.
Das Marklager steuert die Teile des mittleren Keimblattes, die Stütz- und Leistungsfunktionen haben, wie das Skelett, Sehnen, Muskeln und das Bindegewebe. Das äußere Keimblatt, das Ektoderm, wird von der Großhirnrinde gesteuert. Entsprechend dieser Aufteilung in Althirn und Neuhirn kann man nun in der Zweiphasigkeit die grundlegenden Unterschiede der Funktionsänderung der betroffenen Organe beobachten. Denn die althirngesteuerten Organe, also das Entoderm und das Althirn-Mesoderm, erzeugen in Sympathikotonie, in der aktiven Konfliktphase, eine Funktionssteigerung mit anschließendem Zellwachstum. In der Reparaturphase, nach Konfliktlösung, wird das überschüssige Gewebe wieder abgebaut und die Funktionen normalisieren sich. Die neuhirngesteuerten Organe, also das Neuhirn-Mesoderm und das Ektoderm, machen in der aktiven Phase eine Funktionsverminderung und Zellabbau. In der Reparaturphase wird die Funktion wiederhergestellt und die Zellen werden wieder aufgebaut. Allerdings gibt es im Ektoderm eine Gruppe von Sonderprogrammen, die lediglich Funktionsänderungen, jedoch keine Zellprozesse machen. Dazu ein paar Beispiele. Demnach machen die Lungenbläschen, die zum Entoderm gehören, da es hier um die Aufnahme von lebensnotwendigen Substanzen wie Sauerstoff geht, in der konfliktaktiven Phase eine Überfunktion und Zellvermehrung. Nach Konfliktlösung werden die Zellen wieder abgebaut und die Überfunktion wird eingestellt. Die Zellen der Milchdrüsen, die zum Althirn-Mesoderm gehören, werden ebenfalls ihre Funktion und Zellen vermehren und all dies in der Reparaturphase wieder rückgängig machen. Andersherum verhält es sich bei den Neuhirnorganen. So macht zum Beispiel ein Knochen, der Teil des Neuhirn-Mesoderms ist, in der aktiven Phase Zellverminderung, sogenannte Nekrosen. Er verliert Substanz und wird löchriger. Somit wird er anfälliger für Brüche. Diesen Zustand nennt man schulmedizinisch auch Osteoporose und das hat nichts mit falscher Ernährung zu tun, sondern mit Konfliktaktivität bezüglich dem Thema des entsprechenden Knochens. Dazu gleich mehr. Zunächst werden die Löcher im Knochen wieder aufgefüllt, einen Zustand, den man Leukämie nennt, doch zum Ende der Heilungsphase hin wird der Knochen sogar überschüssig aufgebaut bzw. verdichtet. Somit ist er stabiler und stärker als zuvor. Daher nennt man dieses Gewebe auch die Luxusgruppe, da es am Ende immer eine Verbesserung des jeweiligen Organes gibt. Die Haut, Teil des Ektoderms, macht in der aktiven Phase einen oberflächlichen Zellabbau, eine sogenannte Ulcera. Die Haut wird schuppig und rissig. Nach Konfliktlösung wird die Haut unter rötlicher Schwellung und Jucken erneuert. Die meisten organischen Veränderungen im Ektoderm sind ein direktes Weitstellen von Gängen, Gängen wie die Bronchien, die Arterien, die Harnröhre, Gallengänge, Pankreasgänge, Ausführungsgänge von allen möglichen Organen, wie auch die Tränendrüsen oder die Schilddrüse. Schauen wir uns einmal ektodermal ausgekleidete Kanäle an, wie die Gallengänge. Die aktive Phase bewirkt eine Weitung des Ganges, sodass ein größerer Durchfluss ermöglicht wird. Durch den zusätzlich stattfindenden Zellabbau wird der Gang noch weiter und ermöglicht umso mehr Durchfluss. Die erwähnte Gruppe der Sonderprogramme ohne Zellprozesse macht lediglich Funktionsänderungen. Schauen wir uns beispielsweise das Programm der insulinproduzierenden Zellen an. Die Insulinproduktion wird in der aktiven Phase des entsprechenden Konflikts, der ein Angst-Ekel- bzw. Streu-Bewehr-Konflikt ist, vermindert und nach Konfliktlösung wiederhergestellt. All dies jedoch ohne Zellprozesse. Das heißt, auch die für unheilbar gehaltenen Krankheitszustände wie Diabetes oder die im vorherigen Beispiel genannte Leukämie passen in diese Zweiphasigkeit und haben im Falle der Konfliktlösung eine maximale Laufzeit. Sie laufen also nicht ewig, sondern verhalten sich streng nach den Naturgesetzen. Nur die Medikamentierung durch beispielsweise Insulin suggerierte, dass sich der Zustand nicht mehr von selbst einrenkte, da die körpereigene Insulinproduktion ihre Funktion drosselt, wenn von außen Insulin hinzugegeben wird. So wird man auf immer und ewig abhängig von Pharmaprodukten bleiben, während alternative Heilsversprechen durch ein Missverständnis bedingt Heilerfolge bei Diabetes feiern, durch beispielsweise Ernährungsumstellungen.
Nach den 5 biologischen Naturgesetzen tritt Diabetes somit ebenfalls nicht durch Zufall, durch Gene oder durch falsche Ernährung auf, sondern es ist ein Prozess, den wir alle täglich mehrere Male im kleinen Rahmen erleben und ständig quasi davon geheilt werden. Diese 4 Gewebsgruppen kann man in vielerlei Kategorien unterteilen. Eine der wichtigsten ist die grobe Unterteilung der Konfliktarten, die man zur einfacheren Orientierung nutzen kann. Da der biologische Nutzen der entodermalen Organe jener der Gewinnung der lebensnotwendigen Substanzen ist, sprechen wir beim inneren Keimblatt von den Brockenkonflikten. Während für den Wolf ein erlegtes Tier der erwünschte Brocken ist, kann dies für ein Kind ein Spielzeug sein, für den Erwachsenen ein Auftrag, eine Aktie, ein Erbe, ein Auto, ein Haus oder im Generellen Geld. So entspricht das angesprochene Organ genau der Empfindung des Brockens. Wenn es darum geht, einen Brocken endlich zu bekommen, wird dies die Mandeln, Speicheldrüsen oder Organe mit ähnlicher Lokalisation betreffen. Geht es darum, aus einem Brocken die Nährstoffe rauszuziehen, wie beispielsweise die Mieteinkünfte aus einem Haus, das man besitzt, wird dies in einem verdauenden Organ empfunden. Soll ein Brocken fair zerlegt werden, wie ein Erbe, könnte es zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse betreffen. Geht es darum, einen Brocken loszuwerden, aus dem man keine Nährstoffe mehr rausziehen kann, wie zum Beispiel eine wertlose Aktie, würde dies in einem hinteren Teil des Darmes assoziiert werden. Die alteren mesodermalen Organe dienen dem Schutz vor Verletzungen. Daher haben wir es mit Konflikten der Attacke zu tun, die ein Mensch auch durch Besudelung, Beleidigung oder verbale Attacken bekommen kann, was einem Tier in der Natur derart nicht möglich ist. Die neuhirn-mesodermalen Organe bieten dem Körper Halt und Leistungsfähigkeit. Dementsprechend geht es um Konflikte, nicht gut genug oder nicht stabil genug zu sein, welche einen Selbstwerteinbruch zur Folge haben. So steht beispielsweise das Knie in der Regel für sportliche Aktivitäten, die mit Rennen zu tun haben, die Finger für Geschicklichkeit, die Schulter für das Festhalten oder Umarmen und auch dafür, gut genug für andere Personen zu sein. Mit der Schädelkalotte oder dem Genick fassen wir Selbstwertthemen mit intellektuellem oder moralischem Inhalt auf. Frauen, die mit ihren Brüsten unzufrieden sind, empfinden dies am Verstand vorbei an der Wirbelsäule, direkt hinter den Brüsten. Sexuell nicht gut genug zu sein, wird am Steißbein interpretiert. Die Zähne oder der Kiefer reagieren darauf, nicht zubeißen zu können, jemanden nicht zermalmen zu können, sich nicht zur Wehr setzen zu können, eine Chance nicht ergreifen zu können oder irgendwo nicht zubeißen zu können. So ergeben sich die genauen Konfliktinhalte aus der Organfunktion und für was man diesen Körperteil, am Verstand vorbei, seinen biologischen Urcode nutzend, benutzen würde. Je stärker der Konflikt ist, desto fester ist das betroffene Gewebe. So gehen kleinere Selbstwerteinbrüche auf Gewebe wie Sehnen, Bindegewebe, Fettgewebe und ähnliches und schwere Selbstwerteinbrüche auf das Skelett. Jeweils gibt es in der aktiven Phase Zellverminderung und Löcher im Gewebe und in der Reparaturphase Wiederaufbau unter Schwellung mit Schmerzen. Diese Wiederaufbauphase beim Knochen diagnostiziert man schulmedizinisch oft als Leukämie. Das Ektoderm hat die größte Vielfalt an unterschiedlichen Konfliktinhalten, da hier auch noch Auskleidungen des Verdauungstraktes und alle willkürlichen Sinnesorgane und Sinneshandlungen vorzufinden sind. So gibt es hier Konflikte bezüglich der Muskelaktivität, aber auch aller willkürlichen Wahrnehmungen wie dem Fühlen, Sehen, Riechen, Hören und Schmecken, welche zu Symptomen wie dem Tinnitus, Stimmenhören, Lähmungen, Kurzsichtigkeit, Verfolgungswahn, Hellsichtigkeit, Alzheimer und vielen anderen führen. Und der große und wichtige Bereich der Revierkonflikte ist hier ebenfalls vertreten, welcher in dieser Dokumentation leider wegen zu großer Komplexität keinen weiteren Tiefgang erfahren kann. Aus Revierkonflikten resultieren zum Beispiel psychische Symptome und Wesensänderungen wie Depressionen, Nymphomanie, Selbstmordgedanken, Amoklaufen, Aggression, Redefluss, Zwangshandlungen, Hysterie, Autismus, Magersucht, Bulimie, Inkontinenz, außerkörperlichen Erfahrungen und jegliche Art von Reifestopps. Im Dezember 2006 bekam ich plötzlich starke Rückenschmerzen, Schmerzen, die mit Krämpfen einhergingen, dass die Muskulatur blockierte und ich dann auch schwer atmen konnte, also nur eine flache Atmung. Beim Aufstehen blockierte
mein Rücken so heftig, dass ich kaum noch Luft bekam und nahm mir ein schmerz- und krampflösendes Medikament, Tramadolor, etwas mehr an der Dosis und reiste 20 Stunden ins Traumland ab. Mir ging es plötzlich gut, keine Schmerzen, ich konnte schlafen, ich war müde. Es war erstmal alles in Ordnung und je mehr das Medikament nachließ, wurde mir schlechter, ich musste brechen und ja, mein Allgemeinzustand war, die Schmerzen kamen wieder. Das veranlasste mich, mein Wissen, was ich in Sachen neuer Medizin erworben hatte, dann zu recherchieren, denn ich hatte den ersten Kontakt mit der neuen Medizin bereits 2005, weil meine Freundin an Krebs erkrankt war, schon viele Jahre, und sie hatte von einem Vortrag gehört bei Herrn Pilher. Diesen hatten wir gemeinsam besucht und da sie bestätigen konnte, den Ablauf des Krebses, auch die Folgekrebse, die sie alle bekommen hatte, war ich so begeistert, dass ich mich bereits dort für Weiterbildung und Seminare einschrieb. Also habe ich recherchiert und bin schnell. Bei mir war es also die Rückenschmerzen, Knochenkrebs, den Konflikt gefunden, auch die Lösung. Und für mich war klar, was eigentlich passiert ist. Im Jahr 2006 war eine sehr angespannte Situation in meinem Betrieb. Es wurden viele entlassen. Ich bin im Außendienst tätig, habe ein großes Gebiet, viele Kunden. Es gab eine komplette Gebietsveränderung, die eine große Herausforderung darstellte, bereits Anfang des Jahres und dann durch eine weitere Umstrukturierung im Juli diesen Jahres nochmal sehr heftig. Diese neue Veränderung stand an. Keiner wusste noch, wie es aufgeteilt wird neu, der Arbeitsbereich. Und am Vorabend dieser Sitzung, wo alles neu bekannt gegeben werden sollte, lese ich noch nach 22 Uhr E-Mails, arbeite und erfahre in einer E-Mail, was mein neues Gebiet sein wird. Ich war völlig schockiert. Es hat mich wirklich plötzlich getroffen. Ich wusste, ich muss es allein durchstehen. Ich hatte Angst, dass ich wieder krank werde, dass ich das nicht schaffen kann. Ich bin innerlich fast zusammengebrochen und habe bereits in diesem Moment gesagt, jetzt läuft ein Sonderprogramm. Habe dann das Jahr durchgearbeitet, habe alles bewältigen können mit viel Mühe, aber ich habe es geschafft, bekam auch Anerkennung zunehmend aus der neuen Kundschaft und im Weihnachtsgeschäft war es dann so, dass sehr viel Dankeschön, Anerkennung und auch Geschenke mir übergeben wurden. Und ich habe dann kurz vor Weihnachten ganz klassisch zu mir gesagt, zu Hause im Wohnzimmer, das hast du gut gemacht, du hast das geschafft. Und am nächsten Tag waren die Schmerzen da. Also ging ich in Heilung. Als ich dann das Arztgespräch hatte beim Chefarzt, er mir die Diagnose eröffnete, wusste ich ja schon in etwa, was kommt. Es sind Metastasen, mehrere an verschiedenen Orten Metastasen in der Wirbelsäule. Also es sind auf den Aufnahmen des MRTs Schatten zu erkennen, die auf Metastasen hindeuten. Also es muss dringend sofort kontrolliert werden. Man wollte mit mir Termine in der Nuklearmedizin machen und mich einweisen ins Krankenhaus. All diese Dinge habe ich nicht wahrgenommen. Ich habe ihn nicht bekehren wollen, aber ich hatte auch keinerlei Angst. Er tat mir eigentlich leid,
was er mir da erzählte, die Diagnose und Prognose und was jetzt alles getan werden müsste. Ich habe gesagt, dass ich das anders sehe und mir das überlege, aber ich werde keine Chemo oder Operation zulassen. Ab dem Folgetag gingen Telefonate auf mich los. Sehr oft wurde ich angerufen, wann ich mich einweisen lasse, wie meine Termine sind. Man müsste jetzt Termine vereinbaren. Und ich habe dann nach mehreren Telefonaten klein beigegeben, Termin in 4 Wochen Zeitabstand gemacht, damit ich Ruhe hatte, und habe dann 2 Tage vorher diesen Termin abgesagt und darum gebeten, dass man mich nicht mehr anruft. Ich werde nicht ins Krankenhaus kommen. In der Zwischenzeit hatte ich mir ein Schädel-CT machen lassen. Ich brauchte das CT ohne Kontrastmittel, sodass mich der Arzt in der Radiologie direkt fragte, warum, weshalb. Und ich habe gesagt, ich brauche das. Das erzeugte schon etwas Unmut. Man hat das CT gemacht und als er wieder in den Warteraum kam, sagte, es wäre in Ordnung, er müsste den Befund noch schreiben, hatte ich darum gebeten, ich brauche keinen Befund. Gut, irgendwann habe ich das erhalten und wollte Dr. Hamer besuchen, habe mit ihm einmal telefoniert. Es war ein sehr intensives und vertrauensvolles Gespräch, was mir Mut gemacht hat. Und ehe wir zur Terminabsprache kamen, ging er leider wieder ins Exil, sodass ich dann keinen Kontakt hatte und habe über die wenigen Kontakte, die ich mit Leuten von der neuen Medizin hatte, dann einen Therapeuten ausfindig gemacht in Köln, mit dem Kontakt aufgenommen. Und er bat mich darum, dass ich einmal das MRT, was in der Diagnostik vom Krankenhaus gemacht wurde, und zum anderen ein neues CT erstellen lasse von den betroffenen Stellen der Wirbelsäule. Zwischen der Diagnostik vom Krankenhaus bis zum Gespräch mit dem Therapeuten lagen etwa 4 Monate. Ich habe dann eine andere Radiologie, die auch neu medizinisch arbeitet, ausfindig gemacht und habe mich dorthin gewandt. Die Termine dauerten. Ich habe dann im Juni einen Termin erhalten, das CT erstellen lassen, wieder Kontakt mit dem Therapeuten aufgenommen und war letztlich im August beim Therapeuten, der mir bestätigen konnte, dass alles ausgeheilt ist. Also ich habe sehr oft Klartext gesprochen in meiner Firma und ich bin auch sehr deutlich mit meinen Vorgesetzten umgegangen, dass ich dieses und jenes nicht mehr tue. Habe dann aber doch wieder den Job Tag um Tag gemacht und habe die Sache in den Griff bekommen, bis ich halt im Dezember das Dankeschön meiner Kundschaft erhielt, was die Konfliktlösung war. Aber erst, weil das Dankeschön lief eigentlich wirklich schon den ganzen Dezember. Das hat mein Bewusstsein nicht wahrgenommen oder Unterbewusstsein. Letztendlich erst durch diese Situation, an die ich mich auch ganz genau entsinnen konnte, dass ich mir selber auf die Schulter schlage und sage, das hast du gut gemacht, das hast du geschafft. Am Folgetag gingen die Schmerzen los und zwar ganz, ganz heftig. Für mich war schon bei der Diagnose vom Arzt im Krankenhaus, ich stand völlig drüber und habe immer wieder meine Dankbarkeit empfunden, dass ich die neue Medizin kennengelernt habe. Und im Nachgang die Bestätigung auch vom Therapeuten zu bekommen, war einfach, es stimmt. Und diese Überzeugung, die ist einfach da. Es hat an meinem Fall gestimmt. Ich habe es an ganz vielen anderen Fällen und im täglichen Leben der Familie, ob an kleinen gesundheitlichen Problemen oder großen. Ich kann es tagtäglich nachvollziehen und kann selbst in meiner Kundschaft, wo Krankheiten auftreten, auch schwere Fälle von Krebs, mit gezielten Fragen
immer wieder erkennen, dass die Probleme, die Konflikte und die Krebsart und auch der Verlauf immer wieder auf die neue Medizin 100% zutreffen. Das 4. biologische Naturgesetz. Jetzt drängt sich natürlich noch die Frage auf, was denn mit Ansteckung, Infektionen und dergleichen ist. Denn wenn alle Sonderprogramme durch einen biologischen Impuls bzw. das DHS starten, könnten die alten Ursachenannahmen ja nicht mehr zutreffen. Auf Basis der schulmedizinischen Idee von Krankheit hat man natürlich immer irgendwas gefunden, warum man jetzt krank ist. Also heißt, ich habe mir was geholt, ich habe mich angesteckt oder man war im Kalten, man war mit nassen Haaren draußen, man hat einen Luftzug abbekommen oder ganz beliebt natürlich das Wetter. Also man findet immer irgendwas, worauf man es dann schieben kann, ohne wirklich Gewissheit zu haben. Das mit den Mikroben ist immer ein bisschen umständlich zu erklären, weil ja die Rolle der Mikroben in den Köpfen der meisten Leute sehr stark verankert ist. Das ist ein sehr starkes gesellschaftlich akzeptiertes Bild, das hier vorherrscht. Und wenn man den Menschen dann sagt, dass die Rolle dieser Mikroben vielleicht nicht genau das ist, was man gedacht hat bisher, dann stößt man da auf ziemlich viele Ideen, Widerstände. Und dies führt zum 4. biologischen Naturgesetz, welches im krassesten Widerspruch zu all unseren bekannten Glaubenssätzen steht. Es geht aus der Beobachtung hervor, dass alle Zustände, die wir vormals für Infektionskrankheiten hielten, Symptomatiken der Reparaturphase sind. So haben wir hier diverse Arten von Husten, den Schnupfen, den sogenannten Gebärmutterhalskrebs, Hautausschläge, Tuberkulose, Herpes, diverse sogenannte Geschlechtskrankheiten, Fußpilz und andere. Doch all diesen und noch vielen mehr geht immer eine aktive Konfliktphase voraus, die man jedoch nicht bemerkte, da man dort meistens symptomlos war. Und da die besagten Symptome lediglich infolge eines gelösten Konfliktes im Zusammenspiel mit vagotonen Symptomen wie Müdigkeit und Fieber auftreten, können sie nicht, wie vormals angenommen, aktive Krankheits- oder Infektionsphasen sein. Die Mikroben, Pilze, Pilzbakterien, Tuberkel, Bakterien oder eventuelle Viren werden natürlich während dieser Prozesse beobachtet. Jedoch können sie somit gar keine Auslöser sein, sondern wenn überhaupt, dann nur Reparaturhelfer. Wenn man jetzt die Bakterien mit der Feuerwehr vergleicht und die Krankheit mit dem Brand, dann könnte man hergehen und sagen, wenn ich an ein Haus komme, das brennt, steht die Feuerwehr davor. Das ist doch sonderbar. Also rein statistisch gesehen müsste eigentlich die Feuerwehr an dem Brand schuld sein. Und so muss man das mit den Bakterien auch sehen. Wieso müssen gerade die Bakterien an dieser Erkrankung schuld sein? Bloß weil ich die Bakterien feststelle, wenn ich diese Krankheit untersuche. Und das hat mir schon oft zu denken gegeben. Das ist nicht gesagt. Ja, man könnte auch sagen, eine Statistik machen, ob die Menschen, die krank sind, ob die haben alle Wasser getrunken. Da sind sie wahrscheinlich ist die Hauptursache Wasser, ja. Insofern sind die Beobachtungen der Schulmedizin, dass die ganzen Mikroben vor allem während der symptomatischen Phase vorkommen, natürlich wahr. Naturwissenschaftlich, also auch in Übereinstimmung mit den 5 Naturgesetzen, sind diese Mikroben jedoch nicht die Auslöser, sondern eine Begleiterscheinung des ganzen Prozesses. Sie treten quasi gleichzeitig mit den Symptomen auf und verschwinden, wenn die Symptome verschwinden. Das ist dann aber meistens nicht den Antibiotika zu verdanken, denn die Antibiotika machen nur einen Stopp, einen Abbruch der Reparaturphase und sobald ihre Wirkung nachlässt, kommen die Symptome und damit die Mikroben auch wieder. Nach dem, was wir wissen, wirken Antibiotika über das Gehirn auf das Vegetativum. Das bedeutet, da wir die ganzen mikrobenaktiven und symptomatisch starken Phasen ja in den Heilungsphasen haben, also in der vagotonen Kurve, die Antibiotika wirken hier aufs Vegetativum, indem sie eine Sympathikotonie erzeugen. Das bedeutet einen künstlichen Stress, einen künstlichen organischen Stress und damit beendet es die Symptome und beendet es die Mikrobenaktivität. Und dies ist die Aussage des 4. biologischen Naturgesetzes. Pilze, Pilzbakterien und Tuberkel sind Reparaturhelfer der althirngesteuerten Organe.
Die Bakterien und eventuelle Viren sind in den neuhirngesteuerten Organen, wenn überhaupt, als Reparaturhelfer tätig. Diese Kleinstlebewesen, die Pilze, Pilzbakterien, Bakterien und Viren, wenn sie es gibt, kann man als Mikrochirurgen betrachten, die quasi ihre Aufgabe in der Heilungsphase erfüllen. Also beispielsweise ein Adenokarzinom der Brustdrüse, das nach einem Sorge-Streit-Konflikt auftreten kann und wachsen kann, wird später nach der Konfliktlösung abgebaut über Pilzbakterien. Diese Pilzbakterien waren in der konfliktaktiven Tumorwachstumsphase genauso angewachsen in ihrer Zahl wie der Tumor. Das heißt, bei Konfliktlösung habe ich etwa mit der Tumormasse die gleiche Pilzbakterienmasse, Menge da, die jetzt rasch diesen Tumor umwandelt in einen Tumor, der innen eitrig ist und dann komplett verdaut werden kann, manchmal nach außen heraustritt und dann in Form einer kompletten Narbe fast symptomlos ausheilt. Vorausgesetzt, diese Bakterien waren vorher da. Gefährlich kann das Ganze werden im Magen-Darm-Trakt. Wenn also jemand einen umfangreichen Wachstumsprozess im Magen-Darm-System hat und der kann nicht abgebaut werden in der Reparaturphase, dann kann das zu einem Verschluss des Darmes führen. Also zu einem Ileus, einem Darmverschluss, mechanischer Natur. Das bedeutet, da müsste man dann chirurgisch eingreifen. Wenn die entsprechenden Mikrobakterien da sind, die entsprechenden Pilzbakterien, die würden dann dieses Gewebe abtragen auf ganz natürliche Art und Weise und damit wäre die Funktion auf natürliche Weise wiederhergestellt, ohne äußeren Eingriff. Die ganzen Symbionten, die ganzen Mikroben sind also in einem Helferverhältnis zu uns. Das bedeutet, sie leben in uns und dafür optimieren sie diese Heilungsphasen. Wenn wir jetzt natürlich nur symptomorientiert die Krankheit betrachten, können wir sie als Mitverursacher betrachten. Und das kommt natürlich aus diesem alten Glauben von Krieg und Vernichtung im Organismus, von Immunglauben, dass es da eine Armee gibt und dass es Feinde gibt, die man bekämpfen muss. Wenn wir die 5 Naturgesetze verstehen, dann wird klar, dass diese Mikroben nicht Feinde sind, sondern nur Mitarbeiter im Prozess. Wenn die Schulmedizin irgendwelche Studien macht, beobachtet sie natürlich gezwungenermaßen die Wahrheit. Nur wie sie es dann auslegt, das ist dann immer wieder belustigend aus unserer Sicht. Bemerkenswert fand ich letztes Jahr, glaube ich, eine Studie. Da hat ein deutscher Schulmediziner Krebs-Spontanheilung untersucht, hat festgestellt, dass bei allen Spontanheilungen immer gleichzeitig noch eine fiebrige Infektion anwesend war, was natürlich nach Naturgesetzen klar ist. In der Heilungsphase, wo ich Fieber habe und die sogenannten Infektionskrankheiten dann vorkommen, da soll auch der Krebsabbau stattfinden. Und wir wissen auch, die Mikroben sind daran beteiligt und so weiter. Nur was die dann wieder daraus gemacht haben, sie meinen, dass das Fieber, die Hitze durch das Fieber würde dann diese Krebszellen verbrennen oder so. Also es wird wieder alles auf diesen Kampf zurechtgeschnitten, den man da sehen will. In neuhirngesteuerten Organen kennen wir die Mikroben nicht als Voraussetzung für eine Heilungsphase, sondern nur als Verbesserer des Ganzen. Wir wissen nicht, was passiert, wenn die Bakterien nicht da sind, um in einem Muskel oder in einem Knochen aktiv zu werden. Es wird dann trotzdem vernarbt, es wird dann trotzdem repariert. Wirklich notwendig für einen optimalen Ablauf sind sie vor allem im Althirngewebe, also Stamm- und Kleinhirngesteuerte Organanteile. Aber natürlich gibt es hier auch noch Forschungsbedarf. Vielleicht sind sie im Neuhirn auch notwendig für den optimalen Ablauf. Diese Theorie von den Bakterien, die uns überfluten und dann die Krankheit bilden, ist ja sofort nicht mehr gültig, wenn ich denke, dass ich ja nur zum Beispiel in meinem Hals dann Halsweh habe, aber ich habe nicht Schnupfen, ich habe nicht Sinusitis, ich habe nur ein bisschen in den Rachenweh. Aber die gleichen Bakterien gehen ja überall hin. Aber ich habe nur hier, weil gerade in diesem Moment diese Zone
in Heilung war. Ja? Und das ist eben wir müssen einfach aufwachen von dieser generellen Hypnose über das böse Tier, das uns auffrisst oder auf diese bösen Mikroben, die uns schädigen. Und ganz nüchtern und neutral, wissenschaftlich dahinter gehen und dann wird jedermann und hauptsächlich die Wissenschaftler und die Ärzte werden genau dahinter kommen, wie das eigentlich abläuft. Doch was ist mit Epidemien, Massenerkrankungen oder vermeintlicher Ansteckung? Wenn eine Gruppe Menschen einen gleichlautenden Konflikt erleidet, weil sie gleicher Wahrnehmung ausgesetzt sind, werden sie bei gemeinsamer Lösung eines Konfliktes gleichsam erkranken. Gerade in der heutigen Zeit ist dieses Phänomen sehr häufig, da über die Massenmedien eine gleichgeschaltete Wahrnehmung erzeugt wird. Aber auch in Gruppen wie Schulklassen, die unter gleichen Konflikten zu leiden haben, wie zum Beispiel einer unfairen Klassenarbeit oder das Fernbleiben eines beliebten Lehrers, der durch einen unbeliebten Schreckenslehrer ersetzt wird. Bei Konfliktlösung kommen dann viele Schüler nacheinander in die gleiche Heilungsphase und behaupten, sie hätten sich beieinander angesteckt. In den Fällen, wo wir bei uns im Haushalt gleichzeitig Symptome hatten, konnte jeder immer seine Symptome exakt nach den Naturgesetzen auf den Konflikt und die Konfliktlösung zurückführen. Und das ist ja auch bemerkenswert, dass fast nie genau die gleichen Symptome sind. Also wenn sich Leute voneinander anstecken angeblich, dann sind es im Endeffekt doch andere Symptome. Da muss man für jede Person alle Symptome, die sie hat, neumedizinisch mal auseinanderpflücken und schauen, was da Sache ist. Und ich kam bisher immer drauf, dass die neumedizinischen Zusammenhänge alle perfekt gestimmt haben und dass da weit und breit keine Infektion irgendwo war. Viele Epidemien, wie zum Beispiel die Pest, sind jedoch auch als Vergiftungen infolge der hygienisch katastrophalen Lebensbedingungen anzusehen, die in Kombination mit entsprechenden Medikamenten auf Quecksilberbasis die entsprechenden toxischen und tödlichen Effekte hatten. Zusätzlich bringen diese Zustände zwangsweise auch noch viele Konflikte mit sich, wie die Todesangst, die zu vorher beschriebenen Lungensymptomatiken führt. Zu Besudelungskonflikten, die zur sogenannten Beulenpest führen können und vieles mehr. An dieser Stelle wird nun oftmals zum Beispiel mit der spanischen Grippe oder anderen scheinbaren Epidemien argumentiert. Da dieses Thema jedoch den Rahmen dieser Dokumentation sprengen würde, da das Thema Infektionstheorie schon alleine abendfüllend behandelt werden müsste, verweisen wir an dieser Stelle auf die Dokumentation H5N1 antwortet nicht von Michael Leitner, die im Internet zu finden ist. In dieser wird die Infektionstheorie hinterfragt, jedoch ohne das Hintergrundwissen der 5 biologischen Naturgesetze, also basierend auf der Krankheitsvorstellung der Schulmedizin. Impfungen gemäß der neuen Medizin. Was ist mit Impfungen? Impfung ist in erster Linie Panikmache. Also die Impfung aus Sicht der neuen Medizin hat keinen präventiven oder heilenden Effekt. Es ist in erster Linie eine künstliche Vergiftung und ein Aufrechterhalten der Angst, also das Erhalten des Glaubens an die feindliche Natur, die mich angreift. Neumedizinisch ist also dieses Bild sehr kritisch zu betrachten, weil es ja eine großartige Grundlage für jede Menge Folgekonflikte darstellt. Andererseits ist es natürlich so, dass wenn jemand eine Pseudo-Impfung braucht, um sich zu beruhigen, diese Beruhigungsmaßnahmen auch Sinn macht. Die Inhaltsstoffe der Impfung sind jedoch einfach nur als toxisch zu betrachten. Also, wenn die Erde keine Scheibe ist, braucht man auch nicht mal über Absperrgitter am Rand zu diskutieren, damit niemand runterfällt. Also Sonderprogramme als biologische Notwendigkeiten kann ich natürlich nicht mit irgendeinem Mittel, mit einer Impfung unterdrücken. Warum auch? Wenn man das könnte, wäre es ja schädlich, weil die Programme, die da starten, die bringen mich ja durch die Situation durch. Wobei man es natürlich nicht mit den Heilungssymptomen verwechseln darf, die erst nach der Konfliktlösung kommen. Bei Kenntnis der Medizin ist Impfen als Verbrechen zu bezeichnen.
weil es nicht sein kann und weil hier Gifte implantiert werden, ohne dass es möglich wäre, einen positiven Effekt zu erzielen. Ich setze hier ein Depot Nerven, Muskel, Fortpflanzungsgift, ja, irreversibel in den Körper hinein, mit der Behauptung, dass es vor einem fiktiven Erreger schützen könnte, indem ein fiktives Immunsystem hier konstruktiv darauf reagieren würde. Theoretisch kann es natürlich biochemisch bedingte Impfschäden geben, also einfach eine Vergiftung durch die verabreichten Impfstoffe. Wir müssen hier aber ein bisschen vorsichtig unterscheiden, weil natürlich sehr viele Impfgegner, die mit Impfschäden argumentieren, die 5 Naturgesetze nicht beachten, nicht kennen. Wenn also 1000 Menschen geimpft werden und nur 2 weisen davon spezifische Symptome oder auch unspezifische Symptome auf, dann ist es naheliegend, dass nicht die biochemischen Faktoren die Ursache für diese Symptome sind. Natürlich ist der Impfvorgang an sich fürs Kind hochgradig konfliktiv. Wir müssen uns ja mal vorstellen, die eigene Mutter sehr häufig bringt einen zum Arzt, einer fremden Person, die einem Schmerzen zufügt, und man wird dabei manchmal noch von der eigenen Mutter fixiert, festgehalten, damit man diese Schmerzen zugefügt bekommen kann. Ist keine sehr angenehme Sache für ein Kind und hat natürlich ein sehr großes Konfliktpotenzial. Und da kann natürlich jede Menge passieren, vor allem mit dem Bewegungsapparat oder mit der Hauttrennung, dass man aus dieser Situation raus möchte. Neumedizinisch müssen wir das einfach etwas distanziert betrachten. Aber natürlich ist jede Applikation, jede Anwendung eines fremden chemischen Stoffes in unserem Organismus in erster Linie eine Vergiftung. Ob diese Vergiftung Symptome zeigt, hängt ja von der Schwere des Ganzen ab. Ich möchte da nicht zu weit hineingehen, weil das ganze Kapitel über Immunsystem und Impfung ja nur auf Nicht-Fakten ruht. Wie kann ich über Nicht-Fakten diskutieren? Wir haben ja nicht einmal ein Protokoll, wo wir wissen, dass dieser Erreger diese Krankheit macht. Es gibt ja gar keine Beweise, dass zum Beispiel Viren existieren. Wir haben nie ein Immunsystem gesehen. Was ins Immunsystem genannt wird, sind diese sogenannte Unterfamilien von Leukozyten, die Helper und die Suppressor und so weiter und so fort. Aber das ist alles auf Ideen aufgebaut, das sind keine Fakten, das kann man nicht diskutieren. Es ist wie wenn ich mit einem diskutieren sollte, dass der glaubt, die Erde sei flach. Was soll ich da dazu sagen? Ich kann nur sagen, eines Tages, wenn du aus dieser Hypnose rauskommst, dann wirst du merken, es gibt kein Immunsystem. Es gibt viele Selbstregelungen im Körper. Es gibt viele Antworten von verschiedenen Gewebe mit verschiedenen Zellen, wie eben Leukozyte oder Enzymen, Antikörper. Das ist alles geregelt, aber das ist kein Immunsystem. Das ist eine sinnvolle Antwort auf jeweilige Situationen, die überwältigt werden müssen. Aber das hat kein Immunsystem und die Impfung ist absolut nicht geprüft. Ich kann nur sagen, meine Kinder sind nicht geimpft und sind 18 und 17 Jahre und sind tiptop beisammen. Sie haben keine Impfung gesehen. Aber ich hatte auch keine Angst. Aber wenn ich Angst habe, dann ist das viel schlimmer, weil ich habe Angst, dass wenn ich nicht impfe und dann habe ich Angst, ich habe etwas falsch gemacht und jetzt hat mein Kind ein bisschen Husten, dann ist schon die Hölle los. Das ist also impfen oder nicht impfen, das ist, wenn ich aus dem Aberglauben, aus der Hypnose rauskomme, von diesen Nicht-Fakten, dann bin ich ganz gemütlich, dann wird mich niemand dazu bringen, mich zu impfen. Für was? Aber dieser Aberglauben ist vor Jahrzehnten durch Media übertragen und in den Knochenmark von den Leuten hinein, also in mein Emotiv, reingepflanzt worden. Und das muss jetzt langsam durch Zeiten, Generationen wieder zur Normalität kommen. Aber das wird
lange Zeit braucht. Was man jetzt natürlich seit der Entdeckung von Mikroben unterm Lichtmikroskop macht, ist, dass man jede Bewegung im Organismus im Bilde dieses Krieges im Körper sehen möchte. Also seit Pasteur unterstellt hat, dass da ein Krieg abläuft, versucht man natürlich diesen Krieg an allen Ecken und Enden zu sehen. Und jetzt sieht man diese Zellen, die wir in Aktivität oder Nichtaktivität im Blut sehen können, natürlich als körpereigene, spezifische Sondereinheit, die gegen die feindlichen Bakterien ankämpft und hier die Schlacht vorantreibt. Aus Sicht der 5 Naturgesetze haben all diese Zellen natürlich eine Funktion. Diese Funktion ist aber nicht der Krieg, sondern in aller Regel Regulationsfunktion, Aufräumarbeiten von Zellmaterial, das bei Sonderprogrammen anfällt. Insofern gibt es das Immunsystem, wie wir es uns gedacht haben, nicht. Also als kriegerische Angelegenheit, als Armee in uns, die uns schützen muss. Es gibt natürlich ein Selbstregulationssystem, eine Aufräumtruppe, eine Müllabfuhr, die Zellschrott abführt. Und das sind diese Zellen, die wir als solches bezeichnen. Die Impfer, die Impfbefürworter und die Impfhersteller bleiben jeden Nachweis für eine Wirksamkeit der Impfungen schuldig. Stattdessen gibt es nur Statistiken. Impfstatistiken sehen üblicherweise in etwa so aus. Die rote Linie stellt die Anzahl der Toten bei einer speziellen Krankheit dar. Hier wird die Impfung eingeführt. Hier ist klar ersichtlich, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Rückgang der Todesfälle gibt. Eine andere Art der Statistiken ist diese hier. Es wird einfach die Zeit vor der Impfeinführung ausgelassen, sodass man nicht das sieht, was in der vorigen Grafik deutlich ist, nämlich dass der Rückgang schon lange vor der Einführung der Impfung begann. Die interessanteste Methode der Statistiken ist allerdings diese hier. Was im ersten Moment nach einer wirksamen Impfung aussieht, lässt sich erst durch viele Recherchen entlarven. Dies geschah zum Beispiel im Falle von Polio. Der Trick heißt hier Änderung der Krankheitsdefinition oder Meldepflicht. Das heißt, ab der Impfungseinführung gab es auch eine neue Krankheitsbeschreibung für die entsprechende Krankheit. Die Symptome, die vorher als Polio galten, waren jetzt kein Polio mehr, sondern Multiple Sklerose oder eventuell noch etwas anderes und wurden folglich nicht mehr als Polio gemeldet und tauchen so nicht mehr in der Statistik auf. Oder alternativ wird die Meldepflicht für eine Krankheit abgeschafft, sodass sie einfach nicht mehr in der Statistik auftaucht und daher ein Nullwert oder ein Wert nahe Null zustande kommt. Oder der Arzt diagnostiziert einfach etwas anderes, weil das ja nicht sein kann, dass die Person die Krankheit hat, gegen die sie geimpft ist. Und somit taucht dann die, gegen die geimpft wurde, auch nicht mehr in der Statistik auf. Denn sie hat jetzt einen anderen Namen. Diese Tausenden oder zigtausenden Grippetoten, die es angeblich geben soll, mit denen dann immer wieder Angst gemacht wird, wenn man mal genau guckt, wie diese Zahl entsteht, die gibt es gar nicht. Das ist jetzt Robert-Koch-Institut, kann man bei denen auch nachfragen. Es wird die Zahl aller Toten im Sommer genommen und die Zahl aller Toten im Winter, die immer ein bisschen höher liegt. Und dann nimmt man die Differenz zwischen denen und das sind die Grippetoten. Es wird dann irgendwie davon ausgegangen, dass das Infektionen sein müssen, wie auch immer. Aber schon allein die Zahl der Autounfälle im Winter kann so hoch sein, dass es dementsprechend mehr Tote gibt. Ich persönlich lasse mich nicht impfen und auch meine Kinder habe ich früher nach meinem alten Wissen noch impfen lassen. Heute würde ich das nie mehr tun. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich selber impfe mich nicht und meine Kinder in Zukunft auch nicht mehr. Aber was ist mit AIDS bzw. HIV? Davon redet doch jeder. Das kann doch kein großer schlechter Witz sein. Das, was wir als AIDS kennen, gibt es nicht. Das angebliche HIV-Virus verursacht kein AIDS und die unter AIDS, erworbenes Immunschwächesyndrom, zusammengefassten Krankheiten haben alle nichts mit dem Immunsystem zu tun, welches, wie bereits erwähnt, sowieso nicht wirklich so, wie wir es kennen, existiert. AIDS
sind wahllos zusammengewürfelte Krankheiten und in jedem Teil der Erde sind es andere. Sogar Herpes gehört teilweise dazu. Und was ist mit den Menschen in Afrika? Die haben allerlei Krankheiten, die dann einfach als AIDS deklariert werden. Das ist Willkür. Sie werden nicht einmal auf HIV getestet. Tropft die Nase, haben sie AIDS. Es gibt Hoffnung bei AIDS und Sie werden heute Nacht darüber hören. Frau Papagiannidou, Journalistin, ist eine ehemalige AIDS-Patientin und spricht offen darüber. Sie spricht über ihren Kampf und kann Ihnen Hoffnung geben. Ich hatte 12 Jahre lang ausgeprägtes AIDS, hatte alle möglichen Krankheiten. Es ging mal besser, mal schlechter. Jetzt bin ich kerngesund, ohne Ärzte und Medikamente. Meine Damen und Herren, hier ist Frau Papagiannidous Ehemann. Sie sind jetzt 3 Jahre verheiratet. Er weiß, dass es dort ein Problem gibt. Wie ist er diesem entgegengetreten? Fragen wir ihn. Ich habe das Thema AIDS, HIV seit 1984 studiert und ich weiß, dass HIV positiv nicht heißt, dass man krank ist und ein Virus hat. Also wusste ich, dass sie gar nichts hat. Er hat mir 2006 die andere Seite von AIDS gezeigt. Es war ein umso größerer Schock für mich zu lernen, dass es eine andere Ansicht gibt, nachdem ich all diese harten Jahre überlebt hatte. Er zeigte mir, dass der HIV-Test, dem ich unterzogen wurde, kein HIV findet, weil das Virus noch nie irgendwo gefunden wurde. Hier ist die Packungsbeilage von den Abbott-Laboren. Dr. Gallo hat mit Abbott den Antikörpertest entwickelt. Dieser Test, so wie alle anderen, sagt auf der Innenseite, welche uns nie gezeigt wird: Zurzeit gibt es keinen anerkannten Standard, um die An- oder Abwesenheit von HIV-1 oder HIV-2 Antikörpern im menschlichen Blut festzustellen. Die Macher haben dies geschrieben, aber es wird uns nie gezeigt. Wenn man Ärzte danach fragt, sagen sie, dass die Regierung es verbietet, es zu zeigen. Ich habe dem Gesundheitsministerium vor 2 Jahren eine offizielle Anfrage geschickt. Ich habe sie darum gebeten, uns den Nachweis zu zeigen, wann das Virus isoliert wurde und dass es den Tod von Immunzellen bewirkt. Sie wollen sagen, dass AIDS ein Wissenschaftsbetrug ist? Ich zeige Ihnen die Beweise für den Betrug. Hier ist das ursprüngliche wissenschaftliche Dokument von Dr. Gallo. Er hat alles durchgestrichen, was er nicht mochte, und nirgends gibt es einen Beweis. Hier heißt es: Trotz intensiver Forschungsbemühungen konnte die Ursache für AIDS nicht gefunden werden. Er strich die beiden Zeilen durch und schickte den Artikel zur Veröffentlichung ans Science Magazin. Ich bin keine Ausnahme oder ein seltener Fall. Der Unterschied ist nur, dass ich öffentlich darüber spreche. Es gibt auf der ganzen Welt Tausende wie mich, die die Medikamente abgesetzt haben. Warum kommen Sie hervor und sprechen öffentlich darüber? Ich finde das sehr gewagt und mutig. Seit diese Dokumente in meine Hände gefallen sind, konnte ich nicht mehr still bleiben. Man sagt sich selbst, das ist nicht möglich. Man will es mit anderen besprechen. Wir sind Menschen. Sollte ich die Beweise für mich alleine behalten? Die AIDS-Ärzte führen fast immer die Prozeduren aus, die erwiesenermaßen falsch sind. Seit ich weiß, dass ich nicht krank bin, wollen mein Mann und ich ein Kind kriegen. Aber weil ich in einem HIV-Test, welcher das Virus nicht nachweisen kann, positiv getestet wurde, schreibt das AIDS-Protokoll vor, dass mein Baby 40 Tage lang AZT bekommen soll. AIDS-Patienten wird unter anderem das Medikament AZT verschrieben. Leider ist jenes hochtoxisch und hat einen Totenkopf auf der Packung. Und ein anderer entscheidender Sterbefaktor ist die Diagnose des Arztes und die Voraussage, dass man AIDS hat und daran sterben wird. Man wird in nie endende Konfliktaktivität versetzt, kommt nicht mehr zur Regeneration und zehrt aus. Sie haben normalen Sex mit Ihrem Mann? Ohne Kondom? Völlig normal, kein Kondom. Weil wir wissen, wenn man über AIDS gut informiert ist, lebt man. Ist man nicht informiert, stirbt man. Seit wann waren Sie infiziert gewesen? Seit 1985, praktisch seit dem Beginn von AIDS. 1985.
Das ist 24 Jahre her, seit sie mit dem AIDS-Virus infiziert wurde. Durch Tests bestätigt. Ja, sie sind positiv. Ja, sie wurden krank. Aber sie lebt. Sie ist seit 3 Jahren verheiratet, hat normalen Sex mit ihrem Ehemann, welcher nicht infiziert wurde. Sie sagt, ich lebe, es geht mir gut. Wenn das Gesundheitsministerium uns nicht die Beweise der Virusisolation zeigt, kann man nicht zwangsweise Behandlungen an neugeborenen Babys ausüben gegen etwas, dessen Existenz gar nicht bewiesen ist. Es wird ja jetzt darum gehen, nachzuweisen, ob Sie tatsächlich jemanden mit dem Virus angesteckt haben. Hat es da bisher schon irgendwelche Befragungen oder auch medizinische Untersuchungen gegeben? Herr Jauch, ich darf darüber leider nicht reden. Also natürlich gibt es schon einige Dinge, die da veranlasst wurden. Aber wenn es soweit ist, dann werde ich mich dazu gerne äußern. Also wir haben uns mal aus medizinischer Sicht erkundigt, der Nachweis ist nach Jahren und vor allen Dingen, wenn Sie medizinisch gut behandelt worden sind in der Zwischenzeit, also Fachleute sagen, das sei dieser Nachweis nur sehr schwer und eigentlich sogar gar nicht zu führen. Das sei dieser Nachweis nur sehr schwer und eigentlich sogar gar nicht zu führen. Also jetzt rate ich natürlich die Beweisfrage zu stellen zu Viren, um selber Sicherheit zu bekommen, wenn man die nicht hat. Also wenn ich nicht zum Beispiel durch die Neumedizin die Sicherheit habe, dass es nicht so sein kann, weil ich die Erkenntnis von Hammer überprüft habe und feststellt, sie stimmen, ja, und deswegen ist da überhaupt kein Platz mehr für einen exogenen Krankheitserreger, der von außen zufällig irgendwie da reinkommt, ja, dann ist es ganz sinnvoll, die Beweisfrage zu stellen, um sich sicher zu machen, ja, um hier Selbstbewusstsein aufzubauen, ja. Viren, also wenn wir jetzt an das Thema kommen, dass es Viren nicht gibt, ja, dann sage ich einfach, ich bin den Weg gegangen. Ich habe beim Robert-Koch-Institut nachgefragt. Ich habe nichts gekriegt. Ich habe bei meiner Krankenkasse nachgefragt. Ich habe keine Publikation gekriegt. Ich bin selber den Weg gegangen und fordere die dann auch auf, den selber zu gehen, ja. Und das ist sehr einfach, ja. Ich muss einfach nur fragen, wo ist hier eine wissenschaftliche Publikation, in der die Entdeckung und Isolation, also der Nachweis irgendeines behaupteten krankmachenden Virus, Masern, HIV, Pocken, was weiß ich, Influenza-Viren, ja, wo ist das nachgewiesen, ja? Und damit können Sie nicht aufwarten. Sie können nichts rausrücken. Weil die Publikationen, auf die sie sich intern berufen, ja, die sie auch am laufenden Band produzieren, da werden entweder Tiere umgebracht oder Hühnerembryonen untergebracht oder Zellkulturen getötet, also die Zellen in der Kultur. Und dann behauptet, da muss ein Virus drin sein, weil jetzt das Tier oder der Hühnerembryo, dem ich was gespritzt habe, oder die Zellkultur, die ich nicht mehr versorge oder selber vergifte, also muss da ja ein Virus drin sein, ja. Und dieses ganze Gepansche rücken sie auch gar nicht mehr raus, weil sie sich ja schämen, weil in der Bevölkerung zu viel Information schon da ist. Ja. Sie legen sich nicht mehr fest auf irgendeine Publikation. Sie sagen, es gibt bibliothekenweise voll und es ist Konsens, dass es so ist und wir können uns nicht die Mühe machen, tausende Publikationen und in der Summe dieser tausenden von Publikationen, die wir bringen müssten, da ist in der Summe irgendwo der Beweis zwischen den Kommas dann wahrscheinlich versteckt. Und das kann jeder ganz leicht überprüfen. Ich zeige auch immer das her, was ich publiziert habe, woran man erkennen kann, dass eine wissenschaftliche Publikation ist. Das Datum, Publikation, das Manuskript eingereicht und dann geprüft in der Zwischenzeit und dann akzeptiert zur Publikation. Wenn diese 2 Daten nicht draufstehen auf dem Aufsatz, dann ist es auch keine wissenschaftliche Originalarbeit. Dann ist es irgendein Aufsatz, dann ist es Sekundärliteratur und da können Sie sich dann gleich irgendwie eine Pornosammlung schicken lassen. Da haben Sie eventuell, wenn Sie da draufstehen, mehr Spaß damit, ja. Da finden Sie möglicherweise isolierte Dinge da drauf zu sehen. Aber auf diesen Sachen, die da früher mal geschickt worden sind, ist nichts dergleichen zu finden. Und auf dieser Ebene ist es ganz einfach, ist es auch weg aus der Ebene, wo man behaupten kann, sich dumm stellen kann als Abgeordneter, ja, oh, das verstehe ich nicht, ich habe Jura studiert, ja, oder Volkswirtschaftsverblödungslehre, ja, aber Biologie, Medizin, nee, das machen die Spezialisten. Nee, das ist so einfach,
mittlerweile geworden, das zu überprüfen und auch in die Entfaltung zu bringen, ja, wo es keine Ausflucht mehr gibt. Die Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt schreibt mit Datum vom 5. Januar 2004: Selbstverständlich gilt das humane Immundefizienzvirus im internationalen wissenschaftlichen Konsens als wissenschaftlich nachgewiesen. Aber gilt ist nicht ist und ein Konsens ist nicht fotografierbar. Es werden in den Bildchen, von denen früher, die noch rausgerückt worden sind oder die auf dem Internet kursieren, werden gezeigt, wenn es ein Querschnitt in die Zelle ist, kann es jeder erkennen. Dann sind es einfach Zellbestandteile, also Mitochondrien, die an der Spitze angeschnitten worden sind. Dann sind es die zellulären Partikelchen, mit der die Zelle ihren extra- und intrazellulären Transport abwickelt. Ja. Die sind in diesem Größenbereich, sehen aber alle unterschiedlich groß aus, sind natürlich auch nicht dafür gemacht, den ganzen Zellverbund zu verlassen, sind deswegen nicht stabil, haben nicht immer das gleiche Aussehen, haben nicht eine Nukleinsäure, beinhalten das nicht, was ich durch einfachste Färbetechniken schon darstellen kann. Eine andere Art und Weise, wie die Partikelchen hergestellt worden sind, die sie als Viren verkaufen, ist einfach eine Emulsion zu machen aus Eiweißen, Fett und Wasser, ja. Und dann bilden sich ähnlich wie bei Seifenmyzelen, ja, kleine Teilchen, die ich chemisch fixieren muss oder die ich sogar tief frieren muss, dass ich sie überhaupt fotografieren kann, ja. Aber selbst da sehen Sie, dass die unterschiedlich groß und unterschiedlich förmig sind, ja. Und da fehlt dann auch die komplette Biochemie dazu, dass ich sage, ja, ich habe jetzt diese Teilchen genommen und habe sie biochemisch, also die Zusammensetzung dieser Teilchen biochemisch analysiert. Das gibt es nicht. Ja. Und das braucht es auch gar nicht, ein isoliertes Bild als Beweis für irgendetwas einem vorzulegen. Das ist schon Betrugsversuch. Also daran erkennen Sie schon Betrugsversuch. Sie fragen nach einer wissenschaftlichen Publikation und es wird Ihnen ein isoliertes Foto vorgezeigt. Das ist eine Frechheit, sowas darzustellen oder zu behaupten, ja, dass ein Foto, das isoliert herausgegeben wird, wo nicht beschrieben wird, wie das entstanden ist, was da genau gemacht worden ist, das als Beweis für irgendwas rauszugeben, vor allem wenn man schon nach einer wissenschaftlichen Publikation gefragt hat. Das ist ein plumper Betrugsversuch. Ja. Dann die Frage noch nach dieser Videosequenz, von der behauptet wird, dass die Geburt von HIV gefilmt worden ist. Ja. Also das ist einfach dreist. Es wird behauptet, dass eine Zelle, die genetisch die Information bekommen hätte, ein Eiweiß zu produzieren, ja, das man dem HIV zuschreibt, ja, aber was nur Bestandteil des HIV sein soll, ja, dass dieses Eiweiß dann auch anscheinend gebildet wird, von der Zelle ausgeschleust wird und dann Partikelchen an der Oberfläche bildet, ja, die durch Beimischung von Farbstoffen sich im Fluoreszenzmikroskop dann auch farbig oder als Lichtblitz dann schwarz-weiß dann darstellt, ja. Wo in der Originalpublikation da dazu ganz klar steht, das sind Virus-like Particles, also virusähnliche Partikel, das ist nur ein Modell, ja, das dann aber durch die gleiche Forscherin denn in den Medien als HIV behauptet wird, ja. Also man muss einfach die Originalpublikation dazu lesen und dann sieht man, wie unverschämt dreist die einfach lügen. Warum soll man es tun? Warum soll man es manuell lesen? Ja? Die wenigen, die das tun, die verlassen den Job natürlich. Ja? Oder auch schon die Ausbildung, die in der Ausbildung nachfragen, hey, was messen wir da eigentlich? Ja? Warum, wenn wir 20 Mal hintereinander messen, warum kriegen wir 10-mal positiv und 10-mal negativ zum Beispiel? Ja? Warum wird das einfach wegdiskutiert? So schaut die Praxis aus. Drum wird kein AIDS- oder Krebsforscher den Schritt zurück machen und sich fragen, was die Zustände sind. Stattdessen steht halt schon fest, dass es auf jeden Fall ein bekämpfenswerter Zustand ist. Das ist das
Dogma und das Paradigma der Forschung und daher steckt sie halt leider auch in einer Sackgasse. Alles, was sie macht, was sie beobachtet, baut immer auf diesem Krankheitsdogma auf. Goethe hat 200 Jahre lang erfolglos gewarnt mit Faust I, ja. Hier war die Arznei, die Patienten starben und niemand fragte, wer genau. So haben wir mit höllischen Latwergen in diesen Tälern, diesen Bergen, weit schlimmer als die Pest getoppt. Ich selbst habe den Gift an Tausende gegeben. Sie wägten hin, ich muss erleben, dass man die frechen Mörder lobt. Ja. Ich habe ja noch ehemalige Kollegen, mit denen ich Kontakt habe. Ja, ich habe erst letztens zu einem gesagt, der wollte mir letztes Jahr schon was zu den Masern erklären. Das haben wir dann relativ schnell ausdiskutiert gehabt. Und letztens kam er an und meinte Tetanus. Und dann habe ich ihn nur angeschaut und hab zu ihm gesagt, Michael, du hast einen Doktor in Chemie und dir sollte eigentlich schon klar sein, dass das Tetanusbakterium, wie alle Bakterien auch, nur unter Abschluss vom Sauerstoff Toxine herstellen kann. Und dann hat er mich nur angeschaut und hat gemeint, ja klar, anaerob. Und ich habe dann so gemeint, naja, und genaueres wirst zu der ganzen Angelegenheit und auch zur neuen Medizin wahrscheinlich nicht wissen wollen, weil sonst wirst du nicht mehr in der Pharma arbeiten wollen können. So. Nee, sie wissen es nicht besser, sie glauben das alle. Ich habe es ja auch geglaubt, dass man ACE-Hämmer braucht, um Blutdruck zu senken und all diese Dinge. Habe ich ja alles auch geglaubt. Ich habe mich ja auch selber noch im Jahr 2000 das letzte Mal durchimpfen lassen. Mit allem. Ich denke, das ist das Studium an sich, ja, zu viel Theorie, zu wenig Praxis, ja, viel zu wenig Praxis. Und dann ist es ja auch immer so ein stures Auswendiglernen, ja. Also mich wird es nicht befriedigen, weil im Endeffekt, wenn jemand erkältet ist, kriegt er Antibiotika, hat jemand eine Hypertonie, kriegt er Beta-Blocker, ja, es ist ja immer nach Schema F, hat jemand einen Hautausschlag, kriegt er Cortison und so weiter. Ist ja nicht viel Nachdenken erforderlich und deswegen schleusen sie ja auch viele Patienten oder können viele Patienten durchschleusen und dann ist das, denke ich, auch eine finanzielle Angelegenheit. Sehr wichtig zu verstehen ist, welche Prozesse die 3 Ebenen Psyche, Gehirn und Organ im Verlauf der Zweiphasigkeit vollziehen. Beginnend mit dem DHS, welches einen Konflikt zwischen wahrgenommener Realität und der biologischen Bedürfnisse darstellt, werden die 3 Ebenen in Sympathikotonie versetzt. Das sinnvolle biologische Sonderprogramm startet. Somit macht das Hirnrelais, das für das entsprechende biologische Bedürfnis und die zugehörigen Handlungsweisen und Organe zuständig ist, eine Überfunktion. Wir sehen im Hirn-CT den Hamerschen Herd. In der Psyche haben wir das Zwangsdenken um den Konflikt und können uns auf nichts anderes konzentrieren, bis der Konflikt gelöst ist oder unwichtig wird. Wir kriegen nachts kein Auge zu, weil die Lösung der Problematik vorgeht. Am Organ gibt es die generellen Symptome wie das Engstellen der Blutgefäße, Ausschütten von Stresshormonen und dergleichen. Wir haben keinen Appetit, da man, um zum Beispiel mit der Maus zurückzukommen, auf der Flucht keine Nahrung zu sich nimmt. Und am speziell betroffenen Organ bewirkt die Sympathikotonie je nach Gewebstyp eine Überfunktion oder Unterfunktion, wie im 3. Naturgesetz beschrieben. Übrigens ist an diesem Organ im CT auch ein Hamerscher Herd zu sehen. Für den Fall, dass der Konflikt gelöst und unwichtig wird, treten nun alle 3 Ebenen in die Reparaturphase ein.
Reparatur klingt so, als wäre jetzt alles überstanden, doch diese kann auch gefährlich werden, besonders durch den Prozess im Gehirn. Diese Reparaturphase A oder auch Postkonfliktolyse A, PCL-A genannt, ist die Schwellungsphase. Das Hirnrelais, in dem nun kein Hammescher Herd mehr ist, lagert Wasser ein. Das Hirnrelais schwillt an. Früher hatte man genau diesen Prozess als Hirntumor bezeichnet, was nicht falsch ist, da ein Tumor lediglich eine Raumforderung ist. Jedoch ist die Annahme falsch, dass sich dahinter ein bösartiger, nie endender Prozess verbirgt. Die Ausmaße und die Lage des vorübergehenden Tumors entscheiden jedoch darüber, ob eine Gefahr besteht. In der Psyche haben wir in dieser Phase nach der Konfliktlösung wieder Gelöstheit und wir können auch mal wieder entspannen und ein Buch lesen. Im Organ wird nun ebenfalls Wasser eingelagert, wodurch das Organ dann auch anschwillt. Beide Schwellungsprozesse können, je nachdem auf welches Gewebe sie drücken, zu Schmerzen oder anderen Symptomatiken führen, wenn zum Beispiel Nerven oder Kanäle abgeklemmt oder naheliegende Hirnbereiche gequetscht werden. Fast alle möglichen Schmerzen und Beeinträchtigungen, die nicht von Verletzungen kommen, finden wir durch Schwellungen verursacht in dieser Reparaturphase A. Generelle organische Symptome der konfliktaktiven Phase, wie die erhöhte Stresshormonausschüttung und das Engstellen der Gefäße, kehren sich in dieser Phase kurzzeitig ins Gegenteil und normalisieren sich bis zum Ende des ganzen Prozesses wieder. Somit haben wir in der Reparaturphase tendenziell auch warme Hände. Das geschwollene Hirnrelais bedingt auch stets eine Unterfunktion oder einen gänzlichen Funktionsausfall des davon gesteuerten Organes. So sind beispielsweise Parkinson, das Lahmliegen eines Darmtraktes oder eine Taubheit der Haut eine durch Hirnschwellung bedingte Unterfunktion. Diese Reparaturphase A dauert maximal 3 Wochen. Es sei denn, der Konflikt wird durch ein Wiederkehren des Konfliktthemas wieder aktiviert. Die Reparatur beginnt dann immer wieder von Neuem. Eine ganz typische Situation für viele halt, dass sie auf der Arbeit Stress mit Arbeitskollegen, mit dem Chef oder sonst was haben. Und auf der Arbeit sind sie konfliktaktiv, sie kommen nach Hause, sind gelöst, kriegen die Heilungssymptome, gehen wieder auf die Arbeit, sind wieder konfliktaktiv und es pendelt dann immer hin und her. Nach spätestens diesen 3 Wochen werden die Schwellungen im Hirn und am Organ sozusagen ausgepresst. Dies ist ein sympathikotoner Moment. Und da die 3 Ebenen zusammenhängen, werden wir in der Psyche ebenfalls für die Dauer dieser sogenannten Epikrise wieder konfliktaktiv. Der Konflikt, der schon seit einiger Zeit gelöst ist plötzlich wieder in unserem Kopf und wird, wie Dr. Hamer sagt, im Zeitraffer noch einmal erlebt. Das Wort Epikrise hat eine doppelte Bedeutung und heißt einerseits passenderweise so viel wie Abschlussbericht. Andererseits ist es die Kurzform von epileptische oder epileptoide Krise, welche die Symptome dieser Phase beschreibt. Dieser Hirnschlag, also die Epikrise im Gehirn, wird von uns täglich viele Male erlebt. Bei größeren, starken Schwellungsprozessen kann dieser jedoch auch gefährlich werden und verlangt nach einer Medikamentierung oder sonstigen Maßnahmen. Mit diesem neuen Wissen kann man mit der Medikamentierung jetzt schon rechtzeitig beginnen, da die Epikrise keineswegs überraschend eintritt, sondern von erfahrenen Therapeuten sogar auf den Tag oder auf die Stunde genau vorhergesehen werden kann. Organisch ist die Epikrise je nach Organ- und Gewebszugehörigkeit höchst individuell. So sehen wir hier epileptische Anfälle, Ohnmachtsanfälle, Koliken, Niesen, unterschiedliche Arten von Herzinfarkten, Asthmaanfälle, Panikattacken und vieles mehr, wie zum Beispiel auch die Geburt oder den Orgasmus, welche auch Bestandteile von offensichtlich sinnvollen biologischen Sonderprogrammen sind, die ebenfalls nach diesen 5 Naturgesetzen verlaufen. Die Epikrisendauer ist auch in jeder der 4 Gewebsgruppen sehr unterschiedlich. Die Maximaldauer von 20 Sekunden im Ektoderm kann jedoch dadurch verlängert werden, dass man sich verspannt. Zum Beispiel, wenn man einen Muskelkrampf nicht locker lässt, sondern sich dagegen wehrt. In dieser Grafik ist nur eine einzige Epikrise zu sehen, jedoch kann es mehrere hintereinander geben. Der Grund ist, dass der Sinn der Epikrise das Auspressen des geschwollenen Hirnrelais ist. Wenn eine Epikrise nicht ausreicht, wird mehrmals Anlauf genommen, sodass wir zum Beispiel mehrfach hintereinander niesen. Diese ausgepressten Schwellungen werden nun beim Übergang in die Reparaturphase B ausgepinkelt. Dies nennen wir die Pinkelphase.
Die PCLB ist der Weg zur Normalisierung. Die starken Symptomatiken der PCLA sind nun vorüber. Wir sehen nun am Hirnrelais und am Organ einen Vernarbungsprozess. Es wird Bindegewebe, das aus dem mittleren Keimblatt stammt, eingelagert. Wenn ein Sonderprogramm oft diese Reparaturphase B durchläuft, vernarbt das betroffene Gewebe jedes Mal ein Stück. Und früher diagnostizierte man dies dann als entdifferenziertes Gewebe, weil es durch die Verwebung mit Bindegewebe nicht mehr eindeutig einem Keimblatt zuzuordnen war. Bei manchen Organen entstehen auch Zysten, die eine nachhaltige Steigerung der Organfunktion gewährleisten. So lässt beispielsweise eine Eierstockzyste eine Frau nachhaltig bis zu 10 Jahre jünger erscheinen. Es ist somit nichts, was man wegen angenommener Bösartigkeit entfernen müsste. Falls für das Abbauen der Tumore im Althirngewebe keine notwendigen Mikroben verfügbar sind, werden diese Tumore in dieser Phase verkapselt. Sie bleiben somit für immer stehen. Bei oft ablaufenden Programmen bleiben in PCLB ebenfalls Kalkreste zurück. Eine verkalkte Schulter oder verkalkte Arterien hat man früher auf vermeintlich falsche Ernährung geschoben, doch sie sind nur das Produkt von Prozessen, die im Leben der Person oft notwendig sind und somit stets im Kreise laufen. Diese verschiedenen Arten von Vernarbungen, Zystenbildungen, Verdichtungen und Verkapselungen sind die Endzustände eines Sonderprogramms und werden bestehen bleiben. Die allermeisten davon sind nicht zu bemerken, jedoch zum Beispiel am Auge oder an den Knochen können diese narbigen Restzustände als nachhaltige Beeinträchtigung bestehen bleiben, weshalb man die weitere Notwendigkeit des Sonderprogramms unter Umständen abstellen sollte, sofern möglich. Der ganze Prozess noch einmal in Kürze zusammengefasst. In der konfliktaktiven Phase sehen wir im Gehirn eine Aktivität des Hirnareals. In der Psyche ein Zwangsdenken und zwanghaftes Suchen nach Lösungen für den Konflikt. Am Organ das jeweils spezifische sympathikotone Symptom. Nach der Konfliktlösung in PCLA schwellen das Hirnrelais und das Organ an, was eine Minderfunktion oder einen Funktionsausfall zur Folge hat und zu Schmerzen und anderen Symptomatiken führt, die rein mechanisch durch den Druck entstehen. Gleichzeitig wird ein Zell Plus oder Zell Minus aus der aktiven Phase am Organ wieder rückgängig gemacht. In der Psyche ist man wieder gelöst und entspannt. In der Epikrise werden die Schwellungen ausgepresst und anschließend ausgepinkelt. Symptomatisch haben wir organisch und psychisch völlig individuelle Symptome, die eine übermäßige Konfliktaktivität darstellen, also das Geschehen der aktiven Phase im Zeitraffer noch einmal durchleben lassen. In der PCLB finden wir die langsame Rückkehr zur Normalität, die gleichen Symptome wie PCLA, nur schwächer. Am Gehirn und am Organ geschieht eine Vernarbung. Am Organ eventuell Verzystungen, Verkapselungen oder Verdichtungen, die als Endzustand bestehen bleiben. Alle Symptome, die nicht offensichtlich durch Verletzungen, Vergiftung und eventuell Mangelernährung auftreten, kann man an diesem Schema nachvollziehen. Die Frage ist immer, welches Gewebe ist betroffen und in welcher Phase befindet es sich. Die Ursache für den Start des Programmes ergibt sich beispielsweise aus der Funktion des Organes. Es gibt grundsätzlich 3 Arten, wie man bemerkt, dass man krank ist. Und das ist erstens, dass man ein körperliches Zeichen hat, also eine Rötung. Zweitens ein körperliches Symptom, ein Juckreiz, ein Schmerz. Und drittens, dass man es von jemandem gesagt bekommt, aufgrund irgendwelcher Parameter oder irgendwelcher Meinungen. Neumedizinisch stellt sich immer die Frage, was hat dieser Mensch wirklich? Wir haben in der Schulmedizin heute eine starke Etikettierung von Krankheit. Das heißt, es gibt diese Gefäße und jedes Gefäß ist ein Krankheitsbild und in diesem Gefäß sind ganz viele Elemente enthalten. Und wenn es dann um solche Suppenbegriffe geht wie Multiple Sklerose oder da gibt es endlos solche Dinger, das sind keine
zulässigen Definitionen, da muss man sich mal bei Wikipedia die Symptome von diesen Bezeichnungen angucken. Das sind dann eine Latte von 20 Symptomen oder mehr manchmal. Und wenn ich 5 Multiple Sklerose-Patienten nebeneinander stelle, kann es sein, die haben symptomatisch überhaupt nichts miteinander zu tun, außer dass sie alle die gleiche Diagnose haben. Neumedizinisch ist diese Arbeitsweise kaum möglich. Neumedizinisch ist es immer ganz wichtig zu sehen, was hat dieser Mensch wirklich. Da muss man einfach neumedizinisch Stück für Stück diese Symptome auseinanderklamüsern und dann weiß man, was Sache ist. Welches Keimblatt, also welche Gewebsart ist bei ihm in welcher Phase? Dann wissen wir gleich, welche Art von Konflikt, welcher Konfliktinhalt ist in welcher Phase bei diesem Menschen und warum hat dieser Mensch diese Sache so erlebt und warum kommt sie nicht zu Ende oder läuft immer wieder. Das ist eine individuelle Angelegenheit für diesen Menschen. Also es gibt nicht Multiple Sklerose mit diesen ganzen 1000 Symptomen, die mal dies, mal das sein können. Es gibt nur bestimmte Sonderprogramme, die immer durch den gleichen Konfliktinhalt losgetreten werden. Es gibt jedoch ein ganz spezielles Programm, das einen erheblichen Einfluss auf alle anderen Programme ausübt. Die Nierensammelrohre. Die Nierensammelrohre entstammen dem inneren Keimblatt, Entoderm, und sind für die Wasserrückresorption zuständig. Von ca. 120 Litern, die täglich durch die Nieren kreisen, werden ca. 99% einbehalten und das 1%, das durchgelassen wird, pinkeln wir aus. Wir haben natürlich keine 120 Liter in uns, sondern das, was wir haben, läuft halt immer im Kreis und am Tag sind es dann halt 120 Liter, die durch die Niere kommen. Und von den 120 wird im Normalzustand ca. 1% rausgefiltert, das heißt, wir sollten ca. 1,2 Liter pinkeln am Tag. Wenn es jedoch biologisch notwendig wird, Wasser einzuspeichern, dann wird die Rückresorption erhöht. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn man keinen sicheren Rückzugsort hat, an dem man sich pudelwohl und gut versorgt fühlt. Wenn man diesen sicheren Hafen verliert, geht die Natur davon aus, dass wir uns wie in der Wüste oder wie ein Fisch, der an Land gespült wurde, fühlen. Dieser sichere Hafen kann auch der geliebte Partner oder bei kleinen Kindern die Mutter sein. Der Konflikt wird auch umschrieben mit Mutterseelen alleingelassen fühlen, Konflikt des schlecht versorgt Fühlens oder als Existenzkonflikt oder als Flüchtlingskonflikt bezeichnet. Doch die biologische Essenz ist klar. Die Oase, die einem totale Sicherheit gewährt, was oder wen auch immer der Einzelne damit verbindet, ist verloren und man weiß nicht, wo man hin soll. Dies hat zur Folge, dass man durch die Erhöhung der Wasserrückresorption Wasser einlagert und somit vorm Austrocknen geschützt ist. Nur weiß die Natur nicht, dass wir überall Wasserhähne haben und quasi nie in wirkliche Austrocknungsproblematiken geraten. Doch das Sonderprogramm entspringt der Entwicklungsgeschichte und nimmt auf unsere neuen Errungenschaften keine Rücksicht. Diesen Zustand hielt man früher übrigens für ein Versagen der Niere, da so wenig Wasser ausgeschieden wird. Aber das Gegenteil ist wahr, da es ja durch die Überfunktion der Nierensammelrohre bedingt ist. In der aktiven Phase des Programmes wird das Wasser zum Beispiel im Fettgewebe oder im Bindegewebe des Körpers gespeichert und die Person nimmt stetig zu. Diese Fettleibigkeit hat mit falscher Ernährung nichts zu tun. Dr. Hamer geht so weit zu sagen, dass 90% der übergewichtigen Menschen den sogenannten Flüchtling aktiv haben, also Wasser einlagern. Die viel besprochenen dicken Fastfoodler in den USA haben ihren Körperumfang somit vielleicht einer Gesellschaft zu verdanken, in der man in ständiger Zukunftsangst lebt und somit vorsätzlich zur Sicherheit alle Nährstoffe einspeichert, die man kriegen kann. Da die 3 Ebenen synchron verlaufen, haben wir in der Psyche das entsprechende Symptom, dass man die Welt für einen unsicheren oder lieblosen Ort hält, an dem man sich nur schwer wohlfühlen kann. Und betroffene Menschen werden sich oft dementsprechend äußern. Der Flüchtlingskonflikt ist für viele bei sich selbst nicht so leicht zu finden, weil es ist was sehr breit gefächertes. Es kann ziemlich viele unterschiedliche Ausprägungen haben. Beim einen sind es vielleicht nur existenzielle Sorgen und ein anderer hat niemanden, zu dem er mit seinen Problemen gehen kann. Im Kern ist es das Gleiche von der Empfindung. Also nach meiner Erfahrung stößt man bei der Problematik fast immer darauf, dass die Mutter ab einem Zeitpunkt für die Person nicht mehr
genügend da war, sie nicht mehr versorgt hat, abgesichert hat, eine Wohnung gegeben hat, ein Zuhause oder kein Ohr mehr für einen hat oder beachtet hat. Vielleicht ist die Mutter auch gestorben. Also im Kern geht es um ein Urvertrauen in die Welt und um eine bedingungslose Geborgenheit, die Mutter als Zentrum des Universums, die einen nährt und beschützt. Da dieser Zusammenhang zwischen Zunahme und Nierensammelrohraktivität bisher nicht bekannt war, widersprachen sich sämtliche Ernährungslehren. Denn obwohl manche Menschen sehr viele scheinbar dickmachende Dinge essen, nehmen sie nicht zu, weil sie sich abgesichert und wohlfühlen. Somit müssen sie nichts einlagern, da sie keine Sorge haben, morgen eventuell nichts mehr zu bekommen. Aber Menschen, die sich schlecht versorgt und unsicher fühlen, haben ursächlich in vielen Fällen wenig Geld, außer jenen, bei denen der Konflikt eher mit einer Person als mit Finanzen und Zukunftsängsten zu tun hat. Personen, die in chronischer finanzieller Sorge sind und dadurch sehr viel Wasser einlagern, werden so, logischerweise, vornehmlich dort anzutreffen sein, wo Nahrung wenig kostet. Der Schluss, dass die vermeintlich schlechte Nahrung die Ursache ist somit überholt. Nach der Konfliktlösung, wenn man zum Beispiel seine geliebte Person, seine Sicherheit oder seinen Wohlfühlort wiederbekommen hat, gibt es in der PCLA eine Unterfunktion der Nierensammelrohre. Das heißt, sie machen eine stark verminderte Wasserrückresorption. Das Wasser läuft nur so aus einem raus und man rennt den lieben langen Tag auf die Toilette. Dies wäre somit der eigentliche Mechanismus hinter dem Phänomen des Abnehmens und warum Diäten nicht funktionieren. Natürlich kann man auch durch Schwitzen oder Hungern, also dem Verbrauchen der angelegten Reserven, abnehmen, aber oberste Priorität sollte die Lösung des Nierensammelrohrkonfliktes sein. Warum dieses Programm so wichtig im Zusammenspiel mit allen anderen Programmen ist, hängt mit den Schwellungsprozessen in PCLA eines jeden Sonderprogramms zusammen. Wenn zu Beginn der Reparaturphase im Gehirn und am Organ Wasser eingelagert wird, geschieht dies in vielfach höherem Maße, wenn der Organismus ohnehin gerade durch aktive Nierensammelrohre Wasser einlagert. Die Schwellungsprozesse werden somit bis zu ca. 10-mal größer als normal. Man könnte so weit gehen zu sagen, dass schwere Schmerzen und andere Symptomatiken nur durch aktive Nierensammelrohre zustande kommen. Sind die Nierensammelrohre aktiv, sehen wir zum Beispiel nach einem Bienenstich eine sehr große Schwellung, die früher als Allergie fehlinterpretiert wurde. Somit ist das A und O einer Therapie, dafür zu sorgen, dass die Person sich wohl, gut aufgehoben, geborgen und sicher fühlt. Denn was schulmedizinisch schon länger bekannt ist, dass sich Symptomatiken im Krankenhaus schlagartig verschlimmern, bekommt so Hand und Fuß. Kaum ist der Patient in einem Krankenhausbett allein gelassen, in dem sich kaum jemand rührend um ihn kümmert, wird der sogenannte Flüchtlingskonflikt aktiv, hier auch als Krankenhauskonflikt bezeichnet. Mehr Wasser wird eingelagert und Schwellungen werden rapide größer. So sollte die Daseinsberechtigung und die Vorgehensweise des Krankenhausbetriebes grundlegend neu betrachtet und überdacht werden. Wo ich in Freiburg auf der Intensiv war, da wurde dann irgendwann überlegt, ob sie die Intensivstation zumachen sollen, weil eigentlich jeder da nicht davonkommt. Ja. Einen habe ich erlebt, der es überlebt hat, in 6 Jahren. Durch dieses Phänomen lassen sich viele scheinbar wirksame Therapien erklären. Der Patient kommt mit Schmerzen zum Arzt oder Therapeuten, Akupunkteur, Masseur, Geistheiler, Homöopathen oder Schamanen seiner Wahl. Und vielleicht lassen die Schmerzen sogar schon im Wartezimmer nach. Schon schämt man sich überhaupt gekommen zu sein, weil man ja nun nichts mehr zu beklagen hat. Oder nach einem Gespräch oder einer frei wählbaren Behandlung wird es schlagartig besser. Wenn der eigentliche Aspekt dieser Besserung schlicht jener ist, dass der Patient sich nun umsorgt und nicht mehr hilflos alleine mit dem Symptom fühlt, wird das Einlagern von Wasser direkt weniger oder nicht mehr notwendig und die Schwellungen, die für die starken Schmerzen oder andere Einschränkungen verantwortlich sind, nehmen rapide ab. Somit wäre das breit gefächerte Angebot an unterschiedlichsten scheinbar wirksamen Therapieangeboten überhaupt nicht direkt wirksam, sondern nur über einen Umweg, der den diversen Therapeuten gar nicht bewusst ist.
Da sie jedoch viele Erfolge mit ihrer Vorgehensweise vorzuweisen hatten, hatten sie nie einen Grund daran zu zweifeln. Wird somit das allseits beliebte finale Argument über Therapie-Sinnhaftigkeiten, wer heilt, hat Recht, plötzlich doch entkräftet? Die haben mich klar unter Druck gesetzt, also von wegen, ich hätte jetzt Verantwortung für ein Kind und ich muss sofort ins Krankenhaus und dass ich das sonst nicht überleben werde, natürlich. Und das ist schon, selbst wenn man die neue Medizin kennt oder sich damit beschäftigt, ist es schon heftig, wenn einem jemand sagt, das überlebst du nicht. Man hat mir ein Cervixkarzinom unterstellt, also einen Gebärmutterhalskrebs. Und das wurde festgestellt während der Schwangerschaft mit meinem Sohn und wurde dann immer wieder getestet, das letzte Mal vor einem Jahr. Und die Werte, die gingen mal hoch, mal runter, also diese Pappwerte. Man hat auch diese angeblichen Viren gefunden, diese gefährlichen. Gemeint sind die eingangs schon erwähnten humanen Papillomaviren, HPV, die gemäß dem 4. Biologischen Naturgesetz in der Reparaturphase des Gebärmutterhalses angeblich gemessen werden können. Jedoch ohne ihnen die Schuld für das Symptom zu geben, da sie, wenn überhaupt, nur Reparaturhelfer sein können, da die aktive Konfliktphase ja schon vorbei ist. Der Gebärmutterhalskrebs bzw. Gebärmuttermundkrebs ist lediglich eine vorübergehende Schwellung infolge eines gelösten sogenannten sexuellen Konfliktes bzw. Revierverlustes. Ein sexueller Konflikt kann zum Beispiel sein, nicht begattet zu werden, zum Beispiel weil der Partner einen verlässt oder es vorzieht, jemand anderen zu begatten. In diesem Zusammenhang spricht man auch vom sexuellen Frustrationskonflikt. Vergewaltigt zu werden, die Eltern beim Sex zu erwischen, was häufig bei Kindern vorkommt, selbst beim Sex erwischt zu werden, nackt gesehen zu werden, wenn dies für einen etwas Schlimmes ist, von einem Pornoheft, das der eigene Papa versteckt hat, entsetzt zu sein und vieles mehr. Aber auch der Umstand, dass kleine Kinder typischerweise die Mama oder den Papa so sehr lieben, dass sie sogar sagen, sie heiraten zu wollen. In diesem Zusammenhang liebt der Sohn normalerweise die Mama und die Tochter den Papa. Wenn sie nun glauben, dass Mama oder Papa ihnen fremdgehen, weil sie sich mit jemand anderem treffen, kann dies ebenfalls sexuell aufgefasst werden. Man sieht, es geht nicht um ein bewusstes, erlerntes Wissen bezüglich Sex und sexuellen Inhalten. In unserem Urcode ist schon alles von klein an angelegt und wird am Verstand vorbei direkt entsprechend interpretiert. Doch je nach eigenem Wissen und eigener Reife werden andere Situationen als sexueller Konflikt aufgefasst. Für kleine Kinder ist es zum Beispiel unvorstellbar, dass die eigenen Eltern Sex haben, und dementsprechend dramatisch ist es, diese dann doch dabei zu erwischen. In fortgeschrittenem Alter ist es für das Kind jedoch selbstverständlich, dass die Eltern so etwas tun, und es stellt keinen Konflikt dar. Hier verlagern sich die sexuellen Themen auf andere Bereiche. Ich habe dann mich während der Schwangerschaft auch schon neumedizinisch informiert und bin eigentlich dann davon ausgegangen, dass ich im Rahmen der Heilung nach der Geburt dann Herzprobleme kriegen müsste. Diese Annahme ergibt sich daraus, dass der Gebärmutterhals und die Koronarvenen des Herzens im gleichen Hirnrelais gesteuert werden und somit immer zusammen reagieren. Ich habe dann mein Kind knapp 7 Monate voll gestillt und das war dann biologisch interessant. Das war praktisch an dem Tag, als ich ihm Beikost gegeben habe, als ich ihm die ersten Löffelchen verabreicht habe, ist es losgegangen mit den Herzproblemen. Und ich habe dann, ehrlich gesagt, nach der Geburt habe ich mir gedacht, naja,
neue Medizin, Schulmedizin, ich habe jetzt das Kind und ich will da jetzt überhaupt nicht mehr drüber nachdenken und habe das irgendwie beiseite geschoben und habe mir auch gedacht, was soll das? Ich habe jetzt den Befund, Gebärmutterhalskrebs, ich habe keine Beschwerden und ich gehe doch jetzt nicht beschwerdefrei in ein Krankenhaus und lass mich da aufschneiden. So. Und als es dann losging mit den Herzbeschwerden, da habe ich dann gedacht, ja, das ist ja dann doch, das geht ja dann doch jetzt, stimmt ja dann doch alles, ne? Was die neue Medizin sagt. Und das war dann ziemlich krass. Also ich habe dann letztes Jahr im Frühjahr habe ich hier rumgelegen da mit Baby und habe echt gedacht, dass ich krieg einen Herzinfarkt. Also ich hatte massiv Angina pectoris und ich hatte also jetzt weniger Tachykardien, also kein Herzrasen, sondern so Extrasystolen, so Stolpern, so sehr schmerzhaft. Und ich habe echt dauernd Angst gehabt, dass ich hier umfalle und das Baby, ich bin ja alleine hier mit ihm und das Baby neben mir liegt. Ich habe dann zum Teil mit meinem Bruder eine Vereinbarung getroffen, dass ich 2-mal am Tag ihn anrufe und wenn ich es nicht tue, dass er mir jemand vorbeischickt oder selber kommt, weil ich echt gedacht habe, ich falle gleich tot um. Also und das ist dann habe ich irgendwann eine Nacht mehrmals literweise Wasser, also klare Flüssigkeit, erbrochen. Und das hat den Druck vom Herzen schlagartig weggenommen. Also das war echt erstaunlich. Aber ich habe gedacht, jetzt dehydriere ich total. Also das war so viel. Und und danach hatte ich noch so ein paar Herzspitzen. Aber das hat sich dann so innerhalb von 2 Monaten oder so ist es dann immer weniger geworden. Und die Schulmediziner, die haben mich schon massiv unter Druck gesetzt. Die haben hier angerufen und eben gedroht und also mir ins Gewissen geredet, ich hätte jetzt Verantwortung für ein Kind und ich soll ins Krankenhaus und mich operieren lassen. Und ich hatte ja auch schon während des Kaiserschnitts Diskussionen. Ich lag da auf dem OP, habe ich vorhin schon erzählt, und habe einerseits gewartet, wo bleibt der Herzinfarkt, und andererseits habe ich mich mit dem Oberarzt drum gestritten. Also ich hatte, diese Periduralanästhesien sind echt klasse. Also man fühlt ab hier nichts und ist im Kopf total klar. Und die haben dann mein Kind rausgeholt und mir kurz gezeigt. Das war ganz fürchterlich und dann weggetragen. Und dann habe ich zu dem Oberarzt gesagt, so, und jetzt noch die Plazenta und der Rest bleibt drin, wieder zunähen. Und dann meinte der nur so, also bei Ihren Werten, da würde ich schon mal was machen lassen. Da können wir ja auch was. Und dann habe ich nur gesagt, das diskutieren wir lieber ein andermal, was ich denke, was Sie können. Und also es gab massiven Druck von den Schulmedizinern und ich war teilweise auch wieder unsicher und so. Aber es ist letztlich alles so eingetreten, der ganze Heilungsverlauf mit den Herzproblemen und so, wie es die neue Medizin prognostiziert hat. Und ich habe dann letztes Jahr im Sommer, nachdem ich ja wirklich im Frühling Todesängste ausgestanden habe ich dann tatsächlich auch Probleme mit der Lunge bekommen und habe dann so 2 Wochen oder so unter Schmerzen auch Blut abgehustet und so. Und dann war gut. Und seitdem bin ich eigentlich wieder ganz fit. Ja. Ja, also das ganze Geschehen, das hatte zu tun mit
mit meinem Ex-Freund und seinem Vater, und diese Geschichte ist jetzt, denke ich, so weit gelöst, dass ich die Person jetzt als sein Vater anerkennen kann, aber dass wir miteinander kein Paar mehr sind. So. Es ist eher so, dass ich das abgeschlossen habe, dass wir vielleicht doch nochmal ein Paar werden und gemeinsam das Kind aufziehen. Das habe ich abgeschlossen. Ich habe ja sehr, sehr gekämpft, wegen Unterhaltszahlungen auch und so. Und da haben mir dann auch Neumediziner schwer geraten, ich soll das sein lassen, ich soll das abgeben. So, wie war der Text? Was ist dir deine Gesundheit wert? So, ne? Und dann habe ich das sein lassen und habe nicht mehr gekämpft, und jetzt funktioniert es auch. Also dadurch, dass ich schon in meinem Job als Redakteurin da Unstimmigkeiten entdeckt habe und mir gedacht habe, dass irgendwas ist da am ganzen System faul. Und als Pharmareferentin auch schon. Also ich meine, wenn ich den Background nicht gehabt hätte, dann wäre ich gläubig da unter das Messer gegangen und hätte den ganzen Zirkus mitgemacht. Ich meine, selbst ich mit dem, was ich ja schon wusste, für mich war die Diagnose war auch ein Schock wie für jeden anderen auch. Ne? Und das war auch trotzdem ich mich dann immer mehr eingelesen habe und so in die neue Medizin, war das immer wieder ein Schock, wenn wieder ein Abstrich gemacht wurde und die Werte waren wieder oben und so weiter. Also man muss sich selber drum kümmern. Man kann nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, so, jetzt mach mich heile, sondern man ist selber Chef des Geschehens und muss sich einfach dann informieren und drum kümmern. Aber das können halt die meisten dann nicht mehr, wenn sie nicht vorher schon was davon gehört haben. Die Händigkeit. Die Antwort auf die Frage, warum diverse Symptome manchmal links- und manchmal rechtsseitig auftauchen, findet sich in der Händigkeit, genauer gesagt in der Hirnigkeit. Zur relativ genauen Ermittlung der Händigkeit schlägt Dr. Hamer den Klatschtest vor. Die Fragestellung ist, welche Hand liegt beim Klatschen oben? Welche Hand dominiert beim Klatschen? Also die Händigkeit findet man heraus beispielsweise mit dem einfachen Klatschtest. Das wäre, wenn ich so klatsche, meine rechte Hand ist die führende Hand und sie liegt oben auf, das heißt, ich bin Rechtshänder. Dieser Klatschtest, der erfolgt intuitiv und von daher ist er sozusagen ein unbewusster Klatschtest. Dieser Test ist effektiv, weil es keine angelernte Bewegung ist. Vielen Menschen wurde beigebracht, mit rechts zu schreiben, obwohl der innere Impuls wäre, die linke Hand zu nutzen. Da viele Geräte und Werkzeuge nur für Rechtshänder gemacht sind, werden wir vielmals quasi zur Rechtshändigkeit gezwungen. Somit werden viele scheinbare Rechtshänder sich nun wundern, dass beim Klatschen ihre linke Hand oben liegt bzw. führend ist, obwohl sie fast immer alles mit rechts machen. Wie gesagt, ist die Händigkeit eigentlich auch eine Hirnigkeit. Das heißt, Rechtshänder sind Linkshirner und Linkshänder sind Rechtshirner. Die Zahl der Linkshänder ist nicht, wie allseits angenommen, eine geringe Minderheit, sondern das Verhältnis beträgt sogar ca. 62:38%. Basierend auf der Händigkeit haben wir zwei unterschiedliche Körperhälften. Unsere starke Seite ist für gleichgestellte Figuren zuständig, unsere schwache Seite für hierarchische Figuren. Oft auch flapsig als Partnerseite und Mutter-Kind-Seite bezeichnet, da die Erfahrungswerte diese beiden als häufigsten Bezug ergaben. Das heißt, auf der gleichgestellten Seite empfindet man Personen, die mit einem auf einer Augenhöhe sind. Also der Lebenspartner, der Kollege, auch der Rivale, oftmals auch der Vater, der im Gegensatz zur Mutter eher der Kumpeltyp ist. Auf der hierarchischen Seite empfinden wir Personen, die deutlich über oder unter uns stehen bzw. als beschützenswürdig wahrgenommen werden. Dort finden wir in der Regel stets die Mutter und die eigenen Kinder.
manchmal auch den Vater oder eine Person, zu der man sehr aufschaut oder vor der man viel Respekt hat. Haustiere sind in der Regel auch auf dieser Seite anzusiedeln, da sie meist deutlich unter einem stehen und behütet werden müssen. Der Lebenspartner kann auch hier empfunden werden, wenn einer der Partner beispielsweise eine Art Mutter- oder Vaterrolle für den anderen darstellt. Wenn nun beispielsweise eine rechtshändige Frau einen Streit-Sorge-Konflikt, der sich organisch in einer Funktionssteigerung der Milchdrüsen ausdrückt, mit ihrem Partner hat, würde dieser Prozess in der rechten Brust ablaufen. Bei der Linkshänderin wäre demnach alles spiegelverkehrt. Doch diese Empfindungen sind bei weitem nicht so digital wie hier dargestellt. So könnte ein Konflikt mit der Tochter beidseitig wahrgenommen werden, wenn die Tochter im Moment des Konfliktes sowohl als Tochter als auch als Rivalin wahrgenommen würde. Oder wenn der Partner zum Teil als Kind und als Lebenspartner empfunden wird. Auf diese Art bekommt man beidseitig und zum Teil perfekt symmetrische Symptome. Jedoch gilt die Händigkeit nicht überall. Genauer gesagt spielt sie überall eine Rolle, außer in den stammhirngesteuerten Organen wie den Mandeln oder dem Mittelohr, dem Magen oder dem Darm. Dort wird die Frage, welche Seite betroffen ist, durch das Brocken-rein, Brocken-raus-Prinzip geklärt, welches jedoch in dieser Dokumentation nicht weiter erläutert werden kann. Das heißt, die Händigkeit ist in den folgenden Bereichen von Bedeutung. In den Organen des Althirnmesoderms, also jene Organe, die eine Schutzfunktion haben, wie zum Beispiel die Milchdrüsen oder die Lederhaut. In den Organen des Neuhirnmesoderms, die für die Leistungsfähigkeit und die Stabilität des Körpers zuständig sind, wie das Skelett, die Muskeln, Bindegewebe oder Sehnen. Und in den Organen des Ektoderms, in denen unter anderem die bewusste Sinneswahrnehmung und das Revierverhalten ablaufen. Ein linkshändiger Fußballer, der seit Wochen das Tor nicht trifft und von allen verbal malträtiert wird somit im linken Knie einen Selbstwerteinbruch erfahren. Die linke Seite, weil dort die Gleichgestellten, seine Teamkollegen und die Gesellschaft empfunden werden. Und kaum trifft er mal wieder ins Netz, ist sein Selbstwerteinbruch gelöst. Er kommt in die Reparaturphase des Prozesses, sein Knie schwillt an und es tut weh. Ein Prozess, der sehr schön in der Sportberichterstattung nachzuvollziehen ist, weil die Schmerzen just dann kommen, wenn eine sportliche Talfahrt beendet wurde. Die Lokalisation des Selbstwerteinbruches bezieht sich stets auf die empfundene Tätigkeit. So hat der Fußballer es in der Regel im Fuß oder im Knie, während der Torwart oder ein Tennisspieler zum Ellenbogen oder der Hand tendieren. Aus Unkenntnis über die 5 biologischen Naturgesetze dachte man immer, es läge am Verschleiß, da man annahm, der Körper würde wie eine Maschine langsam einrosten. Doch speziell durch die Reparatursymptome, die stets mit Einschränkungen wie Schmerzen einhergehen, kommen viele Menschen in einen Kreislauf. Und das Folgende erklärt ebenfalls die Ausnahmen der Händigkeit in den besagten Gewebsgruppen. Denn die Händigkeit gilt nur bei quasi global wahrgenommenen Konflikten. Ist der Konflikt jedoch ein lokaler, bezieht er sich exakt auf die Stelle, an der er wahrgenommen wurde. Fühle ich mich an meiner Lippe durch ein Tier oder einen Kuss geekelt, nehme ich dies exakt an dieser Stelle als Trennungskonflikt oder Attacke bzw. Besudelungskonflikt wahr. In diesem Falle ist die Händigkeit egal. Ich werde die Symptome, in diesen Beispielen Herpes oder andere Hauterscheinungen, exakt an dieser Stelle bekommen. Kriegt der linkshändige Fußballer seinen Selbstwerteinbruch in das linke Knie, können nun auch die Symptome der Reparaturphase einen lokalen Selbstwerteinbruch zur Folge haben. Dies geschieht, wenn er glaubt, dass sein Knie kaputt ist, dass er an dieser Stelle weniger wert ist. Also startet das Programm wieder von vorne. Es gibt Zellabbau. Und kaum ist der Konflikt gelöst, startet wieder die Reparatur mit Zellaufbau und Schwellungsschmerzen. So kommen viele Menschen nicht aus diesen Teufelskreisen heraus, weil sie die Reparatursymptome immer wieder als Anzeichen dafür sehen, dass ihr Körper an dieser Stelle weniger wert sei, kaputt sei oder einen Fehler habe. Schafft man es, die Schmerzen als einen notwendigen Reparaturprozess anzusehen, ohne daraus wieder eine Fehlerhaftigkeit des Körpers zu interpretieren, kann man den Kreislauf verlassen. Oftmals schiebt man die Schmerzen oder andere Symptome auf das eigene hohe Alter, was wiederum einen Selbstwerteinbruch zur Folge hat. Man empfindet zum Beispiel, mein Körper ist weniger wert, weil er alt wird. Ich kann nicht mehr all das tun, was ich früher noch konnte. Oder eine Arztdiagnose mit dem Inhalt, Sie werden nie wieder gehen können, kann genau diesen Effekt haben.
Nämlich, dass man einen Selbstwerteinbruch oder einen motorischen Konflikt in seinen Beinen empfindet, die dann genau diese Funktionsbeeinträchtigung zur Folge haben, die der Arzt scheinbar richtig prophezeit hatte. Rezidive und Schienen. Die 5 biologischen Naturgesetze klären auch jene Zustände, die man zum Beispiel als Allergien oder chronische Krankheiten bezeichnet hat. Jedoch sollte man zum Verständnis dessen die alten Begrifflichkeiten außen vor lassen, da sie auf einem überholten Bezugssystem basieren und somit fehlleiten. Zunächst einmal gibt es das ständige Wiederkehren eines bestimmten Konfliktthemas, wie zum Beispiel der Chef, den man jeden Tag aufs Neue sieht und erleiden muss. Dies macht jeden Tag aufs Neue das gleiche Sonderprogramm notwendig. Der Konflikt wird auch tagtäglich gelöst oder gleichgültig, was immer wieder zur gleichen Reparaturphase mit Symptomen führt. Dieses direkte Wiederkehren eines Konfliktthemas nennen wir ein Rezidiv. Wichtig zu verstehen ist, dass ein Sonderprogramm zum Starten nur beim allerersten Mal ein DHS benötigt. In der Folge reicht es aus, den alten Konfliktinhalt wiederzuerkennen und das Programm wird sofort reaktiviert, ohne dass eine hochakut dramatische, unerwartete, isolative Situation, also das DHS, vorliegt. Wenn ein Baby beispielsweise ein Spielzeug nicht bekommen kann, es dies mit einer DHS-Dramatik empfindet und daraufhin mit der rechten Mandel reagiert, wird diese Person ihr ganzes Leben lang auf Situationen des Nichtbekommens stets wieder mit diesem Sonderprogramm reagieren. Dabei dreht es sich dann nicht mehr um das Spielzeug, sondern vielleicht um Geld, ein Auto, eine Partnerin oder sonstiges. Ein Baby, das jedoch etwas nicht bekommen konnte, weil es ein Spielzeug nicht greifen konnte und daraufhin mit einem Selbstwerteinbruch der rechten Hand reagiert hat, wird nun sein Leben lang auf die Nicht-bekommen-können-Situation mit diesem Handgelenk reagieren. Das Erst-DHS bestimmt also, wie wir in der Folge reagieren, da dies sich als die bewährte Überlebensstrategie etabliert hat. In diesen Beispielen reagiert das erste Baby archaisch und sieht das Spielzeug als Nahrungsbrocken, den es zu verschlingen gilt. Dies wird erleichtert durch eine erhöhte Schleimproduktion der Mandel im Hals. Das zweite Baby reagiert weniger archaisch mit nicht zugreifen können. Ein drittes Baby könnte die Situation beispielsweise mit nicht zubeißen können auffassen und stets mit den Zähnen reagieren. Chronische Verläufe gibt es ebenfalls durch das stetige Unterdrücken von Reparatursymptomen durch Arznei. Eine lang anhaltende Reparaturphase kann nie bis zu Ende durchlaufen, wenn man, um zum Beispiel Schmerzen kurzzeitig loszuwerden, immer wieder eine Sympathikotonie erzeugt. Nach dem Abklingen der Arzneiwirkung läuft die Reparaturphase weiter, die störenden Symptome kommen wieder. Man kann einen solchen Prozess ewig hinziehen. Nun jedoch zu den sogenannten Schienen, die nicht so leicht zu verstehen und zu erkennen sind und sehr viel praktischer Erfahrung bedürfen. Prinzipiell verhält es sich genauso wie mit Rezidiven, jedoch ist hier das direkte Wiederauftauchen des Konfliktthemas nicht nötig. Schienen laufen viel subtiler und oft gänzlich unbewusst ab. Das Prinzip klingt einfach. Im Moment des DHS werden alle Begleitumstände unterbewusst gespeichert und laufen ab sofort als Schienen mit. Diese Begleitumstände können alles sein, was der Organismus wahrnehmen kann. Zum Beispiel Gerüche, Musik, eine Farbe, bestimmte Gedanken, die man parallel hatte, eine Person, Gegenstände, Geräusche, Temperaturen, ein einziges Wort und so weiter. Wird nun einer dieser Begleitumstände wieder wahrgenommen, startet unbewusst das Sonderprogramm des Ur-DHS erneut. Ein Beispiel. Ein Junge ist in ein Mädchen verliebt. Nun erleidet er sein DHS, als er sieht, wie das Mädchen einen anderen Jungen küsst. Dies ist für ihn hochakut dramatisch, völlig unerwartet und er steht völlig alleine mit dem Problem da. Wir nehmen an, er fasst diese Situation auf die folgenden Weisen auf. Es ist für ihn ein optischer Trennungskonflikt, der die Bindehaut und das Augenlid betrifft. Er konnte nicht wittern, dass sie einen anderen liebt, das Sonderprogramm der Nasenschleimhaut startet. Das Ganze findet in einer frühlingshaften Szenerie statt. Die Sonne scheint, die Pflanzen blühen auf, der Himmel ist blau, eine Biene surrt um seinen Kopf, Pollen fliegen umher. Wir nehmen an, er hat den Konflikt nach einer Weile vergessen, beziehungsweise das Thema wurde egal.
Er durchläuft die normale Reparaturphase dieser Programme. Das heißt, er hat eine Bindehautentzündung, ein geschwollenes Auge und einen Schnupfen. Im nächsten Frühling treten wieder seine ganzen Schienen auf. Das Wetter, der Geruch, die Bienen, die Pollen, alles erinnert ihn unterbewusst an die verflossene Liebe. Die gleichen Sonderprogramme werden biologisch wieder notwendig. Er hat daraufhin kurz wieder eine Entzündung der Augen und er hat eine laufende Nase und muss niesen. Diese Reaktion auf diese frühlingshaften Umstände kann er sein ganzes Leben lang beibehalten, es sei denn, er entkoppelt ganz bewusst die Umstände von dem eigentlichen Konflikt mit dem Mädchen. Das bewusste Rezidiv wäre, auf das er ungleich heftiger reagieren würde, wenn ihm das Mädchen oder ihr Geliebter über den Weg laufen würde. Die unbewussten Schienen sind nur die Begleitumstände und laufen subtiler ab. Dies war nur ein Beispiel von unendlich vielen. Die Möglichkeiten sind hier unbegrenzt und jeder Fall ist völlig individuell. Daher braucht man viel Erfahrung mit diesen Zusammenhängen. Es gibt also keinerlei Patentrezept dafür, woher Allergie XY kommt. Doch die Symptome verraten uns, was für eine Art DHS der Urkonflikt gewesen sein muss. Das Auflösen von Schienen erreicht man entweder durch das Lösen des ursprünglichen Konfliktes, was auch immer er gewesen war, oder durch das Erkennen, dass der Konflikt heute gar nicht mehr relevant ist und somit das Sonderprogramm nicht mehr notwendig ist. Vielmals gelingt dies, wenn es ein Konflikt aus der Kindheit ist und das Konfliktthema als Erwachsener keine Bedeutung mehr hat. Wie skurril und gleichsam eindeutig diese Zusammenhänge sein können, hat der Sprecher dieser Dokumentation am eigenen Leibe erfahren können. Dann lag da auf meinem Nachtschrank ein Lolli. Eingepackt, aber schon benutzt. Von meiner damaligen Freundin, die war gerade nicht da, aber sie hatte den Lolli da liegen gelassen. Und ich dachte mir, oh, nimmst du den Lolli. Pack mir den in den Mund rein, mach irgendwie weiter meinen Krams. Ein paar Minuten später merke ich, dass es meine Lippe kribbelt. Und ich denke, das kann doch nicht angehen, was ist jetzt passiert? Und dann merke ich bekomme einen Herpes. Oder dick und so. Ah! Warum? Ja, was habe ich gemacht gerade? Nichts. Ich habe nichts gemacht den ganzen Tag. Die einzige Änderung, die gerade eben war, dass ich ein Lolli in den Mund genommen habe. So, dann muss irgendwie ja eine Schiene sein, die irgendwie mit dem Lolli zusammenhängt. Also irgendetwas, so ein Zucker, ja, weiß ich nicht, Zucker, man isst ja auch so Zucker, habe ich nie Herpes. Also an den letzten Herpes erinnert, 2 Wochen her. Da hatte ich an dem Wochenende, glaube ich, 4 Herpesse, ganze Lippe voll. Aber jeden Tag einen neuen bekommen. Was war passiert? Gemeinsamkeiten versucht rauszufinden zu der jetzigen Situation. Und tatsächlich war es so, dass ich bei meiner Arbeit kam ein Kollege am ersten Abend an und meinte, hier habe ich mitgebracht vom Dom, Tüte Zuckerstangen, und meinte, hier bedient euch. Und Alex hat jeden Abend eine Zuckerstange gegessen und hat irgendwie jeden Abend auch fetten Herpes bekommen und hatte das Wochenende voll die Lippen dick. Hat 2 Wochen geheilt, dann die Situation zu Hause, ich esse einen Lolli, wieder Herpes. Okay, also Zucker, Lolli, Zuckerstange in irgendeiner Form, aber so normaler Zucker nicht. Also es muss also irgendwie in so einer Form sein, so fester Zucker oder so, war bei mir irgendwo die Schiene. Also drüber nachdenken, was heißt das? Warum? Was ist mir mal früher passiert? Warum will ich vom Lolli getrennt sein oder nicht getrennt sein? Fiel mir eigentlich nichts ein, bis auf diese eine Sache, dass meine Eltern mir damals, als ich klein war, gesagt haben, nimm niemals von Fremden irgendwelche Süßigkeiten an oder Bonbons, die wollen dich locken und dann führen. Ich konnte mich nicht an eine Situation erinnern, direkt, wie meine Eltern mir das gesagt haben, aber ich habe dieses Bild vor Augen, das sich bei mir eingebrannt hat irgendwie. Ich sehe einen blauen Mercedes vorfahren, da steigt ein Mann mit Mantel aus und hält mir Bonbons hin und ich muss der lockt mich, komm mit. Und das hat sich irgendwie bei mir reingebrannt. Ich weiß nicht wieso, die Situation gab es nie. Die ist also nur im Kopf. Ist niemals passiert. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwann mal in eine Situation gekommen bin, wo tatsächlich mir jemand Bonbons angeboten hat oder so und wo ich dann sofort gedacht habe, oh Gott, jetzt darf ich nicht annehmen, weil ich ja sonst entführt werde. Das kann ja sein, das weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Aber ich weiß, Süßigkeiten oder Bonbons von fremden Leuten anzunehmen, heißt, man wird entführt als Kind. Oder man kann entführt werden. Und ich wollte eben nicht entführt werden. Ich wollte nicht getrennt sein von meinen Eltern, von zu Hause. Und dadurch ist es auch ganz logisch zu erklären, dass ich den Lolli nehme, bei mir zu Hause, der nicht von mir gekauft war und nicht von meinen Eltern, also von einer fremden Person,
in den Mund stecke und sofort in Heilung gehe. Weil augenblicklich das Programm ansetzt, also kurz Rezidiv, und dann sofort die Heilung, weil ich ja schon zu Hause bin und sofort bemerke, ich werde nicht entführt, ich bin nicht entführt, alles ist gut, ich bin gesund und alles ist prima. Ja, und 2 Wochen vorher war das eben so, da habe ich diese Lollis gegessen und immer in dem Moment, wo ich dann merke, ich bin nicht entführt, also sprich, wenn ich wieder zu Hause bin oder so, wächst das alles. Ja, jetzt ist die Frage, kann man so eine Schiene denn auch auflösen, wenn man sie erkannt hat? In meinem Fall konnte ich das, weil ich ja weiß, ich bin jetzt erwachsen, ich bin ein Kerl. Oder fast. Nein, und ich kann ja nicht mehr entführt werden. Also kein Mann will irgendwie sexuell was von mir, also mich entführen. Also so ein alter Mann, der mich entführt, weil ich ein kleines Kind bin, so wie man ja Angst davor hat, wie Eltern Angst haben, dass die Kinder entführt werden von irgendwelchen alten Männern oder so. Das passiert ja nicht. Oder jüngere Männer, keine Ahnung, weil ich bin ja jetzt erwachsen. Es gibt dieses Pädophile ist bei mir nicht mehr da und wenn ich doch entführt werden sollte, könnte ich mich ja wehren. Weil ich bin ja nun erwachsen und groß und stark. Kann nichts passieren. Dafür ist für mich dieser Konflikt absolut bedeutungslos. Und damit kann ich jetzt von Fremden, also Menschen, die nicht meine Mutter oder mein Vater sind und nicht ich selber, Lollis, Bonbons, Zuckerstangen annehmen und bekomme keinen Herpes, wenn ich dann zu Hause bin. Ist also weg. Diese Hauptschienen, die ich hatte, die mich mein Leben lang gequält haben, bestimmt gute 25 Jahre lang oder 20 Jahre, sage ich mal, seit klein auf, sind weg. Damit habe ich sozusagen nahezu keinen Herpes mehr. Danke. Das ist im Übrigen kein Lolli, kein Bonbon. Schokolade funktioniert nicht, da hatte ich keine Schiene drauf. Also auch wenn du selbst Lollis gekauft hast oder deine Eltern, dann war nichts? Nein, da war nichts. Deswegen muss man erstmal drauf kommen. Es muss von einer fremden Person sein. Es darf nicht von meinen Eltern sein. Weil wenn die mir was, das wäre ich ja drauf gekommen, war nichts. Es muss eine fremde Person sein. Das auch die Freundin oder so, ist aber eine fremde Person. Darf nicht der Lolli von mir selbst sein. Nicht selbst gekauft und nicht von Eltern geschenkt bekommen, sondern von einer Person, die fremd ist. Die gemeinhin bekannten Ideen von einer Katzenallergie, dem Heuschnupfen, der Pollenallergie und so weiter waren stets völlig ungenau oder falsch. Ein wirklicher Zusammenhang zu den plakativen Pollen oder dem Heu war fast nie wirklich vorhanden. Auch blieb völlig ungeklärt, wie um alles in der Welt man körperlich auf Eindrücke aus dem Fernsehen oder auf Bilder reagieren konnte, wo doch die Annahme ist, dass man rein chemisch unverträglich gegen bestimmte Stoffe sein soll. Selbstverständlich gibt es die Allergietests. Diese sind jedoch aus Sicht der 5 biologischen Naturgesetze nur als Verletzungen anzusehen. Und je aktiver die Nierensammelrohre sind, desto größer sind die Schwellungen, die der Verletzung folgen. Die Fehlerquote ist astronomisch, doch dies scheint niemanden gestört zu haben. So sind zum Beispiel laut Test fast alle Personen allergisch auf Katzen oder Gras, doch leben seit Jahren beschwerdefrei mit Katzen und liegen problemlos im Gras. Ein häufig zu beobachtendes Phänomen ist jedoch, dass die Aussage des Arztes, dass man unverträglich gegen einen bestimmten Stoff sei, genau dies bei der Person bewirkt. Nämlich, dass sie von nun an mit Sonderprogrammen auf diese Sache reagiert, weil der Arzt davor gewarnt hat. Und schon ist die Aussage des Arztes bestätigt, wegen des großen Vertrauens, das die Menschen ihm entgegenbringen. Kaum weiß man, dass ein Stoff einem nichts anhaben kann, ist man von einer Sekunde zur anderen die vermeintliche Allergie los. Von allergischen Reaktionen sprach man auch stets nur bei Gewebsarten, die sehr schnell körperlich bemerkbare Prozesse machen, wie die Haut, die Atemwege, die Nasenschleimhaut oder die Bindehaut. Jedoch verhält es sich genau gleich mit allen anderen Sonderprogrammen. Allerdings ist ein langsam wachsender Tumor im Darm nicht nach Minuten zu bemerken, sondern erst nach Monaten. Es würde also kaum auffallen. Gleich verhält es sich natürlich auch mit den psychischen Symptomen, die Teil eines jeden Sonderprogrammes sind. Dass also Schienen unser Fühlen, Denken, Handeln und unsere Sicht auf die Welt direkt verändern. Eine andere Fehlinterpretation von Allergien kann das folgende Beispiel aufzeigen. Nehmen wir an, ein Kind verliert seine geliebte Katze und es reagiert mit einem Trennungskonflikt der Haut, die Katze nicht mehr knuddeln zu können, mit einem Witterungskonflikt, die Katze nicht mehr wittern zu können, und mit einem optischen Trennungskonflikt, die Katze nicht mehr sehen zu können. Kommt es nun irgendwann zu Besuch in einen Haushalt mit einer Katze, wird unterbewusst wahrgenommen, oh, da ist ja die Katze wieder, und die Reparatursymptome beginnen sofort.
In diesem Fall ein Hautausschlag, eine verstopfte Nase und eine Bindehautentzündung. Ist die Katze wieder weg, stoppt die Reparaturphase wieder. Beim nächsten Auftreten einer Katze wird sie weiter fortschreiten und wieder die störenden Symptome machen. So lässt sich anhand solcher Beispiele auch beobachten, dass Menschen besonders heftig auf eine Katze reagieren, die der eigenen ähnlich sieht, und weniger stark auf eine Katze, die sich deutlich unterscheidet. Wie kann das sein, wenn nicht über unsere Wahrnehmung? Ist die neue Medizin verboten? Dies ist eine Behauptung, die Dr. Hamer scheinbar selbst in Umlauf gesetzt hat und die von vielen übernommen wurde. Doch was ist dran? Der Faktuell Verlag, der einige Bücher zu den 5 biologischen Naturgesetzen herausgegeben hat, fragte bei sämtlichen Gesundheitsämtern schriftlich an, ob Dr. Hamers neue Medizin verboten sei. Glasklarer Tonus der Antworten: Nein, sie ist nicht verboten. Ärzte haben Therapiefreiheit und können tun, was sie wollen. Jedoch wurde von einigen Ämtern vor der neuen Medizin gewarnt, basierend auf den Missverständnissen und Fehlbehauptungen über die neue Medizin, die im Internet überall herumgeistern. So wird für gewöhnlich von allen der Artikel von Wikipedia zur Hand genommen, da Wikipedia von den meisten noch immer als die objektive Wahrheit angenommen wird. Wir schauten uns diesen einmal genauer an. Schon im ersten Satz wird von einer unwirksamen Behandlungsideologie gesprochen. Die neue Medizin ist aber keine Behandlung, sondern umschreibt nur 5 Naturgesetze, die immer stimmen, egal ob sie jemanden töten oder sein Leben retten. Somit kann auch nicht von unwirksam gesprochen werden. Die Gravitation funktioniert auch wenn jemandem ein Klavier auf den Kopf fallen sollte. Im Weiteren wird behauptet, Dr. Hamer würde Krebs als Teil eines natürlichen Heilungsprozesses sehen. Diese Aussage steht natürlich gänzlich konträr zu der tatsächlichen Aussage des 3. biologischen Naturgesetzes. Durchweg wird durch eine geschickte Rhetorik alles derart formuliert, dass im Grunde für den unwissenden Leser nur der Schluss zugelassen wird, dass Hamer ein Psychopath und Spinner sein müsse. So sind zum Beispiel Menschen, die seiner Entdeckung positiv gegenüberstehen, stets Anhänger, was immer den Eindruck einer Sektenhaftigkeit verschafft. Stets wird auch erwähnt, dass Dr. Hamer seine Zulassung verloren hat. Jedoch nicht der Grund. Diesen finden wir in einem Schreiben der Bezirksregierung Koblenz vom 8.4.1986. So heißt es: Anhaltspunkte dafür, dass Herr Dr. Hamer bereit wäre, der eisernen Regel des Krebses abzuschwören, sind nicht erkennbar. Im Weiteren hält man Dr. Hamer für nicht in der Lage, sich mangels entsprechender Einsicht wieder zur Schulmedizin bekehren zu lassen. So bot Dr. Hamer, entgegen der Ärztepflicht, bei Krebsfällen keine Chemo an. Daher erteilte man ihm Berufsverbot. Die Bezeichnung bekehren bezieht sich normalerweise auf religiöse Glaubensangelegenheiten und sollte in der Wissenschaft nichts zu suchen haben. In dem Wikipedia-Artikel folgen viele weitere Fehlaussagen, die ebenso auf vielen anderen Seiten im Internet zu finden sind. Unter den Links zum Thema finden wir keinen einzigen zu einer Seite, die das Thema positiv beleuchtet. Von Objektivität kann also von daher keine Rede sein. Zu finden ist aber eine Stellungnahme der Deutschen Krebsgesellschaft. Dr. Sögler sagt dort zum Beispiel, dass psychische Faktoren einen Einfluss auf die Entstehung von Krebserkrankungen haben sollen und dies mittlerweile als wissenschaftlich widerlegt gilt. Leider ist Herrn Sögler entgangen, dass Dr. Hamer die Psyche nicht als Ursache angibt. Ebenso ist das Wörtchen gilt zu beachten, da es nicht widerlegt ist, sondern nur als solches gilt. Weiter heißt es, Studien aus Dänemark zeigen eindeutig, dass es keine erhöhte Krebshäufigkeit bei Menschen mit Depressionen gibt, was ebenso in keinster Weise die Aussage von Dr. Hamer ist. Auf reale Inhalte der 5 biologischen Naturgesetze wird an keiner Stelle eingegangen und in der abschließenden zusammenfassenden Stellungnahme heißt es: Bei der sogenannten germanischen neuen Medizin von Herrn Hamer handelt es sich um ein in der Biografie und Träumen von Herrn Hamer begründetes Theorem, ohne jede wissenschaftliche oder empirische Begründung. Aus Dr. Hamers Buch Vermächtnis einer neuen Medizin geht hervor, dass er zu Beginn seiner Entdeckung von seinem toten Sohn träumte und dadurch zu weiteren Erkenntnissen inspiriert wurde. Wie Dr. Sögler allerdings die wissenschaftlichen und empirischen Begründungen übersehen konnte, die Dr. Hamer in Hülle und Fülle publiziert hat, wird wohl Dr. Söglers Geheimnis bleiben.
Ihrer Verbreitung muss mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, juristisch und auf dem Wege der Aufklärung, Einhalt geboten werden. Daher möchten wir Sie nun bitten, diesen Film schnellstens zu löschen und zu vergessen. Auf anderen Portalen werden teilweise sogar regelrechte Listen von Menschen geführt, die angeblich durch Dr. Hamer ums Leben gekommen sind. Dabei werden größtenteils Leute aufgezählt, die entgegen Dr. Hamers Rat eine Therapie in der Schulmedizin angetreten haben, in der sie dann starben. In einigen dieser Todeslisten ist auch Christoph Buck zu finden. Inzwischen aus dem Jenseits zurückgekehrt, befragten wir ihn, was er denn davon hält. Ja, ich bin halt der Meinung, ich habe mich natürlich am Anfang, als ich mich unter der Todesliste dann schon gefunden habe, also praktisch schon vorsorglich schon mal eingereiht, der Christoph Buck wird auch demnächst tot sein und so, und habe ich gedacht, hoppla, jetzt geht es aber schon ein bisschen zu weit, habe mir überlegt, ob ich da dagegen vorgehen soll, aber ich habe mich dann andererseits gefreut, habe einen Link auf meine Homepage gemacht und habe dann gemerkt, dass immer wieder Besucher kommen. Und habe dann eigentlich gedacht, armer Mann, der Inhaber von dieser Homepage ist ja eigentlich, der gilt als einer der größten Schmutzfinke im Internet. Also das ist nicht nur jetzt von Menschen, die neue Medizin gut finden, sondern auch von allen möglichen anderen Ecken. Und er hat auch so ein Forum eingerichtet, wo er verschiedene Akten anlegt über bestimmte Menschen. Da habe ich jetzt gesehen vor ein paar Monaten oder einiger Zeit, dass ich auch eine eigene Akte habe. Das hat mich natürlich sehr geehrt, dass ich da dazugehöre. Also nicht nur der Dr. Hamer und der Herr Pilhar und andere, sondern Akte von Christoph Buck. Solange man mit kranken Menschen arbeitet, gibt es auch immer das Risiko, dass man dabei nicht gewinnt, dass man dabei nicht die Chance hat, den körperlichen Prozess zu beherrschen. Und gerade mit der Kenntnis der neuen Medizin wird klar, dass die Rahmenbedingungen, unter denen der Patient sich befindet, sehr wichtig zur Gesundung sind. Und diese Rahmenbedingungen sind das, was wir heute in manchen Fällen sehr schlecht beeinflussen können. Dazu kommt natürlich, dass die Menschen, die zur neuen Medizin finden, in vielen Fällen diejenigen sind, die von der Schulmedizin bereits aufgegeben sind, die also bereits sehr viele therapeutische Ansätze hinter sich haben, die bereits sehr viel versucht haben und nun in ihrer Verzweiflung nur noch eine weitere Möglichkeit suchen und aber in ihrer Grundhaltung noch immer in dieser Hypnose der bösen Krankheit gefangen sind. Unter diesen Umständen ist es natürlich sehr schwierig, Gesundheit zu erreichen oder sehr schwierig, einen Prozess zu beherrschen, wenn die Menschen von Verzweiflung getrieben oder verängstigt von der klinischen Medizin nach einer letzten Chance suchen. Neumedizinisch können wir hier insofern nur sagen, dass wir zwar eine neue Vorstellung dessen haben, wie Krankheit entsteht und wie also auch Gesundheit entsteht, deswegen haben wir aber kein Allheilmittel. Deswegen sind die Möglichkeiten, einen Prozess zu beherrschen, trotzdem immer im Rahmen der Möglichkeiten des Therapeuten und der Möglichkeiten des Patienten und dem, was die beiden zusammen erreichen können. Nee, man kann nicht jeden Fall angehen. Also jetzt zum Beispiel ein schlimmes Trauma, das muss auf alle Fälle natürlich im Krankenhaus behandelt werden, ja, oder eben eine Vergiftung, die braucht dann ihr Antidot, ja. Aber ansonsten habe ich jetzt noch keinen gehabt, den ich ablehnen habe müssen. Ja. Es ist natürlich schwierig, wenn ein Patient da ist, der sich, sagen wir mal, jetzt mach du mal, ja, wenn der das einfach nicht verstanden hat, dass er sich selber heilt. Ja. Mediale Berühmtheit erlangte 1995 der Fall Olivia Pilhar. Details zu diesem Fall aus der Sicht der Eltern und Olivia selbst lesen Sie bitte auf der Internetseite oliviatagebuch.at nach. Eine von Dr. Hamer vertretene Meinung ist, dass zionistische Kreise seine Entdeckung für sich behalten wollen und alle Nichtjuden wissentlich mit Chemo und Morphium umbringen. Jüdische Ärzte würden demnach im Krankheitsfalle nach den 5 biologischen Naturgesetzen verfahren und ihre Patienten eine sehr geringe Sterblichkeitsrate haben. Nachweise für diese Behauptung sind uns nicht bekannt und konnten wir auch nicht finden, deshalb müssen wir uns von diesen ausdrücklich distanzieren. Es gibt lediglich Bestätigung dieses Sachverhaltes, die man jedoch nicht überprüfen kann. Vergleicht man die offiziellen Krebssterblichkeitsstatistiken aus Israel mit denen aus Deutschland und Österreich, ergeben sich keine eindeutigen Werte, die für Dr. Hamers Behauptungen sprechen.
Dr. Hammer hat eben diese fantastische Entdeckung gemacht, die neue Medizin. Und das ist halt jetzt im Augenblick das Schwierige, dass er aus seiner eigenen Konstellation heraus der neuen Medizin als Privatmann nicht sehr dienlich ist. Was natürlich die Größe seiner Entdeckung nicht schmälert, aber das bringen die meisten Leute auch durcheinander. Also gemessen an seiner Entdeckung ist Dr. Hammer wahrscheinlich einer der genialsten Menschen unserer bekannten Zeit. Seine Vorgehensweise in der medizinischen Forschung ist natürlich geprägt durch seinen kämpferischen und ausdauernden Charakter. Jetzt konnte er mit diesem kämpferischen und ausdauernden Charakter natürlich ganz hervorragend völlig entgegen aller Widerstände und Widersprüche weiter beharrlich forschen und auf diesem Pfad bleiben, der ihm die Möglichkeit gegeben hat, diese 5 Naturgesetze zu entdecken. Die gleiche Charakterstruktur aber macht es sehr schwer für ihn, jemanden auf diplomatischem Wege etwas Neues beizubringen. Das heißt, die gleiche Charakterstruktur bringt ihn dazu, dass er sehr stark auf das Recht beharrt, also auf das naturwissenschaftliche wahre Recht, nämlich dass er eine Entdeckung gemacht hat, die naturwissenschaftlich wahr ist und die jetzt nach gesundem Menschenverstand doch angewendet gehört. Leider verhalten sich nicht alle Menschen auf diese Art und Weise. Wenn alle Menschen diesen starken Glauben an Gerechtigkeit hätten, dann hätten wir diese 5 Naturgesetze heute mit Sicherheit im klinischen Betrieb etabliert. Die Art, wie diese Kommunikation veröffentlicht wird. Und zwar, weil eigentlich diese Kommunikation immer dagegen ist. Gegen die Mediziniker, wie Dr. Hammer es sagt, gegen den Staat, gegen die Ärzte, gegen alle die Leute, die im Gesundheitsamt arbeiten. Es ist einfach immer dagegen. Und das bringt automatisch, wenn ich attackiere, bringt das Gegenattacke. Und das ist einfach so Kindergärtnerspiel. Ja, ich schlag dich und du schlagst mich zurück und das bringt nichts. Also ich bin großer Verfechter davon, dass man diese neue Medizin von allen Ideologien und politischen Sachen, auch von Schuldzuweisungen und so, dass man die einfach abkoppelt. Dass man die Sache für sich anschaut und dass die Menschen einfach beginnen, die neue Medizin einfach zu lernen und dieses Wissen anwenden bei sich selber oder in bestimmten Fällen. Ärzte könnten sie zum Beispiel anwenden bei ihren Patienten, um das einfach zu beobachten. Was liegt hier vor? Gibt es tatsächlich Übereinstimmungen? Und dann wird sich das Problem mit Fragen und so schnell irgendwo auch lösen, denke ich mal. Aber Schuldzuweisungen zu bringen und warum wird es nicht anerkannt und dann Industrie und so weiter irgendwo, das bringt nichts. Ja. Ich bin der Meinung, man sollte das lassen und das wird sich automatisch regeln, wenn mehrere Menschen die neue Medizin kennengelernt haben. Meiner Meinung nach ist das Hauptproblem nicht irgendeine Unterdrückung, und das erlebe ich eigentlich jeden Tag, wenn man das Thema irgendwelchen Leuten nahebringen will. Die stehen sich selbst permanent auf den Füßen, weil sie es nicht verstehen, weil sie extrem viele Vorurteile haben. Und die Naturgesetze sind eben auch nichts, was man einfach so im Vorbeigehen mitnehmen könnte, wie viele andere Themen, sondern das ist ein komplexes System und das muss man wirklich studieren, tiefgehend. Und da muss jeder selbstständig das Ganze verstehen. Also man kann nicht darauf warten, dass alle anderen das verstehen für einen. Man muss es selbst machen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also die Leute stehen sich da schon richtig gut selbst auf den Füßen. Und auch diese ganzen Einführungen und Erklärstrukturen, die man so findet im Internet und auch in vielen Büchern, ich finde die einfach auch nicht gut. Also ich weiß nur aus meiner Erfahrung, als ich Einführung gebraucht habe, die haben mich eigentlich mehr verwirrt und fehlgeleitet,
zumal die auch immer ziemlich vereinfacht sind. Also da hapert es ziemlich viel. Am meisten wird eigentlich die neue Medizin unterdrückt durch uns selber, die wir Angst haben, Selbstverantwortung für uns zu übernehmen und zu erkennen, wo die Ursachen für Erkrankungen oder die Ursachen für biologische Sonderreaktionen sind oder wo die eigentlichen Ursachen für Symptome sind oder Symptomenkomplexe. Also die Leute sind eben gewohnt, ja, wenn es mir schlecht geht, da kann ich zum Herrn Doktor, er sagt mir, was ich machen muss und ich muss da gar keine Verantwortung haben. Oder ich gehe zum Homöopath oder zum Akupunktor, ist gleich. Aber ich muss da nicht mitspielen. Was das bringen würde, ist viel weitgehender als nur die Medizin. Wenn also alle Leute jetzt langsam diese biologische Gesetzmäßigkeiten nachvollziehen könnten und lernen und auch nachprüfen. Und was das Neue ist, ist, dass jede von diesen Geschehen von jeder einzelnen Person nachprüfbar ist. Und wenn das geschieht, dann ist auch die Macht von all diesen Dogmen, in der wir leben, sei es dann staatliche, religiöse, parteiischen Dogmen, fällen einfach runter, weil der Mensch einzig ist und er einzig für sein Leben entscheiden kann. Und das ist gewaltig. Das geht viel weiter als nur die Medizin. Ich denke heute, dass die größte Opposition eigentlich davon kommt, weil eben das Angst macht, wenn die Leute plötzlich vollmündig werden. Durch den Fakt, dass sie einfach verstehen, dass sie der Anfang und das Ende sind von ihrem Prozess. Und das ist einfach wahnsinnig. Ich kann nur jedem raten, sich im Vorfeld, also wenn man noch gesund ist, mit der neuen Medizin auseinanderzusetzen, täglich zu prüfen, damit man fest im Wissen ist und der Überzeugung, im Vertrauen, so dass man dann, wenn es wirklich mal ein Problem gibt, einen Konflikt und wenn er größerer Art ist, ja auch zu schlimmeren Krankheiten führen kann, so dass man dann wirklich gewappnet ist, weil es ist wohl so vergleichbar, einem Ertrinkenden das Schwimmen zu lernen. Es ist aber nicht damit getan, dass ich irgendwo 4-5 Seiten vom Internet runterlade, das durchlesen, sage, okay, Krebs kommt von ungelösten Konflikten und fertig. Ja. Man sollte sich ein bisschen eingehend damit beschäftigen, weil es ist halt verschieden bei den Krankheiten. Die einen Krankheiten, in Anführungszeichen, sind Symptome von der Heilungsphase und manche Organbefunde oder manche Krankheiten sind Symptome von ungelösten Konflikten. Und das muss man halt ein bisschen wissen, was ist, ja? Weil sonst denkt man, der Schnupfen ist jetzt, ich muss jetzt mal einen Konflikt lösen, dabei habe ich den Konflikt schon längst gelöst und der Schnupfen ist nur Symptom von der Heilungsphase. Auf jeden Fall möchte ich Dr. Harmer ein herzliches Dankeschön sagen für seinen Verdienst mit der neuen Medizin. Es ist so umfangreich, so groß, dass man, wenn man begriffen hat, wie Mutter Natur tickt, es gibt nichts zu verbessern. Wir müssen nur die Mutter Natur verstehen. Dr. Harmer hat es geschafft, diese Gesetzmäßigkeiten auf den Weg zu bringen. Und allein dieser Verdienst ist so viel wert, dass ich sehr dankbar bin und ich glaube viele, viele andere Menschen, die die neue Medizin verstanden haben, ebenso. Ich habe für mich nur die Seite der Medizin von Dr. Harmer in Anspruch genommen und habe mich nie auf die politische Seite konzentriert, weil ich da immer wieder auf Widerstand gekommen bin, allein schon bei mir selbst, was mich ein Jahr abgehalten hat, mich mit der neuen Medizin auseinanderzusetzen. Alles, was Sie hier gesehen haben, das müssen Sie selbst nachprüfen. Das heißt, machen Sie sich schlau. Die Wissensüberprüfung, die liegt in Ihrer Hand letztlich. Also wir zeigen Ihnen bloß die Tür, durchgehen müssen Sie selbst.
Der schlaue Autor des Buches Danke, Dr. Hamer, Claudio Tropiano, hat im Italienischen mal gesagt, ich übersetze es jetzt so frei auf Basis meiner Italienischkenntnisse, dass wir eine großartige Zeit erleben. Dass wir die Generation sind, die es erleben werden, aus der Angst heraus in die Freiheit zu kommen. Und dass nachfolgende Generationen diesen Genuss zu sehen, was schon immer da war, nicht mehr derart wertschätzen können. Super Spruch, ja. Die Doku enthält natürlich für Neuansteiger unglaublich viele Details, von denen man wohl am Anfang nur 10% oder so überhaupt erfassen kann. Da rate ich jeden, die Doku wieder und wieder und wieder anzugucken, weil jedes Mal wird man unglaublich viele neue Sachen bemerken, die man vorher nicht wahrgenommen hat. Oder wenn man alles für Quatsch hält, schmeißt man es einfach weg und geht meinetwegen in irgendein Forum und schimpft, was wir hier für einen Quatsch verbreiten und gemeingefährliche Todessekte und wie auch immer. Also auch klar, dass, wenn man das zum ersten Mal gehört hat, unglaublich viele Widersprüche zum alten Glauben auftauchen und ebenso viele Fragen, weil es geht immerhin um Paradigmenwechsel. Das heißt, die alten Beobachtungen, was man sein ganzes Leben erlebt hat, stimmen natürlich noch immer. Sie werden nur alle grundlegend neu erklärt und das sorgt für ziemlich viel Verwirrung. Auf die zig Fragen, die sich jetzt angestaut haben oder die noch kommen werden, gibt es natürlich gute Antworten. Die passen natürlich nicht alle in die Doku. Auf unserer Seite werden viele von den typischen Anfängerfragen im FAQ, also im FAQ, unter einer anderen Stelle beantwortet. Und jeder kann in unserem Forum so viele Fragen stellen, wie er mag. Es ist nicht so leicht, ins Thema reinzukommen, weil Paradigmenwechsel halt nur alle paar hundert Jahre mal vorkommen und von uns hat wohl noch keiner einen wirklich miterlebt. Und in der Geschichte sieht man, dass Paradigmenwechsel immer so um die 3 Generationen brauchen, bis sie sich durchgesetzt haben. Und haben natürlich immer die gleichen typischen Stufen durchgemacht. Erst werden sie belächelt, dann bekämpft, dann verschwiegen und irgendwann wird alles als selbstverständlich anerkannt. Es ist vielleicht der erste Paradigmenwechsel zu Zeiten des Internets, das heißt, vielleicht geht es womöglich diesmal schneller, aber es hängt von jedem Einzelnen ab. Weil wer das System nicht selbst versteht, wird weiterhin mit Medikamenten, Impfungen und allem Möglichen bei der Stange gehalten. Und wenn niemand mehr das Spiel mitspielt, fällt es von alleine flach. Und bitte nichts glauben, alles prüfen, selbstständig, mündig. Wer jetzt im Internet auf die Suche nach Glaubwürdigkeit für die ganze Sache geht, der hat es halt nicht begriffen. Ich habe absichtlich nicht diese ganzen Zertifikate von Universitäten, Professoren, Ärzten und so weiter in die Doku genommen, die Dr. Hamer die Richtigkeit der ganzen Sache bestätigt haben, weil es wäre wieder nur eine Glaubensangelegenheit statt selbst erworbenes Wissen. Und jeder könnte sich dann wieder frei aussuchen, ob er jetzt Dr. Hamer glaubt oder ob er sagt, ja, der hat die ganzen Dokumente gefälscht, wie auch immer. Im Internet wird da ja viel gekämpft, nur selbstständig geprüft wird von meisten leider nicht. Aber die Naturgesetze sind wirklich nur für mündige Patienten oder Menschen. Es geht ja nicht nur um Krankheiten in dem Sinne. Es geht ja um jede Szene im Leben quasi, die man jetzt aus einem anderen Betrachtungswinkel sieht. Wer vom Arzt erwartet, dass er einem das Leid beenden soll, dem wird in der neuen Medizin nicht geholfen werden können, weil die neue Medizin ist nur für Menschen, die dazu bereit sind, die Naturgesetze zu lernen, zu verstehen und zu prüfen, die Verantwortung für alle Symptome selbst zu übernehmen. Wenn man alle Wehwehchen auf irgendwelche äußeren Faktoren schiebt, irgendwelche behaupteten Erreger, krebserregenden Stoffe, auf schlechte Nahrung, auf zu wenig Bewegung, auf Immunsystem, das ganze Ding halt, bla bla bla. Dann kann man das Verhalten der Person natürlich durch die Naturgesetze verstehen, aber die Person, für die ist die neue Medizin definitiv nichts. Da gibt es keinen Weg an der Selbstverantwortung dran vorbei. Ja, absolut. Absolut. Die kann jeder jeden Tag an sich selbst überprüfen. Das geht los mit einem läppischen Schnupfen über irgendwelche Hautirritationen oder so. Es lässt sich wirklich alles erklären mit der neuen Medizin und sie stimmt. Eindeutig, ohne Zweifel und zu 100%. Ja, klar. Also nach meinem Dafürhalten würde ich sagen,
dass das Konzept, der Ansatz von der neuen Medizin ist mit Sicherheit richtig. Ob die neue Medizin jetzt in jedem Fall von Krankheiten und die Ursachen, also der genaue Konflikt, den der Dr. Hamer angibt, ob der in jedem Fall jetzt 100% stimmt, das kann ich nicht bestätigen. Das weiß ich nicht, ich kann es nicht überprüfen, aber ich bin der Meinung, dass die neue Medizin stimmt. Ich beschäftige mich seit 4 Jahren mit der neuen Medizin, habe einige Erfahrungen mit der neuen Medizin gemacht, nicht nur mit Patienten, sondern mit mir selber und mit guten Freunden, Familienangehörigen und habe das tiefe Empfinden, dass die neue Medizin stimmt. Nach meinem Ermessen, für mich persönlich, was ich gesehen habe, ja. Aber ich werde nicht behaupten, dass sie stimmt, weil ich von jedem verlangen möchte, dass er sie selbst überprüft. Es folgt noch eine kleine Zugabe. Danke an den GNM-Forum-User Aquarius. Der Zitronensatz. Tanja, 14 Jahre alt, stellt fest: Komisch, wenn mir jemand sagt, stell dir vor, du beißt in eine Zitrone, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Also da entwickelt sich dann irgendwie ziemlich viel Spucke, obwohl ich doch gar nicht wirklich in eine Zitrone beiße. Wie funktioniert denn das eigentlich? Am besten wenden wir uns zur Klärung der Frage an die gute Wissenschaft. Um der Ursache des Phänomens auf die Spur zu kommen, beantragt ein deutscher Wissenschaftler Forschungsgelder. Diese bekommt er bewilligt, da er schlau genug ist zu erwähnen, dass das Ergebnis der folgenden Studie vom großen Nutzen für das Verständnis der Wirklichkeit und somit ein großer Schritt für die Menschheit sein würde, dürfte, könnte, sollte oder müsste. Am Anfang steht eine Hypothese. Wegen des Verdachts, dass die spezifischen messbaren Schallwellen des Zitronensatzes die Auslöser der vermehrten Speichelbildung sein könnten, wird im ersten Versuchsaufbau genau das untersucht. Und siehe da! Jedem, der dem spezifischen Schallwellenmuster des Satzes »Stell dir vor, du beißt in eine Zitrone« ausgesetzt wird, läuft das Wasser im Munde zusammen. Bereits eine leichte phonetische Abwandlung wie »Stell dir vor, du leihst dir eine Zitrone« zieht keine entsprechende körperliche Reaktion nach sich. Der Beweis ist erbracht. Alle Messungen bestätigen die Hypothese. Die Studie wird in einem Fachmagazin veröffentlicht und von der wissenschaftlichen Gemeinde zur Kenntnis genommen, begutachtet, beklatscht und zitiert. Ein chinesischer Wissenschaftler meldet jedoch Zweifel an. Um seine Zweifel zu begründen, kopiert er den Versuchsaufbau und konfrontiert seine chinesischen Probanden mit dem Zitronensatz. Keiner der Probanden reagiert mit vermehrtem Speichelfluss. Bis auf einen. Ein junger Chinese, der 3 Jahre in Deutschland verbracht hatte, reagiert prompt auf das spezifische Schallwellenmuster. Eine neue Hypothese wird geboren. Zitronensatzsensibilität ist ein lokales Phänomen, aber hochgradig ansteckend. Weitere Versuche mit Chinesen, die Deutschland besuchten, bringen zutage: Je länger die Probanden in Deutschland verbrachten, desto wahrscheinlicher ist eine Infektion.
Die Studie wird in einem Fachmagazin veröffentlicht und von der wissenschaftlichen Gemeinde zur Kenntnis genommen, begutachtet, beklatscht und zitiert. Ein australischer Wissenschaftler meldet jedoch Zweifel an. Er vergleicht die Gene der Deutschen und der Chinesen und stellt fest, es gibt eine signifikante Korrelation zwischen Schlitzaugen und Zitronensatzresistenz. Überwältigend dabei, 99% der Fälle geben ihm recht. Eine neue Hypothese wird geboren. Das Gen, das für Schlitzaugen verantwortlich ist, scheint gleichzeitig zu verhindern, dass der Zitronensatz seine potenzielle Wirkung entfaltet. Die Studie wird in einem Fachmagazin veröffentlicht und von der wissenschaftlichen Gemeinde zur Kenntnis genommen, begutachtet, beklatscht und zitiert. Ein russischer Wissenschaftler meldet jedoch Zweifel an. Denn auch in Russland sind alle Menschen, außer denen, die längere Zeit in Deutschland verbracht hatten, resistent, obwohl sie keine Schlitzaugen haben. Der Russe bestätigt damit den Chinesen und widerlegt den Australier. Der Australier und die Anhänger seiner Hypothese wehren sich mit dem Argument, dass in bestimmten Regionen Russlands Menschen eben doch Ansätze von Schlitzaugen haben. Und man einigt sich schließlich auf eine multifaktorielle Kausalität. Diese Schlussfolgerung wird in einem Fachmagazin veröffentlicht und von der wissenschaftlichen Gemeinde zur Kenntnis genommen, begutachtet, beklatscht und zitiert. Die Multihypothese gefällt fast allen. Sie berücksichtigt schließlich alle bislang erforschten messbaren und sichtbaren Faktoren und beinhaltet die Erkenntnisse mehrerer Studien. Soweit kann die Wahrheit also nicht mehr entfernt sein. Tanja loggt sich unter ihrem Pseudonym Sonnenblume-14 ins Physikforum ein, klickt den Bereich Feinstofflichkeit und sonstiger Unsinn an und sucht den Zitronensatz-Thread aus und schreibt: Also ich glaube ja, dass es mehr auf den Inhalt von dem Zitronensatz ankommt und ob man ihn versteht oder nicht. Also irgendwie mehr so das Gefühl, wo man hat, wenn man den Satz hört. Bei mir klappt das mit der Spucke nämlich auch. Der studierte Physiker und begeisterte ESO-Basher Hartmut-666 loggt sich ein und schreibt: Sonnenblümchen, bevor du so einen Gefühlsquatsch verzapfst, würde ich dir wärmstens empfehlen, erstmal die wissenschaftlichen Studien zu dem Thema zu lesen. Dann reden wir weiter. Die 5 biologischen Naturgesetze, die Dokumentation. Jetzt auch im 3er-DVD-Set zum Verschenken und fürs gemütliche Anschauen am Fernseher. Inklusive Begleitheften, Beschreibungen der 5 biologischen Naturgesetze und allen relevanten Übersichtsgrafiken. Jetzt zu bestellen auf www.5bn.de.